Moinsen, meine Lieben. Mal ein bisschen leiser hier. Da mein Stream Deck immer noch nicht funktioniert, muss ich alles nochmal manuell machen. Deswegen alles etwas fuckelig. Wie geht's euch? Meine Süßen, meine Hübschen, meine Freunde des guten Horrors. Gott, Shadow, was ist das? Was ist das? Oh Gott, in groß ist das ja noch viel schlimmer. Das Emote als in klein. Das macht mir Angst. Irgendwie. Macho. Ja, very macho. Wie geht's euch, meine Lieben? Hallihallo. Es ist halt richtig komisch, dass ich eigentlich immer online war, aber ich war nicht hier online. Like, what the fuck? Das ist echt seltsam. Oh, ich sehe gerade, die hat noch gar keinen Namen, ne? Wir müssen uns mal einen Namen für unsere Schönheit hier überlegen. Ich sehe gerade, dass eine Haarsträhne etwas verwuschelt ist, weil ich da gerade dran war. Jo. Nicht fallen, bitte nicht fallen. Ah, ist sie nicht hübsch. Wir gucken mal, wie das mit der Playlist so läuft. Sonst gehen wir wieder zurück zu den üblichen Playlists. Ich denke, es sollte so okay sein vom Sound. Weil es eigentlich auch relativ ruhige Musik ist. Mal gucken, wie der Rest wird. Das ist die Halloween Town Playlist, die nichts mit Halloween Town natürlich aus Nightmare Before Christmas zu tun hat. Wir gucken mal. Hallo Crimson. Na, was ist? Was geht? Ich hoffe, es geht euch gut. Hui, das ist sauer. Ich hatte eine neue Geschmacksrichtung. Zitrone. Aber geil. Ich muss gucken, ob ich da aber vielleicht ein bisschen weniger von nehme. Mal schauen. Wie ist es Ihnen ergangen, werte Herren und Damen und everything in between? Ich bin ein bisschen später online, weil OBS ein Arschloch war. OBS hat mich einfach rausgehauen. Und ich wollte gerade so online gehen und war nur so, nee, Moment, wo sind meine Stream-Informationen? Warum ist mein Kanal jetzt schon wieder nicht verbunden? Und ja, ein paar Neustarts haben das auch wieder gefixt. Aber warum soll doch einmal was funktionieren, ne? Ich habe jetzt gerade wieder brav den LED-Streifen wieder dran gepappt, der immer wieder abfällt. Das funktioniert einfach gar nichts, ey. Aber trotzdem wird das heute gut und ich freue mich sehr auf das Spiel, was wir heute spielen. Wir schauen uns ein brandneues Horror-Pixel-Point-and-Click-Adventure an. Von dem lieben Dave Gilbert. Nicht Ron Gilbert, Dave Gilbert. Der auch die, ich glaube, die Blackwell Academy Sachen gemacht hat. Meine ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und ja, ich glaube, das ist Low-Key-Horror. Ich glaube, das ist jetzt nichts, wovor man Angst haben muss, aber es gibt einem die Vibes, die wir im Oktober unbedingt haben wollen. Und ich weiß manchmal echt nicht, wer diese Playlist zusammenstellt. So, das ist dann wieder super leise und das nächste ist wieder super laut. Das ist doof. Next. Ja, sowas. Sowas ist gut. Das hat schon fast was von so einem Kingdom Hearts Castle irgendwie was. Was habt ihr so gemacht? Ich habe gar keinen Plan mehr. Ich müsste selber in meinen Streamplan diesen Monat gucken, damit ich überhaupt noch irgendwas weiß. Denn diesen Monat ist ja alles ein bisschen durcheinander. Du Veritas, was geht bei dir? Ey, kommst du auf die Polaris? Ich weiß, das ist jetzt nicht gerade deine Ecke, glaube ich. Ich habe vergessen, wo du herkommst. Auch Raum Köln? Ich weiß es. Nee, Düsseldorf, ne? Düsseldorf? Darf ich das eigentlich online sagen? Nein, ich weiß eigentlich gar nicht, wo du wohnst. Kein Plan. Insofern ganz gut, bis auf den Rücken, der gestern wieder kurz vorm Stoß war. Ja, ich hab's gelesen. Was machst du? Geh zum Arzt. Ich meine, ja, auch die helfen auch nur so lala, ne? Aber ey, ich fühle dich. Ich bin auch gerade sehr alt körperlich. Ja, mit dem gebrochenen Zeh humpel ich weiterhin gut durch die Welt. Und die Tatsache, dass ich momentan rechts immer eine Krücke habe, schiebt ja immer beim Laufen dann so die Schulter hoch. Manche von euch mögen sich daran erinnern, dass ich genau damit Probleme habe, dass ich die Schulter immer relativ unten halten muss. Denn sonst gibt es wieder die lecker Spritzen in die Schulter, die die Krankenkasse übrigens nicht übernimmt. Dockst du mich einfach online? Wow. Entschuldigung. Hättest nur sagen müssen, nein, ich wohne in
Bayern. Ich habe gesagt, ich bin mir gar nicht sicher. Das hast du jetzt dir selber... Wann und wo ist die Polaris? Die Polaris ist in Hamburg. Also nicht gerade um die Ecke für uns, das ist richtig. Aber ich bin für Dedelic da. Letztes Wochenende. Im Oktober. 28. bis 30. Ich habe nichts gemacht. I was just sitting and drinking tea. Ja, aber Sitzen ist letztendlich auch schädlich für den Körper. Also rein theoretisch. Wir sitzen alle viel zu viel. Ne, Alex, wem der Schuh passt, ne? Das hättest du noch umgehen können. Meinen kleinen Fauxpas. Ich weiß nicht, ich vergesse das einfach. Manchmal ist es nur so, ja, du wohnst doch da und da und da. Ich habe ich letztens erst bei irgendwem gemacht. Ich weiß nicht mehr bei wem. Und ich war nur so, scheiße. Vielleicht solltest du einfach mal die Fresse halten. Und dann mein Rücken so snap und dann war vorbei. Oh ja, Ich bin erstmal am... Der Donnerstag-Stream hat ja nicht stattgefunden, deswegen sehen wir uns ja heute Abend. Boah, das war ja mal knapp mit der Polaris. Was gibt's da Cooles? Ich war noch nicht auf der Polaris, mein Lieber. Ich arbeite halt für Dedelic am Stand. Aber es ist halt eine Mischung aus Community und Gaming-Event. Einfach mal online. Es kommen ganz coole Leute. Also es ist ein wahnsinniges Influencer-Game. Also Influencer, aka Creator. Sagen wir Content Creator. Ich mag Content Creator lieber. Da kommen ganz schön viele Leute. Die Musik zu laut ist, willst du sagen? Ich habe keine Ahnung. Polaris. Ich weiß nur, zum Beispiel, dass Marius Gavrilis kommt. Den habe ich schon wieder hart Bock. Nein, nicht Polaris Outlanding Project. Ich möchte kein Geoforming betreiben. Warum ist das nicht das Erste, was kommt? Nicht die Scheißmesse. Gib Polaris Messe ein, sonst wird das nichts. Gaming-Messe. So. Ich möchte kein Konto erstellen. Muss ich ernsthaft auf einen Instagram zugreifen, damit ich mir irgendwas angucken kann? Wollte mich halt verarschen. Nein. So, da. Da, siehst du mal. Auf Influencer habe ich so hart keinen Bock, ne? Ja, was heißt Influencer? Also ich meine jetzt nicht diese... Hier, kauf meinen Scheiß, Leute, sondern das sind halt schon vernünftige Creator. Es kommen verschiedene Synchronsprecher, Farbenfuchs, Ninotaku, Freud, Mauki, Maul Cosplay, Eos, Andy, Fischkopf, Densen, Lara Loft, Pixel, Viet oder Viet, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, Space Frogs, Max Felder und alle möglichen Leute, die ich nicht kenne. Papa Platte kommt halt auch. Der Haider kommt, Indie-Sträuche sind da, Pete's Meat sind da, ja. Und noch ein paar Leute, die ich vorlesen könnte, die ich nicht kenne. Ich kenne keine deutschen Influencer. Ja, das sind ja keine Influencer, das sind halt Content Creator eigentlich hauptsächlich, ne? Also die deutsche YouTube-Szene und Twitch-Szene ist halt doll da. Ah, die Sträuche kenne ich, das ist das Wichtigste, das sind nur die Besten. Also, kennen tue ich halt die ich vorgelesen habe, basically. Privat kenne ich natürlich nur die Hälfte davon. Nicht mal. Das wäre gelogen. Die Hälfte ist zu viel. Ein Drittel. Und privat kenne ich vielleicht ein Drittel davon. Ach, die alle kenne ich nicht. Ja, komm, doch, die kennst du alle. Tu nicht so. Ja, hier Ninotaku, Farbenfox und so. Freud. Eos Andi, Fischkopf, Densen. Das sind halt Lara Loft, das sind natürlich Namen, die man kennt. Pietz natürlich auch. Also, es kommen coole Leute. Außerdem bin ich da. Ich weiß nicht, was... Alles andere sind ja nur Zusatzinfos, ne? Ich bin da. Oder manche Leute auch sagen, ich sei Influencerin. Ich bin keine Influencerin. Ich möchte auch nicht so unbedingt betitelt werden. Yeah, geil. Warum heißt das Ghost Train, das Lied? Das muss ja... Ja, hier Amusement Park, so muss das heißen. Aber vielleicht doch ein bisschen aufdringlich, ne? Ein bisschen leider. Aber da bin ich auf jeden Fall. 3 Tage Hamburg. Wobei wir am Freitag weniger auf der Messe sind. Mehr Samstag, Sonntag. Dich kenne ich auch nicht. Ist nicht schlimm. Dann lernst du mich halt kennen. Du willst oder nicht, mein Freund? Mach doch Resident Evil 1 Playlist an. Müsste ich erst... Ja, stimmt. Mache ich jetzt nicht, aber schreibe ich mir auf. Ich bin halt bei Gaming-Musik... Ja, stimmt eigentlich. Aber ich habe Resi nie gespielt, deswegen habe ich das nicht so im Kopf halt, ne? Aber ich notiere mir das für morgen mal. Ich habe jetzt keinen Bock, das zu suchen, aber... Aber Classic, nicht Remake. Ah, ist das ein großer Unterschied tatsächlich? Schreibe ich dahinter. Classic. So. Ich spiele kein Resi. Ich gucke, wenn dann Resi. Es sind einfach nicht meine Spiele. Das sind Spiele, die ich gerne gucke, aber nicht gerne spiele. Und das ist in Ordnung. Man kann nicht alles spielen.
Bekomm Schnappatmung. Tief einatmen. Und ausatmen. Du schaffst das. Dir fällt nicht der Pimmel ab, nur weil ich keine Resi spiele, Kollege. Das schaffen wir. Ich habe einfach auch so viel nicht gespielt, was man gespielt haben muss. Aber ey, wenn ich alles gespielt hätte, was man gespielt haben muss, dann hätte ich kein Leben mehr gehabt. Ne? Denk daran, ich habe letztendlich wenig spielen können in meiner Jugend. Ich jung sage, also ich bin alt, oder? In meiner früheren Jugend. Weil ich einfach kein Geld für die Spiele hatte. Und halt auch nicht in einer Umgebung war, in der überall gebrannte Spiele rumlagen. Nee, Resi ist nur eins der großen Games meines Lebens. Das ist okay. Hallo, Aluma. Nichts ist schöner als Kinderlachen, außer es ist 3 Uhr nachts und du hast gar keine Kinder. Übrigens auf der neuen Phasmo-Map ist auch so ein Kinderlachen. Das ist richtig eklig. Resi ist doch wohl super geil. Aber ich hab's halt nur geguckt. Und Resi 1 erinnere mich einfach an gar nichts. Es tut mir total leid. Aber es sind Sachen, die ich auch irgendwann nochmal nachholen möchte. Oder mir nochmal angucken möchte. Manche Sachen möchte ich auch nachträglich noch spielen. Resi gehört einfach nicht dazu, weil es gibt tolle Spieler, die sind trotzdem nicht meins. Weißt du, von der Handhabung her. Im vergangenen Millennium kam Nene nicht dazu zu zocken. Weißt du was, Shadow? Andere Streams nehmen dich mit Kusshand. Das Schlimme ist, er hat recht. Der Sack hat einfach recht. Ich komme aus dem alten Millennium. Okay, das kommen die meisten hier, immerhin. Scheiße, ey. Leute, die nach 2000 geboren sind, sind schon 22 Jahre alt. Nicht irgendwie 5 oder 6. Das wird Sinn machen, aber nein. Ich mag allgemein keine Kinder. Aber noch schlimmer sind Puppen. Auf jeden Fall. Hör auf jetzt! Was denn? Fühlst du dich etwa alt? Wir werden uns heute vielleicht sogar noch viel älter fühlen. 99er Baujahr hier. Oh, Küken. Sweet. Ich fühle mich direkt noch älter. Ja, wir werden uns da vielleicht nachher schön nostalgisch fühlen, denn wir spielen heute ein Pixel-Game. Und zwar The Excavation of Hobb's Barrow. Ist halt ein richtig nicer Stil. Also ich weiß nicht, wie man das nennt, dieses sehr detaillierte Pixelige. Man hört, ich habe Ahnung, ne? Ich kenne alle Fachbegriffe. Du sagst Küken, andere benennen mich schon als alt. Die dich als alt benennen, die lutschen aber auch noch hier am Nuki. Ja, geil. Der Titel klingt vielversprechend. Ich bin total gespannt. Bin sehr gespannt. Das ist auch erst Ende September erschienen. Es ist noch sehr neu. Eigentlich wollte ich es auch letzte Woche schon spielen. Aber dann war die Konichi und da musste ich einen Tag vor der Konichi vielleicht noch ein ganzes Cosplay nähen und habe dann den Stream nicht mehr geschafft. In deinem Alter war ich schon 30. Was? Ja. Ja, bestimmt. Wir sind hier alle im Club der alten Säcke und Schachteln. Ja! In 99 habe ich schon Resi 2 gespielt. Aber wenn ich alt bin, bist du dann Stonehenge? So sieht's aus. Ich knack auch ähnlich so bei Temperaturunterschieden. Weißt du, wenn die Temperatur so droppt, ich hätte Steinknack genauso wie mein Körper dann. Also solange ich nicht so quietsche wie unsere Wohnungstür, es ist so schlimm, ne? Nein. Lass mich. Ihr habt eine coole Cap auf, das ist korrekt. Minus 5 Jahre locker, achso. Pissei. Ist richtig. Was ist denn das für eine Cap, Kollege? Weißt du das? Obwohl, wahrscheinlich. Oder ist einfach nur Skull gleich cool. Das ist auch legitim, ne? Ne, wie unsere Wohnungstür quietscht jetzt, wo die Temperatur jetzt wieder hoch runter geht, ganz oft quietscht so dermaßen und knarzt, ey, wie im Horrorfilm. Magic. Ja. Ach ja. Ich
Deswegen bin ich froh, wir waren ja, es hat sich ja ein bisschen was geändert hier, ne? Ich bin ja immer noch zweimal die Woche hier auf dem Kanal, da hat sich nichts dran geändert, außer dass wir jetzt heute ein bisschen verschieben mussten, von Donnerstag auf halt heute. Deswegen sehen wir uns morgen auch schon wieder. Nice. Morgen spielen wir Get Even. Ein Psycho-Horror-Spiel, was ich bei Bandai auf der Gamescom gewonnen habe. Sieht okay aus. Sieht nice aus. Ist das nicht das neueste Spiel? Ist schon so 2, 3, ja, 4 Jahre alt, irgendwie so. Weiß ich, 2018, 2019 alt oder so. Aber sieht gut aus und hat sehr gute Rezensionen. Und ist momentan übrigens hart im Angebot, für die, die es halt auch interessiert morgen. HOB'S Barrow ist jetzt nicht ganz im Angebot. Ich glaube, das habe ich noch minimal in diesem... Es ist ganz neu, das 10% reduziert Angebot gekauft. Warum habe ich... Boah, Steam regt mich so auf in letzter Zeit. Ich habe hier noch so ein DLC von Mysterium im Warenkorb. Das habe ich mir im Spiel nur angeguckt. Schön, dass es direkt in meinen Warenkorb gehauen wird. Nein, ich möchte das nicht. Geh weg mit eurer DLC-Kacke. Was ist denn Black Book? Das wird mir auch gerade angezeigt. Das ist das Tagesangebot. Hört auf, mir Spiele anzuzeigen. Ich habe zu viele Spiele in letzter Zeit gekauft. Hallo, Chiara. Sieht auch sehr nice aus. Was ist das? Ah, nee, das ist ein Kartenkampfspiel. Okay, Kartenkampfspiele sind geil, aber nicht für mich. Ich bin zu dumm dafür. Ein rundenbasiertes Taktik-Kartenkampfspiel Roguelite. Okay, das muss ich vielleicht Timo mal empfehlen oder so. Black Book, muss ich aufschreiben. Was schreibt dieser scheiß Kackstift nicht? Und dreimal könnt ihr raten, mit welchem Stift ich schreibe. Mit dem tollen gratis Twitch-Con-Stift. Der eigentlich legit eigentlich gut schreibt. Wenn er schreibt. Black Book Game. Ich habe schon von vielen älteren Personen gehört, man wird nicht älter, nur knackiger. Die RentnerInnen kommen dann schon mit... komm erstmal in mein Alter, da weißt du, was Schmerzen sind. Yay, wie schön. Dankeschön für den schönen Sound, der gar nicht eklig ist. Und vielen lieben Dank, Castilia, für unser Twitch-Baby. Vielen lieben Dank für deinen Resub. Dankeschön. 9 Monate. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Es ist ein Mädchen. Ach ja. Was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, zu HOB'S Barrow wollte ich was gucken, ne? Das ist aber durchaus bezahlbar. Es kostet 12,50 €. Also, ich glaube, das ist es auf jeden Fall wert. Mal gucken, wie langsam wir sind. Ich hoffe, wir sind nicht so langsam im Spiel wie in Black Mirror. Das wäre kontraproduktiv. Ich bin nicht auf dem Kanal ein bisschen lahm. Hast du The Yellow King RPG gesehen? Der Name sagt mir was, aber nee. Muss mal nachgucken. Nee, habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nichts von gehört. Sieht interessant aus. Was haben wir da? Action MMO, Indie, Abenteuer, Rollenspiel. Ist das von euch? The King in Yellow war ein Buch von Lovecraft. Ah, okay. Das Problem ist, ich habe vor einiger Zeit, als wir das Spiel gespielt haben, wie hieß das? The Last Door, den ersten Teil. Den zweiten habe ich auch schon gekauft, so ist es nicht. Da ging es ja auch um Lovecraft, mehr oder weniger. Und danach hatte ich mir die gesamte Sammlung von Lovecraft gekauft. Die nie ankam. Und dann habe ich mein Geld wieder bekommen. Aber das Buch habe ich bis heute nicht. Wäre das angekommen, hätte ich es gelesen, dann hätte ich jetzt auch The King in Yellow gekannt, leider. Du bist doch im Black Mirror schnell. Ich war damals sehr langsam. Ernsthaft? Wir sind in 6 Stunden gerade mal in Kapitel 2 angekommen. Das habe ich jetzt irgendwie für arschlangsam gehalten. Ja nun. Das klingt doch gut, dass ich nicht ganz so dumm bin. Oder ganz so langsam. Mit Dummheit hat das nichts zu tun. Und ja, ich bekomme viele solcher Sätze zu hören, mache ja eine Ausbildung zur Pflegefachkraft, wo auch schon diverse Sätze wie „Aber dann sind Sie ja nur eine Fachkraft und keine Schwester." Hä? Du kennst doch die Hörbuch-Channel auf YouTube. Lovecraft ist auch furchtbar selbst zu lesen. Echt? Inwiefern ist es denn dann besser, sich das anzuhören? Es ist doch der gleiche Text, oder? Kaum bist du hier, schreibe ich mir dauernd irgendwelche Sachen auf. Ich schreibe mir sonst nie irgendwas auf.
Problem ist, YouTube ätzt halt, ne? Also im Sinne von, du musst YouTube halt auch offen haben. Wenn du jetzt unterwegs bist und da was hören willst, ne? Weil ein Scheiß habe ich Geld für YouTube Premium. Es ist ein gesprochener Sprachstyle. Ah, okay, also ein bisschen umgangssprachlicher. Lovecraft habe ich nie wirklich kapiert. Das ist okay. Ich glaube, Lovecraft hat sich selber nicht kapiert. Lovecraft war ein durchaus gestörter Mann, ne? Ich habe mir mal die Biografie von dem durchgelesen. Als wir The Last Door gespielt haben, hat mich das halt alles ein bisschen interessiert, ne? Von Hölzgen auf Stöcksken, ihr kennt das. Und ja, der hat zwar coole Geschichten geschrieben, aber es hat halt schon einen Sinn, oder es hat einen Grund, warum die Geschichten sehr wir sind. Weil ich glaube, in seinem Kopf war auch alles sehr wir. Vielleicht willst du ja mal Pen and Paper spielen. Pen and Papers oder Pen and Paper allgemein? Geht's einfach nur um PNP Lovecraft-Style? Oder ist Pen and Papers mit S hinten dran noch ein spezielles Spiel? Ich habe keine Ahnung. Wer Lovecraft versteht, ist bereits auf der anderen Seite. Ist so, ne? Hallo Schuldige. Ist einfach so. Wenn du 23 Jahre das Haus nicht verlässt, sind deine Gedanken auch wir. Ja, ja, genau, eben. Der hatte ja, glaube ich, auch so viele Gebrechen, ne? Ich glaube, sowohl physischer als auch psychischer Natur. Sherlock Holmes Chronicles ist aber super. Ist das, was jetzt sogar mit Lovecraft rauskommt? Airanger hatte mir nämlich ein Sherlock-Spiel geschenkt. Allerdings nicht das, aber ich glaube, die machen ja gerade eins, ne? Sherlock. Genau, ich habe nämlich Sherlock Holmes Chapter 1. Ne, jetzt habe ich auf der Wunschliste, das habe ich gar nicht. Ich lüge. Ich habe Sherlock Holmes The Devil's Daughter und Crimes and Punishment. Und die sind ja gerade auch dabei, Neues zu entwickeln. Ist das The Awakened? Nein. Nee, das ist alt. Das muss doch irgendwo stehen. Das war nämlich ziemlich cool. Vielleicht sehe ich das, wenn ich draufklicke. Ah, das sind die Hörbücher. Ah. Kinder, das war mir nicht fertig, ey. Was soll ich denn alles nachgucken? Nein, finde ich voll gut. Sherlock Holmes Chronicles. Hallo Artis, warst du artig? Das wird doch sonst immer angezeigt. Warum? Doch, da, genau. Toll, die geben mir das Bild, aber nicht den Titel. Ey, Leute, ich will das nämlich jetzt wissen. Nee, du? Das ist eine Frage. Ich will kein Franchise-Sale. Ich will wissen, wie das scheiß Spiel heißt. Doch, das heißt Awakened. Ist das dann nur ein Remake? Nein. Aber in Steam steht Sherlock Holmes The Awakened für 2008. Aber es kann ja nicht sein, wenn das jetzt erst rauskommt. Hm? Ich bin wieder top informiert. Aber auf jeden Fall ist das mit Cthulhu. Basically. Und tut mir leid, aber Sherlock Holmes und Cthulhu, hell yes. Das werde ich hart gucken oder hart spielen, wer auch immer. Aber mir rennt die Zeit davon. Diese Spiele gehen natürlich auch alle ein paar Stündchen. Muss ich mal irgendwie mal wishlisten oder so. Hör auf Toni Moni, hör, was sie sagen. Mother knows best. Don't use asbest. Sherlock Awakened. So. Ah, nee, das ist ein anderes. Es gibt Sherlock Holmes The Awakened von 2008 und es gibt Sherlock Holmes The Awakened von 2023 nächstes Jahr. Ah, okay. Erlebe ein nervenaufreibendes Abenteuer im Lovecraftschen Stil, das mit moderner Grafik und zeitgemäßem Gameplay von Grund auf neu entwickelt wurde. Es ist ein Remake. Wunschliste. Oh, das wird so geil. Oh, da habe ich richtig Bock drauf. Können wir das nächsten Oktober spielen? Ich hoffe, es kommt nicht so weit vorher raus. Das wäre richtig gut. Mega. Geh mal einkaufen, dann sehen wir uns. Ja, kein Stress. Hat's mehr als da gedacht und weil du gerade viel aufschreibst. Ja, ich notiere mir alles, wenn es irgendwo Sinn macht. Entschuldigt. Das ist so ein bisschen die... es ist nicht die Con-Grippe, die ich mitgebracht habe von der Konichi, aber so ein bisschen... So eine leicht laufende Nase und so leicht kratzenden Hals, das ist halt Minimum, was man davon mitkriegt, ne?
Auf Spotify kommen regelmäßig die neuen Sherlock Holmes Chronicles Folgen raus. Oh, wie geil. Voll gut. Werde ich auf jeden Fall reingucken. Was ist euch eigentlich so euer Lieblings-Horror-Game? Wir spielen ja jetzt so ein paar verschiedene Sachen. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was wir eigentlich gespielt haben bisher. Ich glaube, wir haben halt drüben bei Dedelic haben wir Black Mirror angefangen. Da spielen wir auch weiter. Hier auf dem Kanal hatten wir Inside the Backrooms, wo ich gestern, oh mein Gott, ich habe gestern noch diese Found-Footage-Sachen auf YouTube dazu geguckt. Alter! Hardcore. Oh, ist das, was Audible mir ständig schreibt, von wegen Neues von Arthur Conan Doyle? Ach, wenn es gut ist, ist egal. Boah, meine Haare wollen nicht so, wie ich will. Würde daran liegen, dass ich aktuell ungefähr die Hälfte meiner Haare verliere. Und das alles dementsprechend richtig scheiße aussieht an mir. Und ein bisschen belastend ist. Also vom Artstyle definitiv Martha is Dead. Das Sherlock-Ding, was ich jetzt von der Wishlist ist, und komme ich da noch hin zurück? Ja. Ja, ich glaube, es ist noch ein bisschen geiler als Martha is Dead. Und ja, aber ich hoffe, es funktioniert besser als Martha is Dead. Martha is Dead haben wir ja, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, von der lieben Castilla geschenkt bekommen gehabt. Und auch gespielt hier, aber mein PC hat das Spiel sehr gehasst. Irgendwie war das so ein bisschen Dia-Show teilweise. Obwohl mein PC gar kein Problem damit hatte. Close to the Sun? Was ist damit? Was ist das? Brauche Kontext. Song of Horror. Achso, ja, ich habe nach euren Lieblingsspielen gefragt. Ich bin dumm, Entschuldigung. Ich habe momentan eine Aufnahmekapazität von 3 Sekunden oder so. Tut mir leid. Ja, ich bin ein bisschen doof heute. Song of Horror. Sieht ja auch nett aus. Survival Horror. Oh ja. Ui. Sehr hübsch. Nicht unbedingt das, was ich jetzt auf die Wishlist packen würde für mich, weil ich glaube, ich würde mich einfach einpissen. Aber sieht gut aus. Überleben mit starrer Kamera. Mit starrer Kamera ist natürlich eigentlich ganz nice. Ne? Dann kann man sich selber nicht im Weg stehen. Also mit schlechter Kameraführung und so. Das ist ganz nice. Ja, ich habe dich gezwungen, das zu spielen. Es ist okay, dass du mich gezwungen hast. Es ist völlig in Ordnung. Es war ein gutes Spiel. Ich wusste nur nicht, ob ich es halt vorspielen möchte, so ohne... Ja, sieht schon gut aus. Song of Horror. Fear the Presence. Ja, vielleicht wishliste ich das doch mal. Schaffe ich jetzt diesen Oktober definitiv nicht mehr. Aber sieht cool aus. Ey, eigentlich darf man mir von meiner Wishlist gar nichts schenken, ey. Da sind irgendwie 3000 Spiele drauf. Und nur die Hälfte ist hat irgendwie irgendeine Art von Priorität. Deine Kamera sieht ja auch schlecht aus. Kaum Farben hier. Ja. Komisch. Da muss ich wohl mal die Einstellungen verbessern, wa? Was ist das andere? Close to the Sun. Ich merke schon, ich spiele wenig Horror ansonsten. Aber da kenne ich das Emblem. Ich wusste gar nicht, dass es... Da steht einfach nicht mal Horror. Da steht Abenteuer, Indie, Blut und Verstümmelung, Gewalt. What the fuck? Was ist das für ein Spiel? Es gibt mir total harten Bioshock-Vibe. Nee, du, Einstellung mache ich nicht, wenn ich live bin. Ich glaube spätestens im November ist die Farbe der Kamera wieder normal. Wo ich einfach auf der Toilette saß und du bei Martha is Dead einmal meine Hilfe wolltest. Ja, ich weiß, da kamen wir irgendwo ins Gebäude nicht rein oder so, ne? Close to the Sun sieht echt gut aus. Also es hat aber diesen starken Bioshock-Vibe. Es ist First Person. Und es hat halt alles dieses... Also die Umgebung, ne? Es ist alles so metallisch und clean. Also bis auf Blut und Gedärme ist es sehr clean. In 2 bis 3 Tagen schaue ich mir Plague Tale Requiem an. Oh, nice. Ich habe Plague Tale immer noch nicht gespielt. Ich hatte es installiert, als ich noch den Game Pass hatte.
Aber ich habe es dann in der Zeit, in der ich den Game Pass hatte, nicht gespielt. Und dann ist es ja auch wieder weg, ne? Man kann ja leider nicht Sachen horten und dann kündigen. Das funktioniert dann nicht so gut. Uff. Größtenteils positive. Ich weiß nicht, was wäre denn mein Lieblings... Hallo Elotrix! Was wäre denn mein Lieblings-Horrorspiel? Keine Ahnung. Da ich eigentlich keine Horrorspiele spiele, außer Hamilton im Oktober, wenn ich einfach so hart Bock drauf habe. Ja, das ist Steampunk-mäßige, genau. Wie gesagt, es gibt mal halt richtig harte Bioshock-Vibes. Vor allen Dingen von Rapture. Also nicht Bioshock Infinite, sondern Bioshock 1 und 2. Hauptsächlich bei Grim Tales. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß weder, ob ich das als normales Horror-Game zählen würde, noch als Favorit. Ich weiß nicht. Schön, dass das Erste, was ich lese, ist billiger Abklatsch von Bioshock. Okay, ich bin nicht die Einzige, die zumindest Bioshock darin sieht. Being chased by enemies is trial and error. Das ist sehr gemischte Rezension auf jeden Fall. Aber interessant, dass es euer Lieblingsgame ist. Ich wünschte, es gäbe endlich mehr Listen auf Steam. Dass man eine Wunschliste hat, auf die Leute zugreifen können, im Sinne von, davon können sie die Sachen kaufen. Ne, gerade für Geburtstage, sehr praktisch. Nur zu Weihnachten oder so. Und eine Liste, wo ich mir nur Sachen drauf merke. Gott, Steam, bitte. Please. Gib uns mehrere Listen wie bei Amazon. Naja, habe auch erstmal die PC-Version von Uncharted Legacy of Thieves Collection vorbestellt. Ich glaube, ich habe diese Uncharted irgendwas Collection mit PlayStation. Ich glaube, die war irgendwann gratis. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt die Legacy of Thieves Collection ist. Ich weiß nur, es sind mehrere Uncharted Games. Die ich aber auch noch nie gespielt habe. Damit kann man den Dark Mode an- und ausschalten. Nee, bei Twitch. Hä? Was? Wieso? Hä? Also, ich bin ja gar nicht bei Twitch gerade. Also ich bin für euch live, ne? Aber Twitch habe ich gar nicht offen und Twitch ist sowieso im Dark Mode bei mir. Ich weiß ja nicht, Leute, die Sachen nicht im Dark Mode haben, sind mir sehr suspekt. Was ist denn das für ein komisches Glucker hier schon wieder? Was ist denn das hier für Musik? Underwater. Ja, Underwater ist scary, aber klingt nicht so gut. Dann müssen alle Leute nur ein Pipi. Uncharted habe ich auch auf der Wunschliste. Eigentlich wollte ich jetzt für die PS4, aber ich könnte es auf dem Steam Deck spielen. Ach ja, Chiara mit ihrem fancy Steam Deck hier. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass es das Stream Deck und das Steam Deck gibt. Und immer wenn ich für das Stream Deck irgendwie eine Problemlösung suche online, gibt mir Google immer nur für Steam Deck Lösungen. Das macht mich wahnsinnig. Vor allem, wenn man gerade viele Probleme mit dem Stream Deck hat. Close to the Sun geht halt sehr in diese Steampunk-Richtung, aber die Mischung stimmt halt. Action, Horror, Blut stimmt halt. Und der Soundtrack ist mega. Da war noch irgendwas anderes. The Wine. Das kenne ich alles gar nicht, Alter. The Wine. Horror Tales, The Wine. Sehr positiv, okay. Horror, Survival Horror, Psycho-Horror, düster. Schade, dass da nicht komisch, dass da nicht steht Horror, Survival Horror, Psycho-Horror, Happy Clappy. Wow, dass das auch düster ist, habe ich fast gar nicht erwartet. Sehr interessante Bilder in der Übersicht. One of the best horror games I've played in years, okay. Mediterraner Horror. Ja, das ist für mich auch einfach irgendeine so Tomatensauce aus Italien. Das ist für mich auch der mediterrane Horror. Heute habe ich mir auch Teardown gekauft. Ja, die Namensgebung ist schwierig. Ja, durchaus. The Walking Sim, das ist an sich nicht schlimm. Warum sagen Leute immer, das ist voll scheiße, das ist ja nur ein Walking Simulator. Voll geil. Gib mir mehr Walking Simulators. Kann ich mich vernünftig umgucken, finde ich voll gut. Ich meine, die Emotes, die ich gepostet habe, die habe ich gesehen. Aber das macht das nicht wirklich, oder? Oder doch? Wenn ja, ist das cool. Aber irgendwie... Achso, doch, das ist das Dark Mode Emote. Okay. Wie lustig. Habe ich noch eins überlesen gehabt? Nee, ne? Fake Tale hatten wir. Nee, ne? Okay. Gott, ich war gerade so verwirrt. Ich kriege eine Nachricht, Nachrichtensound, blub, 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 blub.
Und du dann so, das Bloppen gerade stört mich etwas. Manchmal ist halt schon gruselig, ne? Wer da alles so zuhört, ne? Mhm. Wir hatten das letztens erst, aber ich weiß nicht mehr womit. Timo und ich haben uns über irgendwas unterhalten. Hat das noch? Wir haben uns irgendwas angeguckt. Online. Keine Ahnung mehr, was leider. Dann haben wir, glaube ich, ein Video von Henno geguckt. Und plötzlich sagt er halt genau was zu dieser einen Sache, die wir gerade geguckt haben. Es war super weird. Ich krieg's nicht mehr hin. Aber ich finde gut, dass ich nicht der Einzige bin, auf dessen Wunschliste zu 2/3. Oh, das ist interessant, das merke ich mir mal als Titel stehen. Das ist normal. Ich würde schätzen, weißt du, wie viele Sachen auf meiner Wunschliste stehen? 160. 160! Und so theoretisch würde ich sagen, 100 bis 130 davon würde ich auch spielen, wenn ich die Zeit hätte. Aber ich habe auch noch 400 Spiele auf Steam. Und die wollen ja auch gespielt werden. Das ist immer sehr schwierig. Deswegen kaufe ich fast immer nur Sachen im Sale auf Steam, weil ich einfach, es mangelt mir einfach nicht an Spielen. Ich würde auch zum Beispiel total gerne jetzt im Oktober noch Pumpkin Jack spielen. Aber das geht irgendwie nur so 4-5 Stunden und das kostet 30 Euro. Und ich weiß nicht. Das ist ein teurer, sehr kurzer Spaß. Da können wir auch Darkroom spielen. Das kostet 2,40 Euro. Weißt du, das ist so... Okay, es ist vielleicht auch nicht ganz so geil. Aber es ist halt ein schönes, beschissenes... Hallo Kamperz! Hallihallo! Willkommen! Horror-Point-and-Click-Adventure. Aber so ein richtig, richtig schlechtes. Also da merkt man dann halt wieder, dass, glaube ich, so Sachen wie hier Grimtales erschreckend gut sind verglichen. Manchmal ein bisschen belastend, wenn man so drüber nachdenkt. Aber jetzt auch nach der Gamescom und so, ey, meine Liste ist endlos. Ich habe jetzt auch Madison auf der Liste, weil das extrem geil aussieht. Auch so ein Spiel, wo ich, glaube ich, ein paar Windeln brauche. Aber der Leo spielt das aktuell oder hat es gerade gespielt. Und es war sehr cool. Du musst dann durch verschiedene Jahre hüpfen. Und in manchen davon wirst du irgendwie gejagt und in manchen nicht. Und du musst Infos sammeln und Beweise oder so. Es sah halt sehr, sehr geil aus. Aber wiederum, mein Gott. Das läuft nicht weg, das Spiel, wie so viele andere auch. Einerseits würde ich auch gerne nochmal Inside the Backrooms spielen. Allerdings, wenn man halt stirbt und so dumm ist wie ich und diese leuchtende Tür nicht findet, mit der man sich dann wiederbelebt, und das dann gerade streamt und man eigentlich gefühlt nur eine Dreiviertelstunde tot durch die Gegend rennt und man ist halt, wenn man auch ein Geist ist in Inside the Backrooms, ist man auch Speedy Gonzales. Du kannst halt nicht langsam laufen. Du düst halt, du flitzt überall hin und meine Motion Sickness got the better of me. Ganz schlimm. Hey Slime, how you doing? Happy October to you too. How are things? Kann ich toppen. 240. Es gibt einfach zu viele gute Games. Ja, ach, ich bräuchte auch nur... Also da kommen auch täglich neue Spiele zu, leider, ne? Dann sind da aber so Sachen bei, zum Beispiel wie The Quarry, was ich echt gerne nochmal spielen möchte. Kostet 60 Euro. Das kaufe ich mir halt nicht mal ebenso, weil ich habe es bei Noah zu Hause schon gespielt. Weißt du, so, ich würde jetzt für den zweiten Playthrough nicht extra nochmal 60 Euro zahlen, weil, selbst wenn ich das Geld hätte, würde ich es, glaube ich, anders verwenden. Ne? Aber, wir werden übrigens auch noch eine Up-Indie-Ecke machen zum Thema Horror. Habe ich geplant. Ich habe hier schon mindestens 4 Spiele, die wir spielen können. Lustigerweise sind diese hier Desktop-Verknüpfungsbildchen, Thumbnails sind ja nicht wirklich, sind ja ein bisschen kleiner noch als Thumb, alles schwarz-weiß. Komisch, warum sind... Und hier auch. Little Nightmares habe ich hier noch, ne? Get Even, Penko Park, Sim, The Past Within, Prim, Fallen, alles schwarz-weiß. Black Mirror, schwarz-weiß. Alle Horrorspiele haben ein schwarz-weißes Bild. Was ist da los? I'm good, just heading out soon. Thought I'd see what's up. Hope everything is good there. Yeah, everything is fine. I just broke my toe like 1.5 weeks ago, which is okay, but, you know, it's kind of annoying. Being around with crutches, but apart from that, I'm good. I hope you too. Aber ich kaufe auch fast nur Sale-Titel, aber auch das ist gefährlich. Ja, eben. Letzten Monat die Mass Effect Trilogie für 20 Euro gekauft
Und dann ein paar Tage später hat man alle 3 Teile durchgezockt und 200 Stunden auf der Uhr. Respekt. Ich versuche gerade... Also ein paar Tage ist aber ein bisschen untertrieben, oder? Nina, mach dir keinen Stress, das Streamen soll dir Spaß machen. Ja, alles gut. Alles gut. Alles gut. Also daran scheitert es nicht. Um Gottes Willen. Es ist nur dieses, ich will jetzt alles spielen. Auf einmal. Wenn du dann 10 Spiele hast und du hast nur Zeit für 3 Spiele, das tut einem so ein bisschen weh im Herzen. Man weiß halt gar nicht, was man als erstes machen soll. Wow, out there. Sudden kitchen doorway jumped in front of me at night. Am 21. Oktober werde ich Gotham Knights spielen und ab dem 28. Oktober Call of Duty, was auch immer, MW2. Ich bin da nicht drin in den Spielen, deswegen weiß ich nie, wofür das steht. Ja, viel Spaß. Wie gesagt, wir spielen heute, ich glaube, Castilia hatte vorhin gefragt, The Excavation of Hobb's Barrow. By the way, that game is in English. So in case Slime wants to stay at some point, the game is entirely in English, I mean. The door jumped in front of you. You should sue. Yeah, I should, right? But, you know, we have to live together. And if I sue the door and the doorway, then, you know, it might be pissed. And then we live in the same flat and it might get awkward. So yeah, the Excavation of Hobb's Barrow is English only. I will try my best to translate in case you need me to. If you don't need me to, that's fine as well. Also ich werde Excavation of Hobb's Barrow gerne übersetzen, soweit es nötig ist. Ich gehe davon aus, dass es eigentlich nicht so schwierig sein dürfte. Aber wir gucken mal, ne? Also ich habe kein Problem damit, wenn ihr dann so sagt, hey, das ist ein bisschen hoch, ich möchte mich eher ausklinken, weil ich verstehe das nicht. Kein Problem. Also ich kann auch übersetzen. Simultan geht auch. Kriegen wir alles hin. Ne? Ist nicht schlimm. Also ich glaube zumindest, dass es nicht keine deutsche Version gibt. That's cool. I'm glad you have a good living situation with door. Well, good might be too much. I'm not sure it's good. I mean, it broke my toe. So, it's, is that already, can it be called domestic violence? If a door actually hurts you? Worum geht es in Excavation of Hobb's Barrow? Ja, ich weiß nicht. Wollen wir mal zusammen gucken? Ich weiß nur, es ist ein Pixel-Horror-Game. Es sieht sehr geil aus. Ich habe es mal kurz gestartet, um mal zu gucken, ob es funktioniert. Das gute Spiel von Dave Gilbert. Beziehungsweise von Widget Eye Games. Und obwohl die Widget Eye Games sind nur die Publisher. Das Spiel wurde eigentlich entwickelt von Cloak and Dagger Games. Ja. Was steht denn da Schönes? The Excavation of Hobb's Barrow is a folk horror narrative-driven adventure. Explore the isolated moors? Fuck. Of rural Victorian England as you uncover the mysteries of Hobb's Barrow. The answers lie in the soil. In der Erde. Ilk. Ich bin mal sehr gespannt. Was sind denn so die Rezensionen? A pixel art folk horror point and click masterpiece, The Mirror. A beautifully dank. Did they mean dank or did they mean dark? I don't know. Damp, gloomy folk horror. And under those constable skies and that endless drizzle, then Hobb's Barrow works a sneaky kind of magic. Ich bin sehr gespannt. I'm sure the door didn't do that on purpose. Ja, das sagen sie alle. Das sagen sie alle. Also, ne, die Tür weiß ja, dass ich da immer hin und her laufe. Ne? Das ist halt schon so, als würdest du sagen, keine Ahnung, die Person ist nicht freiwillig oder nicht absichtlich vors Auto gerannt. Ja, aber dann auf der Straße, da ist halt Verkehr. Ne? Modern Warfare 2. Aha, okay. Meine Verteidigung, ich war 3 Wochen krankgeschrieben, ebenfalls fußtechnisch zur Ablenkung, dann eben zocken, essen, schlafen, repeat. Ja, verständlich. Gerade wenn man krank ist. Ich habe immer das Glück, wenn ich krank bin, bin ich zu krank, um zu zocken. Das hasse ich. Das ist einfach so ätzend. Du bist dann, keine Ahnung,
dann eine Woche krankgeschrieben und denkst du so, boah, geil, dann könntest du ja dies und jenes machen. Aber dann machst du irgendwie die Playstation an oder so und denkst dir nach einer halben Stunde, ich will wieder schlafen. Ich meine, wenn es jetzt was Fußtechnisches ist, dann geht's ja meistens. Aber wenn, dann habe ich bin ja nicht krankgeschrieben wegen des Fußes leider. Ich habe mich einen Tag krank schreiben lassen. Und es sind ja gerade Ferien. Das heißt, ich kann mal wieder meine Ferien nutzen, um gesund zu werden. Wie die letzten Ferien auch, von denen ich ja auch so viel hatte. Ja. Aber als ich zum Beispiel da in Sommerferien mit Corona flach lag, hatte ich auch genug Zeit, aber auch leider Corona. Und dementsprechend konnte ich mich nicht lange auf irgendwas konzentrieren. Wo wir gerade bei Pixel Horror sind, hast du Cathy Rain schon mal gesehen? Cathy Rain? Nee, tatsächlich nicht. Cathy Rain. Director's Cut. Ah ja. Ach, das sieht ja auch cool aus. Ja, es geht in eine ähnliche Richtung, nur dass das hier natürlich jetzt nicht so Folk-Horror ist, sondern was Moderneres. Ja, ach cool. Sehr positiv. Okay, von wann ist das? 21. Ach, das ist ja gerade mal ein Jahr alt. Ist auch so eine Jessica Jones einfach, oder? Cool, so ein 90er-Ding. Okay, Wishlist. Was tut ihr? Ich habe schon wieder einen ganzen Tag. Wow. Ja, ich habe mir halt an einem Montag den Fuß, also den Fuß habe ich ja nicht gebrochen, ich habe mir nur den Zeh gebrochen. Aber da musste ich halt Dienstag zum Röntgen mittags und hätte halt mittags schon arbeiten müssen. Deswegen habe ich mir für den einen Tag eine AU geben lassen. Und dann, ja, Mittwoch, Donnerstag, Freitag hatte ich eh frei wegen Ferien. Ne? Die Schule ist ja da ausgesetzt, logischerweise. Und der nächste Tag, wo ich dann schulextern hätte arbeiten müssen und auch halt nicht Homeoffice, war halt jetzt wieder Dienstag und da war ich halt auch arbeiten, ne? Da macht man halt ein bisschen langsamer als sonst, aber ja. Ich finde es immer schön, wenn Freunde mir dann sagen, nein, du sollst dich ausruhen und das hält nicht so gut, wenn du so viel unterwegs bist. Ja, aber das funktioniert halt alles so nicht mit Arbeit dann, ne? So. Bin so dankbar, ab November habe ich dann endlich wieder mehr Zeit zum Zocken, bis ich dann anfange, meinen ersten Psychothriller zu schreiben. Madame, you what? Castilia, ich bin aroused, curious, also scared. Okay, es wundert mich nicht so, aber trotzdem willst du uns darüber mehr sagen. Castilia möchte einen Psychothriller schreiben. Wie cool. Schreibst du allgemein in deiner Freizeit auch jetzt schon so Geschichten und so? Wie cool. Ich habe einmal angefangen, ein Buch zu schreiben. Ich bin da nicht talentiert für. Ich habe da einfach keine... Also ich hab keine Inspiration. Ich könnte maximal Kurzgeschichten schreiben, aber... meine kreative Ader fließt irgendwie woanders hin. Ich weiß nicht. And Steel Rising ist mir noch zu teuer. Steel Rising, ist auch Game, okay. Ja, einfach mal auf den Sale warten, ne? Man kann ja eh nicht alles auf einmal spielen, ne? Einfach abwarten. Ich habe jetzt auch kürzlich zum Beispiel, das ist auch, glaube ich, immer noch, ich glaube, Little Nightmares 2 ist immer noch richtig stark reduziert. Also für die das interessiert, das Spiel. Little Nightmares 2 ist momentan von 30 Euro runtergesetzt auf unter 10 Euro. Um 67% reduziert. Ja, also, das habe ich jetzt auch jetzt erst gekauft, weil ich mir dachte, geil, billiger wird es nicht werden, ne? Also nicht so schnell zumindest. Ja, aber wie gesagt, also Cathy Rain habe ich mir auf jeden Fall mal auf die Liste gepackt, gucke ich mir an. Kann leider nicht, also dafür ist halt das Wunschspiel halt immer ganz praktisch, ne? Das seht ihr hier, ne, beim Subgoal. Wenn es mal Spiele sind, wo ihr sagt, boah, doch, das musst du spielen, bitte, bitte, bitte. Und ihr wisst ja, wie viele Spiele ich halt so im Durchschnitt schaffe, zeittechnisch. Dann könnt ihr immer hier brav im Discord, gibt es den Reiter Wunschspiel. Könnt ihr immer reinhauen, wenn ihr sagt, von wegen Eckem, wenn das nächste Mal ein Wunschspiel dran ist, dann soll das mit in die Auswahl kommen. Und dann könnt ihr später abstimmen. Da sage ich dann im Discord auch Bescheid. Wir müssen übrigens immer noch Elden Ring anfangen. Ich habe das nicht vergessen, nur aufgeschoben. Wegen Halloween jetzt. Zum Beispiel schreibt der Noah immer wieder rein, ich soll Mortuary Assistant spielen, weil der Noah mich nicht mag. Und ich weiß halt nicht, ob ich das machen soll. Ich habe das Spiel schon bei 2 Creatoren gesehen.
Entschuldigung, ich war nicht schnell genug im Muten. Entschuldigung an alle Headphone-User. Das hat gekribbelt. Also ich habe Mortuary Assistant schon bei 2 Usern, bei 2 Content-Creatern gesehen. Eigentlich weiß ich, was da auf einen zukommt, aber ist nicht ohne das Spiel, ne? Dankeschön, Dankeschön. Ich schreibe, seitdem ich 8 bin. Meine Eltern wollten damals meine 8-teilige Zelda-Fanfiction veröffentlichen. Voll cool. Jetzt sind meine Ohren nass. Nass? Tut mir leid. Dann würde ich mir neue Headphones kaufen. Da sind so coole Sachen schon wieder drin, die ihr da so teilweise reinpostet. Und, ja, die Liste wird halt echt lang. Und ich muss halt Elden Ring noch nachholen, ne? Es läuft ja nicht weg. Das ploppt leider nicht out of existence, egal wie lange ich es ignoriere. Noah möchte auch immer, dass ich Poppy Playtime spiele, aber ich glaube, das hat mir zu viele Jumpscares. Ich kann ja immer noch sagen, natürlich, wenn ihr dann Spiele reinpostet in die Wunschspiele oder Wunschliste da, dass ich sage, nee, sorry, das spiele ich halt einfach nicht. Also im Entferntesten muss ich mich schon danach fühlen, ne? Aber, Poppy Playtime ist halt so, das gibt mir halt zu dolle Vibes, teilweise von dem, was ich gesehen habe, zu Five Nights at Freddy's, so vom, weil es halt auch diese Plüschviecher sind und, ich weiß nicht. Also, hier steht halt auch so, you must stay alive in this horror puzzle adventure. Ja, aber ich würde nicht überleben. Ne? Also, ich käme nicht weit, glaube ich. Das ist eher das Problem. Ja. Vielleicht werde ich das erste Kapitel irgendwann mal anspielen. Das ist gratis. Mal gucken. Ich weiß noch nicht. Das 4D-Headphones, ja, müssen ja. Ich bin von Mortuary Assistant etwas enttäuscht. Dieses Episodenartige mit den unterschiedlichen Enden ist leider nicht meins. Ach, siehste, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ist dann erst die erste Episode gerade draußen? Weil ich habe immer nur, also ich habe nur Zusammenfassung geguckt, muss ich dazu sagen. Und wusste gar nicht, also ich habe mich nicht so viel damit beschäftigt, weil ich alleine bei den Screenshots schon Angst kriege. Ich dachte halt, dass das einfach die Story sei, wie man sie macht und man verbrennt dann den Dämon. Oh, großer Spoiler, der Dämon, ne? Wie auch immer. Und dann wäre das Spiel halt durch. Das hat mehrere Episoden, mehrere Enden. Warum steht das nirgendwo? Bin ich dumm? Nein, es ist ein ganzes Spiel, aber einzelne Fälle. Ah, das fühlt sich irgendwie episodisch an. Ja, man hat unterschiedliche Leichen da auf dem Tisch, ne? Ah, okay. Ja, es sind ja, glaube ich, mehrere Nächte. Ich glaube, du hast irgendwie... Oder ist das alles die gleiche Nacht? Gute Frage. Das weiß ich jetzt gar nicht. Weil ich habe bei Henno und bei Gronk habe ich die Zusammenfassung geguckt. Weil ich auch eigentlich nicht vorhabe, das zu spielen. Mal gucken. Aber ich weiß auch gar nicht, was ich schlimmer finde. Die Leichen auf dem Tisch da zu präparieren. Vor allen Dingen da mit diesem Schussgerät da immer wieder ins Maul zu schießen, finde ich richtig schlimm. So, oh, Zähne und so, ne? Aber auch dieser, ich nenne ihn ja, wie nennen ihn Kevin? Der Dämon da, der Kevin. Der ist halt ein bisschen angsteinflößend, ne? Ich meine, ja, das soll er auch sein, aber uff. Also ich habe in meiner Zeit vor dem Rollstuhl Lost Place Touren gemacht. Oh, und damals Volterra besucht. Und der Psychothriller soll aus der Sicht eines praktizierenden Arztes spielen. Volterra? Achso, dein Psychothriller. Ah, den du schreibst. Entschuldigung. Ja, ich bin heute ein bisschen doof. Und jetzt Leute nur so, nicht nur heute. Schnauze. Eben mehrere Nächte, die sich irgendwie ähnlich anfühlen. Ich hatte auf eine durchgehende Story gehofft. Ja, okay. Uah, jetzt geht automatisch die Screenshots hier weiter und das ist Kevin. Geh weg, Kevin! Muss Mortuary Assistant wieder wegmachen. Ah, schlimm. Das ist schon echt gut designt, ey. Oh, wenn ich sogar in meine Wunschliste gucke, würde ich mir auch wünschen, dass ich eine vernünftige Möglichkeit hätte, die Spiele zu sortieren. Und nicht jedes Spiel anzuklicken und dann die ganze Zeit zu scrollen und es da wieder loszulassen, wo es hinploppen soll. Ey, das ist 2022. Wie kann dieses Interface immer noch so scheiße aussehen?
Was war jetzt schon wieder Song of Horror? Boah, ich habe doch keinen Überblick, ne? Shop. War das das, was ich mir da angeguckt hatte? Ja, ne? Song. Auf. Achso, das war das. Ja, 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 ja. Ich sag ja, Gedächtnis wie so ein Goldfisch einfach. Wir hatten extra ein Goldfisch-Emote damals. Das haben wir theoretisch immer noch, aber ich habe halt mehr Emotes, als ich Platz für Emotes habe. Dementsprechend ist der Goldfisch-Emote erstmal draußen, weil den brauchen wir nicht so häufig. Und ja, ich weiß, warum wir den halt hatten, ne? Weil ich ein bisschen vergesslich bin. Was ploppt da auf? Dann woanders, dann auf dem zweiten Bildschirm, dann auf dem dritten Bildschirm. Ja. Uah. Solange Kevin nicht plötzlich hier hinter mir steht, ist alles in Ordnung. Ey, das wäre schlimm. Das wäre richtig übel. Was habe ich denn? Ich habe mir irgendwo eine Liste gemacht von Sachen, die ich eigentlich spielen wollte diesen Oktober noch. Mit meinen 3000 Zetteln hier. Nein. Ja, ja, der gute Heartbeat. Hi, Kevin. Ihr Dussel. Ich finde für alles gerade Zettel, aber nicht für das, was ich machen wollte. Ordnung ist die halbe Miete. Ist weg. Keine Ahnung. Ich wollte auf jeden Fall spielen. Da muss ich meine Wishlist, glaube ich, mal gucken. Janitor irgendwas. Kevin ist unter dem Tisch vor dir. Oh, das kann gar nicht sein, denn da ist so wenig Platz, der passt da gar nicht rein. Hier Janitor Bleeds. Das hatte mir, glaube ich, auch Noah empfohlen. Das geht, glaube ich, auch nicht so ewig lang. Das wollte ich gerne spielen noch. Das hat halt so ein bisschen so eine Pixel-Grafik auch, aber nicht so ganz krass wie das, was wir gleich spielen. Und ja, es ist so ein richtiges Indie-Game, glaube ich. In so einer Arcade-Halle. Ein bisschen eklig. Sagst du jetzt, mach mich nicht fertig. Ich bin schon froh, dass ich einigermaßen schlafen konnte, denn ich bin jetzt nicht super der Fan von True Crime. Ich bin jetzt nicht so obsessed wie viele Leute mit den ganzen Serial-Killern und so. Aber ich gucke trotzdem ganz gerne diese Sachen auf Netflix. Und ich habe jetzt kürzlich, also ich habe heute Nacht dann die Serie zu Jeffrey Dahmer zu Ende geguckt und die ist extrem scheiße gut gemacht. Und naja, die Sachen, die man da so hört und sieht, hinterlassen halt auch echt ihre Spuren, ne? Die Musik kommt mir bekannt vor. Was ist das? Steht nur Nightmare Circus. Aber das ist doch irgendwas, was man kennt. Woher kennt man das? Kevin kann sich gut verbiegen. Halt die Fresse! Kevin ist echt schlimm. Was war noch auf der Liste? Wie gesagt, also es kommt ja auch mal drauf an, wie lange ich für die Spiele brauche, ne? Wie lange brauche ich für das Spiel heute? Wie lange brauche ich für das Spiel morgen? I don't know. Es gibt halt... Ich würde halt eigentlich auch gerne wieder Phasmo spielen. Wir haben gestern habe ich tatsächlich mit 2 Schülern von mir Phasmophobia gespielt. Die sind mega die Pros einfach. Das ist Hammer. Ne? Das ist irgendwie, wenn die sind 14 oder 15 oder so und die schmeißen dann nur so mit Fachbegriffen um sich und du bist nur so, ich laufe mal hinterher, ne? Kevin, der Schlangenmensch. Und, aber würdest du auch sagen, Noah, dass Dahmer echt gut gemacht ist, die Serie, oder? Vor allem gucke ich mir jetzt gerade noch die Doku dazu an. Das ist eine 3-teilige Doku, die es noch zu dem Fall damals gibt. Und wenn du dir das anguckst, dann merkst du einfach, wie krass gut die das getroffen haben in der Serie. Heftig. The Watcher ist auch eine wahre Story. Unangenehm. Nee, wir haben Phasmo gespielt und das hat sich ja echt ganz stark gewandelt mittlerweile. Und dann haben wir gestern Abend mit den Schlömpels noch eine Runde Phasmo gespielt. Allerdings hatten wir ein bisschen Pech. Wir haben ja die größte Map genommen, weil die neu war für viele. Und der Geist, der hat einfach nichts gemacht. Also der war aggressiv und hat uns gekillt und so. Aber der hat nicht geantwortet. Der hat nicht ins Buch geschrieben. Der hat Dots nicht angezeigt. Der hat keine Fingerabdrücke hinterlassen. Das war so ein richtiger Arschlochgeist, ne? Die ist richtig gut gemacht. Er sieht ihm auch echt ähnlich. Heftig, ne? Und ja, ich habe bestimmt... Also ich hatte mal eine Reihenfolge hier, bis ich dann wieder 3000 Spiele auf die Liste gepackt habe. Seitdem ist die Reihenfolge wieder dahin.
Aber ja. Ich hatte mir irgendwo aufgeschrieben, was ich alles spielen wollte. Aus dem Zettel, der weg ist. Wenn euch übrigens getötet hat er uns, das ist richtig, mich nicht. Doch, mich auch. Stimmt gar nicht, mich hat er auch getötet, der Geist. Stimmt. Wenn euch das übrigens viel zu viel ist mit Horror. Es gibt ja viele Leute, die mögen Horror-Games ja nicht so. Und ich spiele aber fast nur Horror im Oktober. Natürlich nicht diesen krassen Horror. Also ich finde, das ist alles sehr übersichtlich hier auf dem Kanal. Weil ich selber eine Pussy bin diesbezüglich. Der Geist war bestimmt Kevin. Hör auf! Wir spielen auch am Montag wieder drüben bei der Chiara, bei W Badger. Da muss ich noch einen Button für einrichten, Chiara. Du kommst auch noch auf mein Stream Deck. Wenn das wieder vernünftig funktioniert. Da spielen wir dann irgendwas Lustiges. Ne? Also, da Chiara nicht so für Horror ist, gibt es bei Chiara auch keinen Horror. Und bei der Dialekt drüben spielen wir ja nur Black Mirror. Das ist ja auch sehr low-key-Horror nur. Genau, bei der da. Hier die Olle da in Blau. Bei der spielen wir Montag eventuell ein Rhythmusspiel, wenn es funktioniert. Und wenn nicht, haben wir noch ganz viele andere schöne Sachen. Alter! Shadow, warum? Horror gestreamt geht irgendwie, finde ich. Horror alleine ist ja was ganz anderes. Horror alleine könnte ich nicht. Horror, also am besten kann ich Horror gucken, wenn er zusammengeschnitten ist von irgendwem. Zweite Stufe ist, also das ist die einfachste Stufe für mich. Die nächste Stufe ist Horror Let's Play, komplett, mit sämtlicher Spannung. Das allernächste ist Horror komplett durchgespielt live, also kann irgendwie im Zugucken auf Twitch oder so. Das war eigentlich nicht, das war Kevin. Nein. Dann das nächste wäre Horror mit Freunden spielen. Zum Beispiel jetzt Phasmo mit den Schlömpels oder so. Dann das zweitschlimmste ist Kinderlachen. Das zweitschlimmste ist halt hier im Stream alleine Horror zu spielen, aber wenigstens seid ihr ja da. Weißt du, das macht halt schon einen Unterschied. Und das Allerschlimmste ist komplett alleine. Deswegen, was waren das jetzt? 6 Stufen ist halt Horror im Stream alleine spielen mit und für euch. Schon auf Stufe 2. Weißt du, ganz oben. Das ist schon... Reicht. Das wird wieder alles geklippt hier, ey. Also nicht geklippt, sondern gemutet eigentlich. Sollte eigentlich gar nicht mehr drin sein, weil ich damals mal Stress gekriegt habe mit, weiß ich gar nicht, mit YouTube oder so, deswegen. Ich konnte schon das Doctor Who-Spiel kaum. Dabei war das eigentlich so low-bob. Aber ich habe mich gut reingesteigert. Scheiße, das habe ich auch noch. Ich wollte immer Madonna cosplayen dafür. Ich habe das voll vergessen. Oh, zu viele Spiele. Warum kann man bei Steam... Ich weiß, ich reg mich heute nur auf, ne? Aber alles wie immer. Warum habe ich... Ich kann halt meine Spiele in Steam... Ich finde euch alle kacke, ne? Nur mal so als Tipp. Warum kann ich hier zum Beispiel meine Spiele in Steam zum Beispiel unter irgendeinem Hashtag gruppieren? Zum Beispiel habe ich die... Zum Beispiel habe ich die Horror- und Psycho-Horror-Spiele in einer extra Liste. So, ich hätte aber viel lieber noch eine Liste von, hey, Spiele, die ich schon gespielt habe, Spiele, die ich noch nicht gespielt habe. Also das ist halt so unübersichtlich. Jetzt haut aber auch raus, ne? Soll ich mal mit dem Ouija-Board vorbeikommen? Dann rufen dann verlorene Seelen und Dämonen. Nee, ist okay. Du kannst Kategorien anlegen und die so einsortieren. Selber? Ohne dass das... aber ich wusste nur, dass man Kategorien machen kann nach den Hashtags, die in den Spielen drin sind. Dann muss ich mich damit nochmal beschäftigen. Wenn das tatsächlich... Ich dachte, man kann halt nur sagen, hey, mach mal bitte eine Kategorie für die Horror-Games. Und dann nimmt er alle Horror-Games, von denen er sagt, dass das Horror-Games sind. Was übrigens auch nicht immer stimmt. Und dann, ja. Du kannst dir selber einen Namen der Kategorien überlegen und einsortieren. Oh, nice. Ich nehme die Beschwerden zurück, aber es ist trotzdem doof gemacht. So.
Kategorien. So. Kannst du mir? Ich freue mich. Ja, ja, mach dir mal, ne? Aber lass mich da raus. That's at Dead of Night noch auf die Liste oder lass Trailer ansehen zusammen. At Dead of Night. Ich würde sagen, ich weiß, welches es ist, aber das klingt halt wie viele andere Spiele auch, deswegen weiß ich es nicht. Geh in den Shop, Arschloch. Steam. At Dead of Night. Das habe ich schon auf der Wunschliste, wegen dir wahrscheinlich. Was ist das denn? Ach, das ist das mit dem Hotel. Ja, 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 ja. Das hat Markiplier schon gespielt, ja. Habe ich noch nicht geguckt allerdings. Wenn ich wüsste, wie lange das geht, dann können wir das auch spielen. Also nicht heute, aber ich muss immer so ein bisschen darauf achten, ob das irgendwie dann plötzlich 20 Stunden geht. Das sprengt dann immer ein bisschen den Rahmen. Wie lange geht das? How long to beat? At Dead of Night. 7,5 Stunden. Also 2 Streams. Wenn ich nicht ganz so dumm bin. Okay, Rushed sogar 4,5. Okay, Rushed brauchen wir nicht drüber reden. Wir können eher über Leisure hier 11,5 Stunden. Das bin eher ich. Aber schreibe ich mir da auch nochmal auf. At Dead of Night. So. Okay. Hat so ein mittelmäßiges Ranking, aber ich mag, dass das in so einem Hotel spielt. Das finde ich halt mega nice. Sehr, sehr gut. Tja, eigentlich wollte ich jetzt auch mit dem Spiel anfangen. Ich glaube, vielleicht gucken wir uns die One Piece Sachen dann morgen an. Wir sind jetzt zu sehr in dem Horror-Kram drin. Möchte ich uns jetzt gar nicht rausreißen. Oder? Ist okay, ne? Morgen ist auch noch ein Tag. Wir sehen uns morgen auch wieder. Dann können wir dann die One Piece Sachen uns angucken. Übrigens, das ist jetzt auch nicht jetzt so die Welt. Ich habe jetzt 2 Magazine liegen und halt... Und diese Vivre-Card-Sammelgeschichte. Gehen wir weiter. Borderlands Spiel mit Jamie. Ja, ist okay. Tschüss. Liebe Grüße. So. Obwohl, so 5 Minuten brauche ich noch. Ich habe vergessen, die Dinger zu schälen. Weil ich damit warten wollte, bis ich die One Piece Sachen gezeigt habe. Was ich jetzt nicht tue. Ach ja, wie war das mit einmal mit Profis? Ich bin kein gutes Beispiel. Aber dann haben wir ja noch 5 Minuten. In 5 Minuten schaffe ich das. Und dann gehe ich kurz Hände waschen und dann spielen wir los. Ne? Jo. Es ist wieder soweit. Es ist Mandarinenzeit. Und du bist sicher, worauf du dich bei The Dead of Night einlässt, Nina? Nein? Willst du mir irgendwas sagen? Muss ich darüber irgendwas wissen? Oh, die ist ganz weich. Squishy. Wuck, wuck, wuck. Ich könnte einfach... Ich hätte so Bock, einfach diese halbe Mandarine in den Mund zu schieben. Aber das sähe 100% sehr Panne aus. Und ich würde mich verschlucken und husten und... Wir wissen, wie das enden würde. Nö, Grins. Oh Gott. Ich mag das nicht, wenn Castilla sowas schreibt. Das ist schlecht für mich. Das ist schlecht. So. Alles hängt an den Fingern hier. So. Schöne Mischung jetzt. Kommst du denn her? Dankeschön, Abi. Danke für 100 Bits. Wie geht's dir? Ich wollte eigentlich sagen, ich wollte gerade noch drüber reden, über welche Spiele ich noch geplant hatte, aber ich krieg's nicht mehr hin. Und der Zettel ist weg. Ohne Zettel bin ich nichts. Ich schreibe ja die Zettel, weil ich es mir selber nicht merken kann. Wenn der Zettel dann weg ist, ist ungünstig. Das ist so, das ist wie das Pensive in Harry Potter. Ne? Wenn du so deine Erinnerungen in die Glibberbrühe da packst. Wenn die Glibberbrühe dann kaputt ist das halt weg, ne? Und so ist das bei mir mit Zetteln. Ich schreibe es mir ja auf, damit ich es mir nicht merken muss. Ah. Was ist mit Psst? Ach so. Gut, dass diese Sounds heute im Spiel nicht so schlimm sind, glaube ich. Wenn wir da erstmal First Person unterwegs sind irgendwo. Ich glaube, dann wird das hart.
Das wird unschön. Das ist aber eine dicke Schale, Mensch. Fast so dick wie ich. Also die Schale. Wollte nicht sagen, dass ich dick bin. Obwohl, ich bin auf dem besten Weg. Ich kann jetzt auch keinen Sport machen wegen des gebrochenen Zehs. Das ist so doof. Nicht, dass ich sonst viel Sport machen würde. Ich meine, jetzt habe ich wieder eine Ausrede, aber trotzdem. Ich möchte halt eigentlich auch Uta nächstes Jahr cosplayen. Da muss ich noch ein bisschen was für tun. Sonst fühle ich mich nicht wohl. Bleib hier. Weg. Tritt sich fest. Oder rollt sich fest bei dem Stuhl, glaube ich. Ja, ja. Aber warum sind die alle so squishy? Also es ist nicht schlimm, aber es fühlt sich voll komisch an. Fühlt sich einfach irgendwie falsch an. Bleh. Warte, was? Gebrochener Zeh? Ja, ich habe mir Anfang des Monats natürlich direkt am ersten Ferientag den Zeh gebrochen. Seitdem bin ich auf Krücken unterwegs. Beziehungsweise ich war jetzt in Düsseldorf im Kino ohne Krücken. Hab's direkt bereut, weil ich die Treppe halb runtergefallen bin. Wo bin ich gelandet? Auf dem Zeh. Ja, ja. Bist du das 2-Euro-Stück losgeworden? Es ist noch bei mir im Portemonnaie. Es war so lustig. Wir waren halt leider umgeben von sehr vielen dummen Arschlöchern im Kino. Das war so ein richtiger, weiß ich nicht. Es war halt so ein richtiges Bahnhofsklientel im Film. Obwohl wir auf Japanisch geguckt haben. Und da habe ich mich dann auch mit jemandem gezofft, weil der die ganze Zeit rumgeschrien hat. Und dann bin ich aufgestanden und aus dem Kino gegangen. Und ich habe gesehen, auf dem Platz, wo einer der Husos saß, lag ein 2-Euro-Stück. Ich so, geil. Dafür, dass du jetzt so ein Pisser warst, nehme ich mir jetzt dein 2-Euro-Stück. Weil der war ja schon weg, ne? Und ich glaube, 5 Sekunden, nachdem ich das 2-Euro-Stück aufgehoben habe, bin ich die Treppe runtergefallen. Und Timo war nur so, oh mein Gott, leg das 2-Euro-Stück zurück. Es ist verflucht. Aber und dann haben wir halt drüber geblödelt, dass es ist wie bei The Ring, dass du dann dieses verfluchte Objekt hast, was du versuchst immer wieder dem Nächsten anzuhängen. So, hey, das macht 50 Cent, ja hier, nehmen Sie ruhig das 2-Euro-Stück. Ja, Sie kriegen, nein, nehmen Sie ruhig, gar kein Problem. Tschüss. Ach, Nina, soll ich dir schon mal beibringen, wie man Rollstuhl fährt? Wenn das so weitergeht, ja. Oh, hör auf, ey, meine Mutter ist halt auch so talentiert darin. Die hat sich damals über ihre eigenen Füße gestolpert und hat sich das Handgelenk gebrochen. Und weil sie dann schlecht zu Fuß, weil sie dann auch schlecht so unterwegs war, weil man passt ja dann auch ganz anders auf mit dem Handgelenk und so. Und dann ist sie nochmal gestolpert, wenige Wochen später, und hat sich die Hüfte gebrochen. Also, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, befürchte ich. Das ist ein bisschen unangenehm, aber ja. Hoffen wir, dass alles gut heilt und dass jetzt die Tatsache, dass ich da nochmal draufgefallen bin, jetzt nicht wieder alles ruiniert hat. Tut nämlich alles wieder ein bisschen mehr weh. Oh Wunder. Fuß ist auch immer noch blau. Aber mein Gott. Gott sei Dank, also es hört sich mal scheiße an, aber immerhin ist es in den Ferien passiert. Dadurch hatte ich natürlich nicht so viel von den Ferien. Wir wollten auch eigentlich wandern gehen und so. Hat sich erledigt, ne? Und das nächste Mal Zeit zum Wandern gehen wirklich hätten wir dann in den nächsten Ferien. Das sind halt Weihnachtsferien. Das ist halt das Wetter eklig. Und dann halt erst wieder im April oder so. Das ist halt ein bisschen belastend, ne? Weil wir uns eigentlich immer aufs Wandern in den Herbstferien freuen. Weil wir eh schon so wenig hinkriegen. Aber nee. Es reicht schon, dass ich auf der Konichi war, 3 Tage mit Krücke. Aber da konnte ich mich immer gut ausruhen zwischendrin und irgendein Panel gucken. Und das war eigentlich gut. Ah, eigentlich war das gut. So. Der Apfel fällt die Treppe runter. Was mich halt momentan wesentlich mehr belastet, ist mein Haarausfall. Ich habe seit 1,5 Monaten extremen Haarausfall. Und keiner weiß warum. Und jetzt war ich gestern beim Arzt und habe eine Probe nehmen lassen und muss nächste Woche nochmal hin zur Blutabnahme. Und ich hoffe halt, die finden was. Ich hoffe einfach, dass ich Eisenmangel habe oder so eine Scheiße. Oder Schilddrüsenprobleme. Weil nichts wäre schlimmer, als wenn die sagen, wir haben nichts gefunden, wahrscheinlich ist es Stress, was schlecht wäre, denn der Stress wird gerade nicht weniger. Und wenn das so weitergeht, habe ich bald gar keine Haare mehr. Soll ich mich schon mal als private Krankenschwester anbieten? Kann ich, glaube ich, nicht bezahlen. Ich will es loswerden und was Gutes tun. Gib es der Klofrau, Timo, die kann doch auch nichts dafür. Ja, das stimmt.
Und dann kommt noch dazu, dass man auch gar nicht weiß, ob die Klofrauen das überhaupt behalten dürfen. Das ist ja auch manchmal ein ganz schöner Krimi, der dahinter steckt, ne? Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber ja. True. So, ich glaube, ich habe jetzt einigermaßen gepellt. Oder ich kann dir sagen, wie man einen Schwerbehindertenausweis beantragt. Ja, hoffen wir, dass ich es erstmal nicht brauche. Ich muss jetzt auch Ende des Monats die 2,5 Tage da durch Hamburg tungeln. Aber du hast ganz viele Perücken. Ja, schon. Aber ich mag nicht viel an meinem Körper. Die Haare sind eine der wenigen Sachen, die ich an mir mag. Das darf auch gerne so bleiben. Es belastet halt echt schon krass mit dem Haarausfall, wenn man nicht weiß, ob das wieder weggeht, ne? Vor allem, es geht jetzt schon 6 Wochen. Ich habe bestimmt, natürlich kann ich es nur grob schätzen, aber von dem, wenn ich die Haare so in die Hand nehme, so, ne? Weiß ich nicht. Ich sag mal, 25-30% meiner Haare sind schon ausgegangen. Ne? Und das Gute ist, ich habe halt extrem dicke Haare gehabt. Das heißt, man merkt das nicht so. Aber ich merke das. Ne? Und ich glaube, meine Friseurin wird sich wundern, wenn ich da nächste Woche oder übernächste Woche hingehe. Die wird sich auch wundern, was passiert ist. Und ich hoffe, dass das sich wieder gibt. Ne? Auch ohne Tabletten und ohne Spray, was man jeden Tag 2-mal nehmen muss oder so eine Scheiße. Habe ich auch wenig Bock drauf, ne? Deswegen, alles ein bisschen meh diesbezüglich. So. Ich habe fertig gepellt. Alles klebt. Ich gehe kurz Hände waschen. Und dann spielen wir HOB'S Barrow. Frage ist, wie möchtet ihr das gleich haben? Ich glaube, das ist schon Fullscreen, das Spiel. Und ich überlege halt, ob wir halt hier so spielen, dass ich so halb drin bin mit Hintergrund. Oder ob ich mich hier klein in die Ecke packe oder auch mit Greenscreen oder so. Ich weiß nicht. Ach, Kopf hoch, das wird schon. Ja, solange die Haare noch mit dran sind, wenn ich den Kopf hoch mache. Ist hier? Das ist halt schon nice, ne? Das Lustige ist, ich kann sogar den Greenscreen hochziehen, dann haben wir nämlich nur mich und diesen roten Ring und sonst halt Game. Aber ja, okay. Dann machen wir das gleich so. Dann brauche ich den Greenscreen eigentlich nicht unbedingt, es sei denn, ihr besteht drauf. Das ist auch in Ordnung. Fair enough. Gut, dann gebe ich euch kurz ein Frikadellchen. Ich bin in 2-3 Minuten wieder da und dann geht's endlich los mit dem Game. Mit Excavation of Hobbs Barrow. Bis gleich.
So. Da sind wir wieder. Dann hauen wir mal direkt rein, wa? Ah, wir wollen ja auch zu was kommen. Oh, diese 1300 Spiele, die ich schon wieder gekauft habe. Ah, wo ist denn jetzt HOB'S Barrow? Da. So. Ich hoffe, es ballert jetzt nicht so. Ich hoffe. Ich weiß nicht mehr, wie der Sound war. Kann ich überhaupt erstmal raustappen? Ach, wenn ich raustappe, ist der Sound sowieso weg. Also egal. Dann können wir auch erstmal die Musik stoppen. Und mal eben die Kategorie ändern. Excavation. Ich kann tippen. Kann ich tippen? Nicht du? Excavation of HOB'S Barrow. Da ist er doch. So. So nämlich. Okay. Dann gehen wir rüber. Bin ich hier richtig? Ja. Und noch einstellen. Ah, ich komme nicht aus dem Screen raus. Doch, es geht. Nee, geht nicht. Schade. Hat er genommen? Ja, sieht gut aus von der Einstellung her. Okay. Okay. Wir gucken gleich mal vom Sound. Es ist gerade ein bisschen schwierig sagen zu können, ne? Ob was jetzt laut ist oder nicht. Ich mache mal Musik vielleicht ein bisschen leiser. Das kann ich gerade noch nicht abschätzen, wirklich. So. Bin gespannt. So. Willkommen zu The Excavation of HOB'S Barrow. Und ja. Wir fangen einfach... Okay, ich muss leider los. Tut mir leid. Ich wollte sagen, wir fangen an. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Chiara nur so... Tschüss. Okay, jetzt überdecke ich leider gerade die Dame, aber das kriegen wir hin. Ich finde es schön, dass wir dieses Kreuz haben, wirklich dieses Fadenkreuz. Das ist good times, ey. Wenn irgendwas zu sehr stört, wenn ich kameramäßig woanders hin soll, kriegen wir hin, ne? Schauen wir da einfach mal. Wo ich am wenigsten störe. Später. Was haben wir hier? Kann ich nicht angucken? Okay. Ah, Miss Bateman. Welcome back to Ticehurst House. It's been quite some time. Ja? Terrible weather this evening, is it not? Nurse Oh, Bateman yes, has Geoffrey. had enough of me smoking inside. Makes her cough, you see. A bit of rain won't kill me. Stelle ich dann gleich ein. You mustn't be interested in me nattering on. Give my regards to your father. Nurse Blaketon is preparing his supper. You look pale, Miss Bateman. Do head inside. You'll catch your death out here. The Excavation of HOB'S Barrow. Oh, es ist eine Wasserpfeife. Ja, durch den Regen automatisch, ne? Ich mache gleich die Dialoge lauter. Aber noch sind wir quasi in einer Cutscene. Dearest Mother. Also, oh, das muss ich jetzt klicken. Okay, das ist nicht nur eine Cutscene. Okay. Kann I ich hope jetzt this direkt? letter Nein. will reach you. I have spent these past years in torment, trying to piece together what remains of fractured memories. What I am about to recount to you will seem beyond comprehension, but I beg for your patience. Meh. I will endeavour to explain the events that led me to Ticehurst House that night. As far as I can recall, this whole wretched story started with the receipt of a letter
from a Mr. Leonard Shoulder. Kann erstmal gleich die Events vielleicht hoch in die Ecke packen. Die sind unten vielleicht ein bisschen störend, ne? Huch! Das ist mal ein Mascara, du. Cool. The letter brought me to the isolated village of Bewley, deep in the moors. Willkommen im Beffley. No Bewley. station master in sight. I hope the village isn't too far away. I can't recall our exact meeting place. Mr. Shoulder mentioned it in his letter. Oh, okay. Das ist so groß für mich. Left click to walk and interact. Right click to examine. Okay. Das geht sehr gut, weil meine rechte Taste an einer Maus ja gar nicht irgendwie einen Wackelkontakt hat. To access inventory and menu, move your mouse cursor to the top of the screen. Left click on an inventory item to select it and right click to examine it. Once an inventory item is selected, you can right click to deselect it. You can double click on an exit to teleport directly to it. Boah, thank God. The game will occasionally autosave. You can also save anytime via the menu. Okay. Ja, mit Quicksave. Immerhin habe ich ja immer noch von damals, von Majora's Mask, Save- und Load-Sticker auf meinen Tasten. Hat mich nicht davon abgehalten, trotzdem das Falsche zu drücken. Deswegen versuche ich das mal zu umgehen. Denn ich bin dumm. Game saved. Okay. Wie komme ich denn ins Menü? So. Settings. Also Speech kann lauter, hieß es? Kann alles wahrscheinlich da ein bisschen lauter, ne? Gucken mal. Kann ja wieder leiser machen. So. Hauptsache mir ballert's nicht die Ohren weg. So. Okay. Resume. Gut. Ah, sie ist auch relativ... Oh, die ist schön schnell unterwegs. Nice. Kann wir da raus? Nein. If I take the sign, how would the trains know where to stop? Ja, dann gucken wir uns halt an, ne? Wir sind ja nicht so. Bewley. I have great expectations for this barrow. So okay von der Lautstärke? Bewley. Bewley? Bewley. I have great Ja, ja, okay. Mhm. The tracks look quite untarnished. I don't think many trains come through here. Aber der Bass muss ballern. Ja, ja, aber ist so basslastig, das Spiel, ne? Yes, exit, window, door. Okay. The post looks unattended. Hello there. Schöne Stimme. Hello. A door of fine construction. Eine gut gearbeitete Tür. Na, dann ist ja gut. Aber es ist offensichtlich niemand da. So, wenn wir hochgehen mit der Maus, sehen wir unser Inventar. Auch interessant, Menü und To-Do. Was ist denn To-Do? Ah ja, das ist wirklich unser Questlog. Okay. Read Mr. Shoulder to discuss Hobb's Barrow. Read Mr. Shoulder's letter. I've been invited to Bewley by Mr. Leonard Shoulder. Head, Shoulders, Knees and Toes. Knees and Toes. So. Er hat dann auch einen Mr. Head, ist der Bruder, und der Cousin heißt Mr. Toes. Und, Entschuldigung. He proposes an excavation of Hobb's Barrow, a local burial mound. Okay. I can't quite recall the name of our meeting place. It's written in the letter Mr. Shoulder sent me. Okay. Hello there. Gut, ich würde sagen, wir gehen. I ought to read Mr. Shoulder's letter again. I can't recall the name of our meeting place. Okay. Dann haben wir hier den Letter. Ah, hier können wir nur mit interagieren und für Rechtsklick können wir ihn sehen. Wie, du liest mir das nicht vor? Was ist das für ein Service hier? Dear Miss Bateman, I write this letter in the hope of... Das fängt schon gut an. Ich habe keine Ahnung, was du Wort hast. Scheiße, ey. Wer braucht schon ein Englischstudium, ne? Picking? Hiking? I don't know. Your curiosity. I read about your expertise in barrows, and if I understand correctly, you are writing a book on them and the treasures they contain. Für mich ist der Text ein bisschen groß. Ich müsste wesentlich weiter weg sitzen. I live in the village of Bewley, where a most special barrow can be found on the outskirts. It is rectangular in form, es ist rechteckig,
And is certainly tall enough to stand up in. Okay, und groß genug, dass man drin stehen kann. The place is steeped in local legend and there is a rumor of secrets to be found deep within. Ja, ich gucke gleich weiter. Vielleicht muss ich erstmal Sachen nachgucken, denn mein Englisch ist offensichtlich nicht sonderlich gut. Fängt schon gut an. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit fragen, gar kein Problem. Ich will mal nachgucken können, was Barrow überhaupt heißt. Barrow ist die Schubkarre eigentlich. Ah, ein Hügelgrab. Alles klar, Grabhügel. Geht beides. Okay. Grabhügel. Das macht Sinn. Okay. Reizend. Ah. Ja, also vom Sinn her habe ich das schon verstanden, so die Neugier wecken, ne? Aber ich weiß nicht, ob es Peking ist oder wie es ausgesprochen wird. Möchte ich jetzt wissen. Wir wollen ja Sachen lernen. Peak. To peak. Kriege ich Sound? Hallo? Peak. Okay. Peaking. Okay. Gut. Nächste Seite. Wo mache ich weiter? Hier wahrscheinlich, ne? I hope you will not misunderstand me and find this letter intrusive. If you wish to visit Bewley and excavate the barrow, I will be pleased to be your guide. Please send your response to... Es geht direkt wieder weiter. Plow? Is it Plow? And furrow in Bewley. I shall await your letter. Yours respectfully, Mr. Leonard Shoulder. In Grey Ace Attorney mussten wir auch Wörter nachschlagen. Vom Kontext haben wir sie verstanden, aber noch nie vorher gelesen. Ja. Okay. The Plow and Furrow. Ist doch Plow, oder? Scheiße. Ah, Hilfe. Plow? Plowing ist doch, Pflügen. Ah, es ist so eine alte Schreibweise, okay. Ja, das ist auch Plow, okay. Okay. Mhm. Was steht denn noch auf der nächsten Seite, wenn hier schon die Verabschiedung steht? Das ist ein zweiter? Okay, ach, das ist ein zweiter Brief. Dear Miss Bateman, marvelous news. I shall meet you at 8 o'clock in the evening on the 14th of this new month at the Plow and Furrow in Bewley. The inn has fine rooms which you will find adequate for your short stay. When we meet, I shall tell you more of the circumstances surrounding the site which is referred to locally as Hobbs Barrow. It is not located on my own land, but we will have no issue gaining permission to excavate. I wish you a safe journey. Also wir sollen uns diesen bestimmten Grabhügel genauer angucken. Warum auch immer. I must make my way to the Plow and Furrow Inn. Ich musste auch gestern googeln, was to take a rain check heißt. Ah, das ist, wenn was verschoben wird, oder? Oder war das nicht irgendwie so? How'd you like our weather? Was machen sie da I'm unten? quite accustomed to it. Ah, wir können jetzt mit ihr reden, mit der alten Dame. Wir können über das Plow and Furrow Inn reden oder Bewley, die Stadt oder das Dorf. Oder das Nest, I don't know. Und travel. I'm looking for the Plow and Furrow Inn. Do you know where I can find it? Ah, young lady. Leave the station and follow the dry stone wall for around half a mile. You'll come to Bewley. Go straight ahead and you'll find the market square. The inn is t'other side at square. Thank you very much. Mhm. Es ist immer noch so leise. Ach, krass. Das Problem ist, dass, ich glaube, im Game selber, wenn die reden, ist leiser, als wenn die in ihren Gedanken redet. Müssen wir gleich mal schauen. Im Vergleich zu dir jedenfalls. Ja, klar. Ich mach's What can you gleich. tell me about Bewley? Well, it used Es to ist auch be a kaum lauter thriving geworden, das stimmt. village. Not so much now. I don't spend much time there these days. Are you local? Ah, yes, a local I am. A local but I shop don't for live in local the village. people. Where are you travelling to today? That would be none of your business, young lady. Quite. Apologies. I wish you a pleasant journey. Okay, wir machen nochmal lauter. Beach Volume. So. Zoom. Hat das jetzt auch übernommen? I have nothing else to ask for the time being. Ist kaum lauter geworden einfach. Hat er das überhaupt übernommen? Ja. Okay, dann muss ich das Spiel lauter stellen, befürchte ich. Warte. Resume. Da muss ich mal kurz raustappen. Und das Spiel außerhalb lauter stellen. Das muss ich später noch wieder umstellen. Das bin ich später taub.
So, machen wir mal. Ich hoffe, das reicht so. Gut. What brings you to Bewley? I beg your pardon? What brings you to Bewley, miss? Warum hat das jetzt weniger Ausschlag im Discord als vorher? Es ist so viel lauter bei mir. Ist jetzt besser für euch? Oder muss ich im OBS was ändern? Tell the truth, I have nothing to hide. A lie, she looks superstitious. Ach komm, noch haben wir, glaube ich, nicht so viele Sorgen I'm here diesbezüglich. to visit a local landmark, Hobb's Barrow. Hobb's Barrow? Well, I can't say I've heard of it. For what reason? I wish to excavate it. Grave robber, are you? Not at all. I merely have an interest in antiquities. Also Not ich hab much halt- to be found in Bewley, if you ask me. You're better off waiting for the next train back to the city. I'll take my chances. Can't say I didn't warn you. Okay, tschüss, war nett, good That talk. was odd. Also ich habe halt das Spiel lauter gestellt. Im Lautstärkemixer. Wesentlich lauter. Es ballert mir die Ohren jetzt weg. Ist es nicht lauter geworden für euch? Das würde mich ja schon interessieren. Müssen wir ja mal kurz abklären hier, ne? Das soll ja gleich auch... Bringt ja nichts, wenn mir die Ohren weggefetzt werden und für euch ist es leiser als vorher. Ne? Das ist echt leise jetzt im Mixer, im OBS auf jeden Fall. Also mir dröhnt's die Ohren weg. Warte mal. Dann mache ich das mal hier wieder leiser und ich ändere es mal in OBS. Da ein paar Dezibel höher stelle. Das könnte ja reichen. Es hat einfach kaum mehr Ausschlag als vorher. Ich check's nicht. Ich hoffe, wir gucken mal. An der Krähe. Krähen sind immer gute Boten. Happy Clappy. Wollen wir hin? Exit. Haben wir eigentlich... Ja, dankeschön. Wir haben eine Save-Möglichkeit. Bisschen lauter ist es geworden. Echt? Nur ein bisschen? Scheiße. Wir haben die Möglichkeit mit der Leertaste, mit Space, Sachen anzeigen zu lassen, mit denen wir interagieren können. Ja. Nevermore. Ja. So. Wir The old gucken mal. woman told me to go straight ahead to get to the inn. I'll have time to explore tomorrow. Okay. Oh, ein Rotkehlchen. Ein Robin. Was ich nicht anklicken kann. Ja, sollst du das Cross angucken. The cross denotes this as the site of a market, or perhaps a site of traditional religious significance. Quite an ornate construction. This was created with pride and care. Wie ist der Sound? Wir wollen ja am Anfang das auch so einstellen, dass das später dauerhaft okay ist für euch. Ne? Und ich soll auch noch was hören. Also im Sinne von auch nach dem Stream noch was hören. The door has been boarded up. The building looks like a ruin. The building is in a dilapidated state. The cobbler's is closed. A local cobbler. Hier ist Plow and Furrow. I don't wish to disturb the locals. Quite a fine building indeed. The Plough and Furrow. I have a bit of time before Mr. Shoulder arrives. I should inquire about a room. Okay, wir haben noch etwas Zeit. Wir können uns ein Zimmer besorgen. These flowers look pretty. Someone must take good care of them. Ja, mach. The window box is well out of reach. Ja. The sign is well out of reach. Ja, sollst du auch nicht mitnehmen, sollst du angucken. The Plough and Furrow Inn. The inn where I am to meet Mr. Shoulder. So, da keiner mehr was zum Ton schreibt, seid ihr alle entweder jetzt schon taub
Oder weg. The man looks thoroughly inebriated. Mr. Head and Shoulder hier. Hello there. What's the young lady doing out alone in this sodden weather? I'm heading to the plow and farrow. Get out of the way, sir, you're drunk. What are you doing out in this weather? Ja. What are you doing out in this weather? Waiting for you, my dear. I doubt that. And I've waited long enough. So, give us a kiss now, won't you? Oh. 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 Ohne Scheiß, ich wurde gestern dumm angemacht am Bahnhof. Ich hätte ihm richtig gerne eine geballert. Ich kam vom Arzt und ich stand mit der Krücke am Bahnhof. Und da kommt so ein schmieriger Typ zu mir und meint nur so, erst meint er so, gute Besserung. Ich so, okay, danke. Ich finde es super weird, einfach Fremden das zu sagen, ohne mit ihm im Gespräch zu sein. Vor allem nicht beim Arzt, sondern einfach mitten am Bahnhof. Und dann ging der nochmal später mal vorbei und meinte, ja, ich hätte wohl dem Mann im Hause, oder dem Mann zu Hause, zu doll in den Popo getreten. Zwinker-Smiley. Und ich war nur so disgusted einfach. Und der Typ neben mir guckte mich auch nur so an und wir waren beide nur so, oh, ich hasse Menschen. Honor him. It usually works with men. Achso, humor, Entschuldigung, nicht honor. Humor him. Slap him. I have no time for this. Deflect question. Perhaps he's married. Ja, also es kommt nicht gut, wenn du, glaube ich, da ins Dorf kommst und direkt Ohrfeigen verteilst. Wir sind mal zurückhaltend. Wouldn't your wife disapprove? My wife? Bloody hell, my wife! Yes, She'll be see. on the table at this hour, and if I don't get back, she'll be roaring. Until we meet again. What a buffoon. Aha. So, was sagt der Sound, Kinders? Musik zu laut, zu leise, sprechen zu laut, zu I leise? should speak to the innkeeper about a room. Was ist denn dieses Bild? Die ist da oben nackig auf dem Bild, oder? Guck mal. I don't want to take the painting with me. Sollst du ja auch nicht. Du sollst dir das It's a angucken. crudely painted scene that appears to be of a biblical nature. Dachte ich mir schon. Sieht mir dann auch aus wie ein Baum links vielleicht und vielleicht Adam und Eva. I don't know. Gut, erstmal reden wir mit dem Innkeeper. Ich würde jetzt theoretisch nicht anfangen reinzukommen und jeden Dummdödel hier anzuquatschen. Excuse me, sir. Good afternoon. Good afternoon, lass. How can I help you? I am in need of a room for the night. Aye, we aren't short of those. One night, is it? I shall need at least 2 nights, maybe more. Aye, 'tis not a problem. 3 shilling per night. That includes your dinner and tea. A fair price. I'll need that payment up front for the 2 nights. Okay, können wir ihm das so geben? Wir haben Money. Wie viel Money haben wir? I have 6 shillings and 2 pence. My assistant Kenneth is bringing more funds tomorrow. I don't like travelling with too much money on me. Okay, danke dir, Chiara. Wenn doch mal nicht, sagt einfach Bescheid, ja? Ist irgendwie ein bisschen schwierig einzustellen. Ich weiß auch nicht, warum. So Probleme hatten wir bisher noch nicht. Okay. This is payment for the room. Thank you. Can I ask for your name, lass? Thomasina Bateman. And will Mr. Bateman be staying with us tonight? No, Yes, sir, Mr. I am Bateman. not wed. My assistant is arriving in Bewley tomorrow. Your assistant, you say? Will you be needing another room? Please. I'll keep a room spare. It's not quite as nice as yours, I'm afraid. Not a problem, sir. I'm sure it will be adequate. Kenneth is a man of inexpensive taste. Here's your key. Just go through the door to the right of the bar, then up the stairs. Room number 2. Thank you. Can I help you with your luggage? No, thank you, sir. I can manage. I should go upstairs and freshen up before Mr. Shoulder arrives. Wir können ja, wir haben jetzt unseren Roomkey bekommen, können ja doch mal rumgucken A erstmal. fine exemplar of inebriation. Ich habe keine Lust, Inebriation jetzt nachzugucken. Good day, sir. Auch wenn ich schon eine Ahnung habe. Ja, good talk. He's playing a board game by himself. sorry. I think it's Three Men's Morris.
Sorry, wenn ich manchmal was skippe mit der rechten Maustaste. Es ist einfach, dass ich Wackelkontakte in der Maus habe. Good afternoon, sir. Note for you here. I beg your pardon? I said there's note for you here, lass. Be on your way. Good talk. Charming. Ja. They are engaged in an intense discussion. Oh. Ein Frauenzimmer. They are engaged in an Ja, ist okay. Stören wir direkt mal. Hello, miss. What you want? Bugger off. Okay, chill. Didn't do anything, though. The crackling fireplace is more welcoming than the facial expressions of the locals. Okay, ja gut, ich find so einen Kamin auch netter als die ganzen grummeligen Gesichter hier. Kann auch nichts A mitmachen, denke lovely ich mir, ne? place to warm oneself. Sie hat eine echt schöne Stimme. I like her voice. A majestic animal cut down in his prime. The poor thing. Mountain Stag's Head, yeah. A pixie-faced peasant boy painted in a naive style. A colourful work depicting a bashful knight. It is signed N. Hamley. An Ode to Tondbird. Kriege ich gerade eine Errungenschaft. An Ode to Tondbird. I don't know. This painting shows a Rubenesque figure brushing her hair. Quite unusual to see such a sensual work in a room like this. Es ist auch sehr arousing und sehr sexy. Ich kann gar nicht an mir halten. A biblical scene of some kind. An angel is depicted looking longingly to the heavens. Okay, da können wir auch nicht weitergehen. Okay, wir können wahrscheinlich nichts mitnehmen I don't davon, want to ne? take the painting with me. Ja. Ist okay. Gut. Da geht's zum Klo. A dreadful smell is emanating from the WC. I do not need to use the lavatory. Besser ist es vielleicht, ne? The painting depicts a rocky-edged lake. A small bronze plate states the name Lake Cubilius. Dann gehen wir This mal. door must lead to the guest rooms. This shall do nicely. Oh, ist doch ein netter Raum. Time to change into something more comfortable. Damn. Much better. Nice. Das sieht sehr gut aus. An empty bowl has been provided for washing. I don't wish to carry the bowl around with me. Du hättest die ja benutzen können, du olle Futzel. A jug of water for drinking or washing. Kannst du das benutzen? This may come in handy. Achso. Das nimmst du jetzt mit, aber die Schüssel, die ist wieder abwegig, ne? Ja. So, was haben wir denn noch Schönes? Wardrobe. The wardrobe looks old, perhaps 100 years or more in age. Also so wie ich. I've hung my dress inside. Aside from that, the wardrobe is empty. Was ist denn jetzt eigentlich dein Gepäck? Ist hier reingepackt? A sturdy-looking thing, useful to many a weary traveller. I've stored my case in there, a box within a box. Maybe the box is bigger on the inside, who knows? No doubt the mattress is stuffed with itchy straw. Oh, Stroh mit drin, so uff. A decorative plate depicting a goat. Ja, erkenne ich. Definitiv eine Ziege. A painting of surprising quality. It portrays a rocky outcrop overlooking a vast moor. Perhaps a local landmark. My evening light shall be provided by this solitary candlestick. Ja, As das the geht only schon. light source in the room, I ought to leave this here. Warum liegt hier Stroh? Ja, ist echt so. Complementary matches. Useful. Sehr gut. Ah, die können wir mitnehmen, oder? Komm. Complementary matches. Useful. Take them. There's Thank only you. one match left, though. Natürlich. Of A course. decrepit set of drawers. Jammed shut. The wood must have warped over the years. Praktisch. I don't want to take the painting with me. Ja, aber vielleicht kann man die Sachen ja umdrehen. Weißt du, ich bin da so... I do feel tired after the trip, but my meeting with Mr. Shoulder must take priority.
Ich meine, dafür sind wir auch hier, ne? Wir können die Vorhänge nicht zumachen. Die Decke auf dem Schrank ist nicht relevant. Haben wir was übersehen? Wir gucken mal eben. Nein, wir haben alles. Okay. Dann gehen wir mal wieder. Vielleicht ist Mr. Head and Shoulder schon da. So, redet ihr jetzt mit mir? Hey, wie wär's denn mit, wenn dein Ölle mit mir redet? Hallo. Hello, sir. What? I'm waiting here for a man named Leonard Shoulder. Do you know him? I don't. Do you, love? Never heard of him. There you have it. Now Never clear heard of off. him. Ah, du bist neu. A curmudgeonly-looking old fellow. He's new. Hello, sir. Right. Do you know a Mr. Leonard Shoulder? You're not local. You've come on that bloody train, haven't you? Bewley's going to dogs. Ja, freut mich, Sie kennenzulernen. I guess. Schönes Dorf haben Sie hier. Mhm. My name is Thomasina Bateman, and you are... None of your business, lass. Where's your husband? None of your business, sir. Ah! You're brave coming in here, all on your own. I'm a grown woman. I'm Cyril. It's a pleasure to make your acquaintance, Cyril. Pleasure. Jeroszku. Do you know Mr. Shoulder? That be none of your business, lass. I don't come to your city poking around asking questions, do I? Man just wants to enjoy his ale in peace. Bin mir sicher, dass du noch nie in irgendeinem anderen Dorf warst, du Lokalpatriot. I take it you are not enamored with the railway station. Bewley's gonna be swarming with outsiders, like you. We don't want you coming here. It's as simple as that, lass. Why not? This is our town, our land. I assure you, I am not here to cause trouble. We'll see about that, won't we? Und deswegen ist der Stammbaum hier auch ein Kreis. What can you tell me about Bewley? We're a proud community. Mhm. I've lived here my whole life. Ja, merke ich Not much sofort. here to interest folks like you. Folks like me. Aye. Bye for now. Ta-ra, lass. Was ein Arsch. So. Ah, what lovely folks. I don't even know who to talk to. Sir, Miss Bateman, you've transformed. I I just feel changed. far more comfortable in my outdoor clothing. You look like one of those explorers you see in the newspaper. I guess you could call me an explorer of sorts. I'm Stanley. Stanley Kemp. I like Pleasure Stanley. to meet you, Stanley. And tell me, I trust your room is adequate. Most adequate. Excellent. Den mag ich, den mag ich. Der ist nicht so ein dummer Arsch. Tell me about yourself, Mr. Kemp. Well, I've been the proprietor of this inn for the last 16 years. I worked as a drover all over the country in my younger days. Saved up my coin and bought this place. It's a fine inn. Thank you. I often run short of ale, but my rooms are rarely full. We don't get many outsiders wanting to stay overnight here in Bewley. Komisch, warum nur? Vielleicht, weil Outsiders immer direkt wieder weggescheucht werden. I'm looking for a man named Leonard Shoulder. I'm looking for a man named Leonard Shoulder. Aye, I know the man. I'm to meet him here tonight. Can I get you something to drink while you wait? Not yet, thank you. What can you tell me about Mr. Shoulder? Aye, he's a quiet fellow. He only comes here to check his post. Yes, I've been corresponding with him using this address. Have you now? You found yourself an admirer. Not quite. What business do you have with old Leonard, then? Tell the truth, I have nothing to hide. Lie. Can he be trusted? Problem ist, we don't... Ah, jetzt bin ich schon wieder komplett im Englischen. Problem ist, wir wissen nicht genau, was unsere Aufgabe hier ist. Und inwiefern das problematisch ist, wenn Leute das wissen halt, ne? Aber ich finde, sie ist recht forsch. Und, hau Well, raus. if you must know, I am what some people call a barrow digger. A what? A barrow digger. What in God's name is that? Are you familiar with tumuli? Afraid not. Barrow is another word for tumulus, or tumuli in the plural. A profoundly interesting subject.
You've lost me. I excavate ancient burial sites looking for relics. A barrow is traditionally a circular mound of raised earth enclosing a burial chamber. Oh, aye. You're a grave robber. I'm not a grave robber. I'm no such thing. Don't worry, lass. I've met all sorts in here over the years. I won't tell anyone. Na, immerhin. I assure you, my goal is more noble than petty grave robbery. What sort of relics do you find, then? Gold? Silver? Bones? Well, rarely gold or silver, but treasures certainly. Ancient pottery is the most common find. I've been excavating barrows all over the country. I'm documenting my findings in preparation for my book. It shall be called Vestiges of the Antiquities in Rural England. Oh, aye. Very interesting. But what does old Leonard have to do with this? He sent me a letter in which he told me about an unusual barrow in Bewley, a site called HOB'S Barrow. I'm meeting him here this evening to find out more. I've lived here nigh on my whole life, and I've heard naught about a HOB'S Barrow. Tja, dann weiß ich halt mehr als du, Kollege. Are you sure you've never heard of HOB'S Barrow? Not in my life, lass, but I'll tell you something. The moors stretch further than the eyes can see once you leave this village. There's no doubt many a discovery to be made. Mr. Shoulder said the barrow is well known locally, a place of legend. I'm afraid you're going to have to speak to him about it. Vielleicht wollen die Why Leute are auch nicht you drüber interested reden. in digging around in the dirt, lass? None Haven't of you your better business. things to do with your time? I enjoy nothing more than the thrill of discovery, uncovering the past and piecing together our history. I inherited this passion from my father. Oh, a Digging. barrow digger too, Sorry. eh? Indeed. Thimbleweed Park coming He through. would take me with him on excavations as a child. Does he still come with you now, on your own adventures? I'm afraid my father's been bedbound by illness for many years. Oh, I am sorry to hear that, lass. Thank you, Mr. Kemp. He is well looked after at a private hospital. Also bisher mag ich ihn. Ich weiß nicht, ob er wirklich die Wahrheit sagt. Bezüglich, dass er HOB'S Barrow nicht kennt. Aber, naja. Es ist immer so ein bisschen schwierig. In so ganz kleinen Dörfern halten oft die Leute sehr doll zusammen, ne? Schwierig. What can you tell me about Bewley? Aye, it's a quiet place. People keep to themselves, work hard. I look forward to exploring the village tomorrow. There's not a lot to see, lass. But St. Edmund's Church is a fine building, worth a visit. Thanks for your time. As you were. Mr. Shoulder should really be here by now. I'll sit down and wait. Vielleicht auch den Namen nicht, sondern nur unter einem anderen Namen. Vielleicht, ja. Wenn ihr eigentlich möchtet, dass ich in Deutsch oder Englisch halt die Sachen kommentiere, lasst mir es einfach wissen, ne? What a waste of time this is turning out to be. Na, der sieht ja nicht so prall aus. Auch nicht der schon You wieder. again. I just wanted to apologise for earlier. Ja, ist okay, I ist got okay, ist okay. home, had my tea, but it gave me an aching belly. How so? I felt bad for how I spoke to you. I'm sorry. The drink gets a hold of me sometimes. Merke ich gar nicht. Let's start again, shall we? My name is Arthur Tillett. Thomasina Bateman. What brings you to Bewley, anyway? I'm here to meet someone, but he has not arrived. His loss, if you ask me. Perhaps you know the gentleman, Mr. Leonard Shoulder. Oh, I know Mr. Shoulder all right. If I may be so bold as to say, he's a bit long in the tooth for you. The relationship is not what you're implying. I've never met him. In fact, I know very little about him at all. Get me an ale and I'll tell you all about the old sod. I guess. One ale coming right up. You might have some useful information. I really don't think you need another. The man is a liability. Must I really buy you a drink for this information? The cheek of some people. Hat er auch schon gut gebechert eigentlich, ne? Außerdem hat er uns dumm angemacht. Ich finde, he owes us. He owes us. Must I really buy you a drink for this information? Please, Are you No. sure it's wise to have another? please. Don't you want to hear about old Leonard Shoulder? Well, then just You tell me drive about a him. hard bargain, Mr. Tillett. As you wish. Thank you very much, Miss Bateman. He doesn't deserve an ale. He acted
quite a kommt. Excuse me, Mr. Camp. How can I help you? A tankard of your finest ale, Mr. Kemp. Nein, der soll Pisse trinken. Nicht feines Ale. Give him piss. Piss with ink. There we are. 2 pence, please. Thank you. Wir pleite, oder? This was the last of my money. Yep. Kenneth will be here tomorrow We're with more broke. funds. Ich meine, 2 Pence hätten uns jetzt auch nicht so weit gebracht, wenn das nur ein Bier gibt, ne? Aber gibt schon mal kein Bier für uns dann mehr. Was ist das eigentlich? Matchbox? Achso, Matchbox, Jug of Water, Room Key, Handkerchief. Hier, hast du deinen Scheiß, ey. Ups, Entschuldigung, voll ins Here Gesicht. you are, Arthur. Thanking you. Oh, that hits the spot, that does, lass. Now then. Hick. Old Len. Leonard Shaw. Ja, war klar. Useful. Mr. Tillett? Oh, for heaven's sake. The man is in a drunken stupor. Yeah, I guess let him be. Irish coffee. Oh, yes, an Irish coffee. Oh, or some Bailey's coffee? Mmm. Mr. Tillett? He's not Yeah. dead. Just very drunk. I would still like to hear what he has to say about Mr. Shoulder. Ist da Wasser drin? A jug of simple form. It is half filled with lukewarm water. I mean... Look, oh my god. Good morning. What the hell were that for? You Welcome passed back. out, Mr. Tillett. Oh, sorry, lass. Where were I? Leonard Shoulder. Yes. Hold on another minute. I'm making for a piss. This man is unbelievable. He's a man. One of many. Yes, I know, hashtag not all men, but still. It feels like an hour has passed. Perhaps I should go in there and check on him. Was der nicht wieder schmeckt, trinke er Met oder Schwarzbier. Ah, okay. Trinke ich zum Beispiel beides kaum. Irish Coffee ist das nicht mit Ist das mit Whisky oder mit Rum? Müsste ich jetzt tatsächlich nachgucken. Ob das ein Schuss Whisky oder ein Schuss Rum ist im Kaffee. Das ist ganz geil, aber ich mag Baileys lieber, weil es noch dieses Cremige hat vom Likör. Aber naja, wie oft trinke ich sowas? Alle 3 Jahre oder so, ne? Miss Bateman? Ja, ich will nur klopfen. My Knock, knock. apologies. The ladies are closed due to faulty plumbing. You'll Ja, have to ich- use the gents. Ja, okay, das ist ja nicht schlimm. Lovely. Mr. Tillett? What a lovely restroom. Okay. The mirror is coated in a thick layer of grime. Some excavations are best left to others. The water looks highly questionable. I ought to keep my hands out of it. Oh dear. The water is brown, quite ghastly. Oh, muss ich schnell ein Bild machen. Das gibt $10 bei Phasmophobia. The mirror is coated in a Ja, das hatten wir schon. Okay. I would rather not get any closer. The smell of urine is nauseating. Yep. These look modern. I'm surprised. Mr. Tillett? Mr. Tillett, are you in there? Okay. Nein. Mr. Tillett, are you in there? Oh, cutie cat. Oh. Oh, you're not Mr. Tillett. I like the cat much better than Mr. Tillett. The mangy thing is fast asleep. I'd rather not touch it. The thing stinks to high heaven. Das gute alte Ammoniak. Window? I can see it's still raining out there.
I can't reach the window from down here. Okay, also der ist gar nicht pissen gegangen. Der Pisser. Also Zutaten kann ich so circa. Ich bin bis jetzt noch nie in einer Bar oder Pub gewesen, wo es am besten passen könnte, es zu trinken. Ich brauche beim Getränk auch die jeweilige Umgebung. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich habe so Bock auf den Pub, ne? Oh. I'm going to London in December again, so... The door opens a crack, but appears to be blocked from the other side. Wo ist der hin? I think I can hear someone moving around. Mr. Tillett? Arthur, are you out there? Judging from the draft coming from below, this door must lead outside. I should investigate further. A cold draft is leaking in from under the door. This leads outside. The door is blocked from the out. Okay. Der dumme Pisser. Ich glaub's. Excuse me, sir. Hello, I'm talking to you. Sir? The old man has disappeared into the darkness. I'd best turn back to the inn. Okay. Into the Night, Errungenschaft freigeschaltet. Okay. Voll normal. Passiert mir jeden Tag. Normales Verhalten. Let's go through the alley. This is a glove? A glove. A pearly white gent's glove. It's certainly unlike anything Mr. Tillett was wearing. True. Seems rather out of place here. Peculiar. Oh, ich möchte auch mal wieder nach Irland. Irland fehlt mir sehr. I suspect the barrels are empty. Otherwise the locals will be rolling them into their cellars. Sturdy looking barrels. No doubt used to store ale. Someone has wedged the door shut. Mr. Tillett. Why would he have done that? Did Mr. Tillett leave, then block the door behind him? What for, Something though? strange is going on here. Vor allem hat er doch angeboten, über den Shoulder zu reden. Am Dezember, wenn du Urlaub machst, habe ich meine schriftlichen Prüfungen. Ich bin auch nur 1,5 Tage da. Wir fliegen nur rüber für ein Theaterstück und sind am nächsten Tag schon wieder da, leider. Ist nicht wirklich ein Urlaub. Ist ein kleiner Ausflug. Ein sehr weiter Ausflug. Wir gehen halt in Good mit David Tennant. Dementsprechend, das gibt's halt leider nur dort. The window is well out of reach. A warm glow permeates from within, making me feel somewhat cold and damp. I could tether a horse here if I had one. Ah, okay. Hitching The post. post has been embellished with a fine bronze bust of a horse. I could tether a horse. The post... A warm glow... It's the small window to the lavatories. Surely Mr. Tillett could not have squeezed through that gap? Nee. Okay. Curiouser and curiouser. I like the music and the mist. I don't wish to disturb the locals. Knock, knock. Who's there? Doctor. Doctor Who? Yeah, right. Da ist noch Licht The an. cobbler's is closed. And there's someone in there. I shouldn't wander too far. Mr. Shoulder may still show up and I don't wish to miss him. True. This Card. must belong to someone. I should leave it alone. Perhaps this belongs to a merchant. A local dwelling. I don't wish to disturb.
I shouldn't want to... Mhm. Beating raw metal into a fine object is an admirable skill. Ach so, okay. Ja, ich glaube, wir können I shouldn't want zurück. Ja, okay. Let's return. Curious. Zapfenstreich. Last orders. I should get some sleep. Finding the missing men of Bewley shall have to wait for tomorrow. Und Shoulder ist nicht gekommen? How can I help you? Have you seen Arthur Tillett? I thought you were with you. He went to the lavatory and has not returned. That sounds like Arthur Tillett. Don't worry, lass. He'll be back. Thanks for your time. As you were. Okay. Nothing new? Not really. Okay. So not yet. Perhaps a little more time in front of the fire. Okay. The crackling fireplace is more welcoming than the facial expressions of the locals. But there's nothing I can do, is there? A lovely place to warm oneself. Übersehen wir was? Nö, haben wir alles angeguckt, ne? Denke ich. The inn is closing soon. And no Mr. Shoulder. I should get some sleep and find him tomorrow. Jo. Kenneth will be arriving tomorrow at midday. I should get some sleep. Let's do that. Yes, I must get some sleep. I shall track down Mr. Shoulder tomorrow. Miss Bateman? Yes. Yes? Off to bed? Yes. Yes. I'm afraid Mr. Shoulder's let me down. The rotter. Perhaps he will make himself known tomorrow. He I better. should hope so. This is turning into a waste of my time. Ah, don't mind the locals, miss. It's just that we don't get a lot of visitors in Bewley. Quite. They mean well, believe me. Sure, Mr. Kemp. Please, call me Stanley. Good night, Stanley. Sleep well, Miss Bateman. I like the atmosphere. It's eerie. Okay. Machen gerade Hayabubu. Kann ich's machen? Okay. What a lovely cat! Adventus. Die Ankunft. Okay. The arrival, I guess. I should lock my door. Such horrid dreams. Very vivid. Oh, ich hab so Bock, sie zu cosplayen. Die ist so cool. Ich hätte so Bock auf die Klamotte einfach, ne? Oh. Bolted from the inside, just as I left it last night. Und dann nur Fotos machen, die man dann später verpixelt. Das wäre so cool. I must have dreamt of that wretched-looking cat. Dreamt. I must say I'm relieved. Right then. Let's see if I can track down the elusive Leonard Shoulder. I'm rather anxious to get to this barrow. I also wonder what happened to Mr. Tillett. Tja, das war kein Fell, das war ein blaues Gehirn mit Augen. Geht's dir gut? Wie viel Schwarzbier hattest du? Okay, I guess the candlestick. Oh, we used quite much of it. The candle has melted. It's not much use anymore. Perhaps Mr. Kemp will replace it this evening. Wie lange hast du die angehabt? Nicht mit offener Kerze That einschlafen. candle didn't last long. Good morning, Miss Bateman. Good day, Stanley. At least a morning. Not sure if it's a good one. It's quite empty here.
Did you sleep well, Miss Bateman? Well, just to tell him. It's nothing. It's not impolite to say the truth. Not really. I have the rather queer recollection of a cat entering my room last night. A cat, you say? Yes, an odd-looking grey one. I must have been dreaming, as I locked the door and windows before I went to sleep. Okay. I saw a similar cat in the lavatories while searching for Mr. Tillett. Ah, Herbert. The He's a Herbert. harmless thing. He comes in now and then searching for scraps. Indeed. Seeing him in the lavatories must have conjured up the strange dream. The mind is capable of manifesting frightful things, Miss Bateman. True. I'm happy to report the rain of yesterday has lifted. It's a clear morning outside. Langweilig. Ooh, crisp. I've prepared a room for your assistant. What time will he be arriving today? His train will get in around midday. Kenneth will also be bringing my excavation equipment. Oh, aye. What does that entail? Picks, shovels, buckets, lighting and such. He usually packs it in a large crate. Come to think of it, I'll need somewhere to store it. You're welcome to use the alley behind the inn Hast for doch any ein such Zimmer. bulky items. Why doesn't she put it in her room? Her room is huge. The crate can't be that huge, I guess. Can it? Is it safe to do such a thing? My equipment is valuable. That sounds capital, thank you. I don't see what the alternative is. Nah, I don't want it on the hall in the hallway. No. Is it safe to do such a thing? I can assure you the local folk are not thieves, Miss Bateman. No, just That's not what lunatics. Now, say nothing more of it. Thank you, Stanley. I'll let you get on with your day. I'll be back with my assistant when he arrives. Miss Bateman, Yes. Yes? I've something I wish to get off my chest, as it were. I've been Yes? tossing and turning all night, Miss Bateman. I feel rotten, I really do. What on earth are you talking about? As you know, I like to run an honest establishment. And well, I have not been honest with you, lass. I do know of HOB'S BARROW. Oh, really? Who would have thunk? You do? I do. Many here do. There are stories tied to that place, you know. If I've learned anything in this life, it's that some stones are best left unturned. I Old expected that. Leonard Shoulder is someone to be wary of too. I can't tell you what to do, lass, but you'd best avoid him. Well, he's been avoiding me. Who would have thunk that actually everybody knows in the small village of Bewley? Why lie to me about HOB'S Barrow? I know, lass, I know. I feel dreadful. But why? What are these stories you speak of? I really can't tell you more. If you insist on visiting that place, you'll have to seek out Mr. Shoulder. He brought you Well, that's the problem, He should be though. the one to tell you. I must say, Mr. Kemp, this is all quite puzzling. I've never let local superstitions stop me in the past. I pride myself on being a woman of logic and reason. I've no time to waste on such matters. As I say, seek out Mr. Shoulder. He can tell you more. Well, where can I fucking find him then? Why must I be wary of Mr. Shoulder? The man has a certain reputation. For what? You've seen it already. Were he here to meet you last night? No. Precisely. A man not to be trusted. Where does Mr. Shoulder live? Where does Yes. Mr. Shoulder live? I can't say for sure. As I think I told you last night, he's a quiet man and keeps to himself. He only comes in here to collect his post. Leads me to believe he lives a fair distance away. Certainly not in the village itself. Might someone around Bewley be able to help me find him? You could ask around. As I say, lass, Bewley folk mean well. Don't forget that. Where is HOB'S Barrow? I don't know. I say that on my mother's grave, Miss Bateman. I now find that hard to believe. The moors are vast, lass. I'd tend not to go wandering out there. A grown man could lose himself and not be seen again. I shall return later. Good day to you, lass. So.
Okay. Haben wir irgendwas Neues? Wir haben immer noch den Glove. A fine white glove, gents style. I found it in the alleyway behind the plough and furrow. Mhm. Kann man ihm das irgendwie zeigen? Do you recognize this glove? I can't say I do. I don't wear them. They make me hands sweat too much. Never mind. Hätte ja sein können, ne? So. It seems I may be fighting a battle against some sort of local superstition. Is there a single barrow in England that doesn't have some ghastly tale attached to it? Hogwash. All of it. Hogwarts? I have a few hours until Kenneth arrives. I should use this time to find Mr. Shoulder. Yeah. Got the feeling that this might not be Mr. Shoulder. Even though my head is on his shoulders right now. Pretty much. Hello. My name is Thomasina, and you are... Now then, that's none of your concern, love. Do you know a man named Leonard Shoulder? I don't know out about no Leonard Shoulder. Oh, es leck mich doch. What can you tell me about Bewley? Not much around here, love. Not worth mentioning to you, like. Aha. I see. Good talk. Das haben wir auch schon gesungen, Timo. Ohne Scheiß, ne? Wir haben das auch schon gesungen. What do you do around here? Hey up, you're not scared of sticking your neb in. I look after the churchyard. Dig the graves. What can you tell me about the church? Aye, it's a church. Quite. Informative. What can you tell me about Hobb's Barrow? Not to be found digging around in those things. You know of local barrows, then? Don't concern yourself. Goodbye. Ta-ra. Wer hat denn jetzt hier so laut gegähnt? Hör auf zu gehen! Not cool. Okay, let's check the alley again. Nothing new. Nothing new. Goodbye. Okay. Wenn ich die Kamera bei mir höher machen soll, ne, weil ich öfter mal ein bisschen Text verdecke, meldet ihr euch einfach? Ja? Okay. Ist kein Problem, kann ich machen. Aber nur, wenn es stört. Warum gehst du nicht da rein? Wo gehst du denn hin? Entschuldigung. Jetzt muss ich auch schon wieder gehen. No. Stop it. A humble local dwelling. Oh, ich will auch einfach direkt hart wieder nach Irland bei diesen ganzen Steinmäuerchen und so. Shit. Gehst du? Kann ich das? Ja, abkürzen. The road disappears over the horizon. I see nothing but moorland. Nein, nicht zurückgehen. Schön. Okay. Never mind. So. Ah, Robin. The window box is well out of reach. Ja, aber das Vögelchen. Ja, ach, an so wenig Pixeln erkennt, dass es ein Rotkehlchen ist. Es ist unfassbar. Lass uns gehen. Hör auf! Ich gehe in Lesen. Muss ich gehen. Hört auf. Hello? Yes? My name is Thomasina. What's yours? Douglas? It's Douglas? a pleasure to meet you, Douglas. Na, süß. Deine Mutter, die reißt mich gleich in Stücke. Ich sehe jetzt schon. That's a great sword technique you have. Thanks, miss. Die Olle gern. It's gonna make me a real one when I turn 12. I'm preparing myself to fight the lantern worm. Yeah, sure. The Lambton Worm. What is the lambton worm? It's gonna come back and get us all. John Lambton thought he killed it at the River Ware, but my father told me it still lives. We must all be prepared. The lantern worm isn't real, Douglas. Father just told you that to get you out of his hair. Not true. I saw it slithering out by the beck. Like a giant eel it were. I ran home so fast I thought I would fly. Sorry, miss. My brother has a vivid imagination. Oh, brother. Not... Children often do at his age. I'll keep training. You will all thank me when I thrust my sword deep into its fat belly. Douglas,
This lady doesn't want to hear your nonsense. That's fine. Do you like living in Bewley? Yeah, I do. Are you from the city? I'm from a long way away. You must have come on the train. I love watching all the steam Hör puff auf up zu into the gehen, sky. Alter! Have you been on the train yourself? No, miss. Our parents don't have the money for train tickets. Father says we have all we need here in Bewley. Perhaps this nice lady would like to take you away with her on the train. Excuse me? No, 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 I no, need no, to no. stay and protect Bewley from the lantern worm. Be prepared. Ja. Super. Nee, du, ich möchte das Kind nicht. Danke, du darfst das gern behalten. Dein Bruder. Was bist du überhaupt für eine Schwester, Do ey? you know a man called Leonard Shoulder? That's a funny name. True. Have you heard of Hobb's Barrow? What's that? A local burial mound. Our parents don't let us wander far from the village. What's a Besser so. burial mound? Don't you mind about that, Douglas? Mr. Crozier. Who's Mr. Crozier? He's a blacksmith. His forge is just over there on the other side of the square. Don't you think 12 years of age is a little young for a real sword? I'll be a master swordsman by then. Goodbye. Goodbye, miss. Okay, der ist 12. Ich dachte, der wäre 5 oder so. Okay. 12 ist ja älter als die Kinder, die wir betreuen. Und selbst die will mit allem Möglichen rumfuchteln. Oh, Miss. Good day. Hello, miss. Das gleiche nochmal mit ihr. Okay. My name is Thomasina. What's yours? Betty. Nice to meet you, Betty. Betty is very tired of What are herself, you I up guess. to? My brother is practicing his sword fighting technique. I'm to watch him until he tires himself out. I'm tireless. This Yeah. time last month it were all about his teaspoon collection. This month it's swords. Do you know a man named Leonard Shoulder? No. Are you sure? Yes. Das ist so klar. What do you know of Hobb's Barrow? Our parents don't like us talking to strangers, miss. So you know of it? No. Are you sure? Yes. Yes. Goodbye. Bye, miss. Sie hat so eine tiefe Stimme für eine Schwester, also für eine Nicht-Erwachsene. So. Mr. Crozier? Good Kann die day. bitte aufhören zu gehen? Yes? Mr. Crozier, I presume. Aye, George Crozier, at your service. My name is Thomasina. Aye, can I help you? Are you a Bewley native, Mr. Crozier? Aye, born and bred. That's where my father's forge before mine. How is business faring? I do an honest trade. There'll always be horses needing shoes and farmers needing tools. You let me know if you need out made or mended. I'll do you a fair price. Thank you, Mr. Crozier. Do you know a man by the name of Leonard Shoulder? Oh, aye, old Leonard. Wo ist Have der? you seen him recently? No, not recently. Do you know where he lives? Why all these questions, lass? I need to speak with him. He invited me to Bewley. Oh, he'll turn up. I've seen him in the plough and furrow from time to time. But do you know where he lives? I need to find him. I believe he lives somewhere out on the moors. Can't No, tell you wonderful. out more than that. Thank you, Mr. Crozier. Not helping. Do you know of a local landmark named Hobb's Barrow? There's a fair many barrows found out on the moors, lass. Too many to put a name to. Not a soul in Bewley pays them any mind. What can you tell me about Bewley? We don't get many visitors here, outside of market days. But there's plenty of work for the village blacksmith. Where are you from, then? I arrived yesterday on the train from London, by way of Derby. Oh, aye. I've heard about London. What have you heard? Plenty of factories there. Yes, indeed. The city is always changing and moving forward. Too busy for me, though, lass. I prefer a quieter pace. Aye. When do market days run in Bewley? Once or twice a month. The next one is tomorrow. How delightful. Unless your vice is cabbages, there'll be nought to interest a young lady. I don't mind a cabbage. Then you're in luck. Thanks for your time. Aye. Speak to you later.
Ja, britischer Akzent ist ja ein bisschen schwierig, Aluma. There's no such thing as one British accent. Es kommt ja drauf an. Ja, British English ist halt auch so, ja, gehst halt ein paar Kilometer, klingt es halt schon wieder echt anders, ne? Ich weiß, was du meinst, aber es ist leicht nasale vielleicht und so, aber there's no such thing as British English. Alas, it is not mine to take. Kannst dir aussuchen, ob du ein bisschen reden willst wie jemand, der aus dem Bereich London kommt oder Yorkshire oder Birmingham oder so. Sonst, wenn du einfach nur British English, britisch klingen willst, dann klingst du gerade für die Briten manchmal besonders komisch, weil du dann aus verschiedenen Regionen immer die einzelnen Sachen pflückst und redest, wie eigentlich sonst niemand redet. Am besten The blacksmith is right here. I've no need to go inside. Am besten guckt man sich vielleicht irgendeine Ecke an, irgendeine Serie, irgendeinen Film oder geht irgendwo in Urlaub oder so, um sich ein bisschen was aufzuschnappen. I have one just like this. Do you though? I have one just like this. Do you though? Ich will nicht ins Moor. The bucket is rusty and full of holes. How useful. The bucket has seen... Ja, better days, baba. Kann ich zu der Kirche? Hallo. Memorial Plaques. Sagen die was anderes? Hallo, Chadai. Hallihallo, morgen. In memory Morgen? of Peter Black. Guten Abend, meine ich. In Wer was? memory of Peter Black. Okay, we've got Peter Black and In memory of William Ager. William Ager, In memory of Mabel Hurst. Mabel Hurst, In memory of Benjamin Garkham. Benjamin Garkham, In memory of Millicent Smith. Millicent Smith, In memory of George Paxton. George Paxton, In memory of Barnaby Tillett. Barnaby Tiller. Okay, so these might not be developers' names, because, Hast du erst gegähnt? Der wird schon wieder morgen. Ja, hör auf, ey. Oh Gott, ich sollte mich nicht von dem Wort triggern lassen, ne? In memory of Percival Roach. Percival Roach? In memory of Romeo Hegg, dearly missed by his beloved Juliet. Oh, really? In memory of Henry Crozier. Okay. Hello. Guten Tag. Good day. Would you like to buy one of these cakes, pet? Yes, I'd like to buy a cake. What kind of cakes do you have? I don't have money, though. What kind of cakes do you have? What kind of cakes do you have? I have some lovely Bakewell puddings. The sweetest marriage of almond and jam. Yeah, I think I'll I pass. can tell you're not from around here, because if you were, you would know about my Bakewell puddings. They are quite famous. Alas, I'm not carrying any money with me. That's unfortunate, pet. I'm sorry. I can't give them away for free. That's the cool. money goes to the church, you see, and one cannot shirk one's duty to the church. I understand. Ja, das International Dialects of English Archive. Dass du das noch empfehlen würdest, ey. Ich meine, nein, das ist gut. Aber dank mir hat Timo vielleicht ein kleines Trauma mit dem Internet Dialects of English Archive. Denn ich habe damals eine Arbeit geschrieben über Indian English. Und wir haben uns manche Aufnahmen von Indern, die Englisch reden, sehr oft anhören müssen. Und die sind sehr anstrengend, diese Aufnahmen. Wie ist das nochmal? Sarah Patty is a veterinary nurse. My name is Thomasina. What's yours? Mrs. Duplancy. A pleasure to meet you, Mrs. Duplancy. Likewise, pet. Tell me about yourself, Mrs. Duplancy. About me? What would you possibly want to know about me? If you're I've been evil. attending St. Edmund's Church my whole life. I always want to help where I can, so I sell my baked goods, and all the proceeds go to its upkeep. This place means so much to me. Your cakes look delicious. I can assure you they are. You'll not find better in the entire county.
Komma gets secure ist eine Core Memory. Which made an unsanitary mess. What can you tell me about St. Edmund's Church? Isn't it the finest building? It's been standing here since the 12th century. Oh, The so you know box one. pews in the No, never nave mind. are very fine and date back to the 17th century. The door is open if you'd like to worship. Thank you, Mrs. Duplancy. Worship is not the right term for Do me, you I know guess. a local man called Leonard Shoulder? Yes, I know Leonard. What business do you have with him? It's a long story, but I'm trying to find where he lives. I'm afraid I don't know, dear. Father Roach has access to the parish register. He might be able to help you. So, where is Father Roach then? Außerdem hatten wir den Namen Roach auf einer der Memorial Things. Hallo Hole und vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Vielen Dank für deinen Resub. Danke, 6 Monate. Wow. What can you tell me about Father Roach? What can you tell me about Father Roach? He Is is he a Papa Roach? lovely man and an exemplary servant of the Lord. He's been the vicar of St. Edmund's for many years. Where can I find Father Roach? At this time of day, he'll be taking his exercise in Herne Wood to Herne! the west of the village. Thank you. I'll Mensch, go das ist find ja him. direkt der Mann. Be sure to listen out for his merry whistling. Such a jolly man. Mensch. Roach steht bestimmt auf dem Kirchendach, ja. Mir geht's so gut, gut. Und selbst? Wir spielen jetzt dieses neue, sehr interessante, leider englische, ich hoffe es geht trotzdem, Horror Pixel Point and Click. Was geht bei dir? Wie ist der Oktober so? Wo können wir den Papa Roach finden? Where can I find Father Roach again? At this time of day, he'll be taking his exercise in Herne Wood to the west of the village. Thank you, Mrs. Duplancy. Auf nach Herne. Muss ich nicht weit. What do you know of Hobb's Barrow? Hobbs what? Hobb's Barrow, a Ach, local tu burial doch alle mound. nicht so, The Mensch. only place of burial I know about and care for is in this very churchyard. Bestimmt. Ihr steht doch da alle später in so einem Kult mit Feuer und dann wollt ihr mich irgendwie eurem Gott opfern oder so. Ich sehe das schon kommen. Thank you for your time. Lord be with you. Ja. Wer ist dein Lord? Entrance. Door. Was haben wir noch? Ah, können wir erstmal gucken, ne? Komm. Ab nach Herne. Wo ist Herne? Links, rechts, geradeaus. Okay, jemand pfeift. Gehen einfach mal weiter nach links. Sollst deinem Pfeifen folgen? Pfeift er dann in Last Resort? Keine Ahnung, wo kommt das Pfeifen denn her? Es hat gepfiffen, aber ich weiß doch nicht aus welcher Richtung. Ja, geh mal weiter nach links, wa? Ja, ist okay. No details. Zu viel Bier. Ja, lauf noch durch die Kotze, mein Freund. Very sorry. Yeah, you kinda should be. Oh, a shame. Shame. This malaise will not pass. Oh, the nausea. I need your help, young lady. Tell Okay. me what you need. Let the blood from my arm. Excuse me? Cut me. I beg you. Okay, wir wollen unbedingt Ader lassen. Das ist natürlich Humbug. Das funktioniert nicht, aber... Okay. Are you sure this is the only way, Father? I beg you. It's the only cure for this torturous malady. Ich habe aber nichts Scharfes dabei. Wie soll das gehen?
Spectacles? Vomit? The vicar looks dreadfully ill. Ja, Mensch. Soll ich dir jetzt den Arm aufbeißen oder was willst du? Are you sure this is the only... It's the... I don't wish to look too closely. Ach komm, I'm nimm not mit. going near it. It smells disgusting. It's vomit. Läuft erstmal durch. Ich will da nicht hin. Ouch! The broken okay. lens is extremely sharp. Lucky. The vicar's spectacles lie broken on the forest floor. Nimm. Nimm. Oh Gott, Mensch. The broken lens. Boah, meine Fresse, ey. This handkerchief was a gift from my mother. I hope she will understand. You're not gonna cut it. You're just taking This should something work. with it. Ah. Okay. Wir machen uns direkt sehr beliebt, indem wir den Pastor abstechen. Gut. Piu, piu. Are you sure you want me to do this? Yes, it will cure me of my ills. Long I shall term. do as you ask, Father. The blood to letter. Errungenschaft. Ja, der ritzt sich doch einfach Thank sonst the nur, oder? Lord for my spare pair. God bless you. I already feel quite better. Brauchst du keinen I'm Verband glad, oder so? Father. The rapid healing properties of bloodletting cannot be overstated. I'm Frederick Roach, vicar of St. Edmund's Church. My name is Thomasina Bateman. It's a pleasure to meet you. I mean, different times, right? Are you feeling better? Yes, thank you. What ails you, Father Roach? I just ate a rotten berry, that's all. I like to pick blackberries for my supper, you see. They are quite delicious, as long as you mind the bramble. My apologies again. I wish we had met in different circumstances. Yeah, me too. Ist das da oben eigentlich ein Eichhörnchen? Oder eine Ratte? Das hat irgendwie keinen Schwanz. Are you from Bewley originally? I was born in our very own St. Edmunds. It's quite the story. Do tell. My mother was sheltering there as a frightful tempest raged. And lo, did her waters break right there and then in that pew. One could say that you were born into your role, Father. Indeed. When my mother told me the story as a young boy, I knew that this was my calling. Schön. St. Edmunds is a fine building. What is it like being the vicar here? What about your congregation? St. Edmunds is a fine building. Thank you for saying so. It's hard work keeping her in good shape, but our congregation is always willing to lend a hand in the Lord's name. What is it like being the vicar here? Every day is a blessing, my child. I have a great love for our parish, and the Lord looks after us. What about your congregation? Numbers have fallen over the years, I must say. But those that remain are faithful and full of his spirit. I'm looking for Mr. Leonard Shoulder. Oh, yes? Are you a relative? No, it's a long story, but he invited me to Bewley. And he didn't tell you his address? He was to meet me last night at the Plough and Furrow, but he never came. I see. Well, let me welcome you to Bewley on his behalf. Thank you, Ja, das Father. ist nett, aber das reicht nicht. Ich muss trotzdem mit dem reden. Do you know where Mr. Shoulder lives? Let me think. It's been many moons since I've paid him a visit. Perhaps you could allow me to take a look at the parish register. No need. I remember it now. A fair hike across the moors. Could you please No give me need. directions? I'll take you there myself. It's the least I can do after you aided me so. Capital. Thank you. Just let me know when you're ready to pay him a visit. I'll be resting here for the time being. What do you know of Hobb's Barrow? I can't say I've heard of it. It's supposedly a famous local landmark. I'm afraid I know nothing about it. Ja, ist klar.
Glaube ich euch What sofort. can you tell me about Bewley? It's a quiet town. The railway line, which I presume you arrived by, is the only news of note we've had here for years. I've heard the new station has received a mixed reaction. I've heard many a debate, it's true. But my role is not to adjudicate on that matter. I'm very busy in my own work, you see. Thank Wir you for kommen your wieder. time. Lord be with you. Mhm. Können wir da auch lang? Das ist ein Eichhörnchen. It's gone. No doubt home to many a woodland creature. I've no desire to go rooting about in there. Ja, true. Bup, 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 bup. I shall see you Oh later dear. this evening, gents. Well, Hello? I say. Greetings, my dear. Hello, sir. A pause on your beauty, for I shall see you again soon. Wait. Some nerve. Lady, you're blushing. I most certainly am not. Sorry, lass. No way through here today. Says who? Lord Panswick. Now get back before you find yourself under a falling tree. Oh, Tell me, who was that arrogant man here just now? Just someone passing by. It sounds das like stimmt. you knew him better than that. I don't mean to be disrespectful, but that's none of your business. who the hell is Lord Panswick? Who is Lord Panswick? Our governor. He's the governor of the whole town. All right, Owen, back to work now. He lives in Bewley. Aye, not far away. But his lordship doesn't like questions. Or visitors. Now please leave us to our work. Well, honey, it's not Mr. Darcy, if you think that is. What are you doing here? What does it look like I'm doing? We're chopping down trees. There is no need to be sarcastic. We're employed by Lord Panswick. He's ordered us to gather logs from his woods. That's what we're doing. About the woods, though. These are his woods. Aye, his lordship owns most of the land round Bewley. Hä? Wollen Sie von dir auch einen Aderlass haben? Nee, das andere, was der gelassen hat. Kotze? Was? My name is Thomasina Bateman. Oh, aye? You're not from round here, Thomasina Bateman. No, just visiting. He was just a man in some posh clothing. So, What is your name, sir? Horace. Are you in charge here? I am indeed. Mr. Sir. Do you know a man named Leonard Shoulder? No, I don't. Can you let me get back to my work now? No. Have you heard of a place called HOB'S Barrow? Can't say I have. Liar. Why are you gathering logs for Lord Panswick? By heck, you ask a lot of questions. I know. If you must know, his lordship is repairing an old ruin on his land. We need the timber for the restoration work. How intriguing. Ruin. What type of ruin is Lord Panswick restoring? An old chapel. I should rather like to see it. Not possible. His lordship does not welcome visitors to his estate. Thanks for your time. We'll be done by tomorrow morning. Come back then if you want to explore the woods. Boy, boy. Das gleiche Eichhörnchen von der gleichen Seite. Okay. Wird das nochmal passieren? Magic. Was bist du? Ah, das Vieh ist weg. Das Vieh ist weg. Da oben. Vielleicht war es das Eichhörnchen, was jetzt... Gucken Sie erst noch die Kirche an, bevor wir mit ihm gehen. Ist das Lavender? No. Wahrscheinlich so eine Heidekraut oder so. Okay. Aber wir können uns das gar nicht mehr angucken. Warum nicht? Können wir doch. It's locked. This leads to the church tower, I presume. The doors look weathered, but have stood the test of time. Ah, wir können rein. Fancy. Shit, I'm gonna... Goodness me, look at these box pews.
Give me the necklace. I've never seen any as tall as that before. Most unusual architecture, even for the Normans. Gib mir das. Someone has left a necklace hanging here. A silver cross. Sterling by the look of it. Maybe I can reunite it with its owner. Yoink. Flowers. Grey flowers. Those have seen better days. The flowers have long since dried out. Okay. I don't want them. She sounds so sad about it. Okay, what else is there? I've no time for such things. This must be where the local vicar sacrifices the newborns. Okay, I see she's not a church person either. The pews are contained within compartments that can be locked. I've seen a similar design in other Norman churches around England, but this is a particularly impressive example. Is it? Locked. Locked as well. I think they all might be. I mean, da kann man auch drüber klettern, aber okay. Did we miss something? The window on the ceiling, on the plank. Okay. A memorial list of former vicars. They stretch back several hundred years. A memorial list of former... They stretch... Yeah. Extraordinary craftsmanship. I can admire the craftsmanship from afar. And the window. Stained glass depictions of various biblical scenes. It's not my specialist area. Okay, it was nice. Trowel? What is a trowel? Excuse me, do you think anyone would mind if I borrowed this trowel? You help yourself, dear. Father Roach won't mind lending it. Just be sure to put it back when you're finished. Of course, thank you. It is more blessed to give than to receive. Trowel? Ah, okay. It's a small shovel, I guess. The trusty trowel, the barrow digger's best friend. Digger. This one has seen better days. Okay. Ah! Nevermore. Oh, fresh grave. Oh, how about we dig I that may be a up? barrow digger, but I am no grave robber. It's just curiosity, I guess. This appears to be a recently dug, unmarked grave. Curious, isn't it? This appears to be a... Yeah. Weird, isn't it? Oh, wie cool. Oh. a fine spot to take a rest. I swear, it's actually a horror game. Nice. For now. Margaret's Lookout. I wonder who Margaret is, or was. Margaret! Entschuldigung. Margaret's... I wonder, or was. I'm a dwarf and I dig in a hole. Digge hole. Das mit dem Diggen, wenn ich das so mit der Stimme komisch mache, ist übrigens aus Thimbleweed Park. Ich glaube, er heißt Doug oder so. Der Gärtner. Und das ist immer am Diggen. Deswegen. So, okay. Wir gehen jetzt mal mit dem Pater mit, ja? Mit Papa Roach. This is my life to pieces. And it's my last resort. Frage aus der Redaktion, Matschenudel oder Pizza. Ist mir egal, wonach dem her ist. Father Roach still looks rather pallid. So, wir gehen mal... Oh, wir können auch mit ihm drüber reden. What do you know of Lord Panswick? Oh, yes. A rather important fellow around here. His vast land holdings give many a steady employment. I hear he is renovating an old chapel on his land. Aye, I've heard such reports. He believes this to be a godless land. Something I wholeheartedly disagree with. To which god his chapel will be dedicated to remains a matter of concern. Why do you say that? Oh, my apologies.
Don't listen to my oafish conjecture. Let us move on. I'm ready to go to Mr. Shoulder's house. Excellent. I Ich feel will the diesen fresh air Typen will endlich do me sehen. well. Follow me. Ja, die Fresh Air, weil da ist ja so stickig im Wald. Bluten sie noch? Okay, da komme ich her. Das kann da nicht sein. Pizza mit Matschnudeln. Boah, das wäre auch geil. Oh mein Gott, wäre das geil. Mit Nudelpizza voll geil übrigens. Good morning, Father. Good morning, Mrs. Duplancy. Mrs. Duplancy, this is Thomasina Bateman, Ja, a visitor to our parish. wir hatten schon das Vergnügen. We've already had the pleasure of meeting, Father. Excellent. Miss Bateman, don't hesitate to try one of Mrs. Duplancy's wonderful cakes. Yes, I've heard about her famous Bakewell puddings. I'll be here all day, young lady. But remember, once they're gone, they're gone. I still don't Those have money little with whelps me. have already gobbled up all the gingerbread. You are doing God's work, Mrs. Duplancy. He smiles upon us, Father. Miss Bateman, if you'd like to follow me. Ich mag die alte nicht. Die ist komisch. Also die ist nett, aber... Let's talk of graves, of worms, and epitaphs. Make Oh je. dust our paper, and with rainy eyes write sorrow on the bosom of the earth. Let's choose executors and talk of wills. Shakespeare? Quite. Which play? Wusste ich. Schatz, hast du zugehört? Ich hab nicht aufgepasst. Ich dachte, der labert in irgendeinem Kirchenkram. Hamlet? Magnificent guess, Miss Bateman. But I'm afraid that passage is from Richard II. Ah, schade. Studying the work of the bard is one of my favorite pastimes. Wollte ich erst nehmen. Follow me. Richard II ist nämlich das Einzige, was ich nicht kenne von den dreien. Daher dachte ich eigentlich erst, ja, okay, vielleicht das. Aber dann ging es um so Morbid-Sachen. The vast expanse of God's creation. Ja, danke, wir waren hier schon. The moors extend as far as the mortal eye can see. Beautiful, is it not? Tja. I find them rather desolate. Really? I disagree. Ja, I don't The care. beauty of God's creation is that it takes so many forms. Ja, das schon. How can one take in such a view and not have faith? Some look at these moors and think this a godless land. But I tell you, he is found in all domains. The Lord's work is all about us. Tell me, Miss Bateman, do you believe in God? Lie. You might want to avoid a tense situation. Tell the truth, Father Roach seems to prepare to hear. I was brought Yeah, up Anglican. The church was an important part of my early life, Father Roach. But what happened to my father eventually made me question things. If you don't mind me asking, my child, what happened to your father? He had an accident when I was very young. Come along now, Thomasina. Let's get out of the rain. alles voller Kerne. Warum ist das bei frischen Mandarinen jetzt schon wieder so? Ja. Remember what I told you, all right? Hier wächst jetzt irgendwo ein Mandarinenbaum. Be a good girl. People are unwell here. They don't want to hear you running about making noise. Understood? Yes, Mother. Good. And don't annoy the nurses. Yes, I promise I won't. Good. Now, let's see your father. Cute. Mag die Augenbrauen des Kindes. Klump. What a nice visit. Mother? Mummy is crying. Mummy? Mami will nicht reden. Mummy?
Is he? Daddy, wake up! Good evening, Mr. Bateman. Hello, little one. You must be Thomasina? Yes. My name is Nurse Blaketon. I just need to talk to your mummy for a little bit. I'm sorry to disturb you, Mrs. Bateman. Mrs. Bateman? Die kann grad nicht. Will he ever talk again, Nurse Blaketon? The doctor is uncertain, Mrs. Bateman. There is the possibility that Mr. Bateman won't regain any movement at all. But we will do our utmost to look after Mr. Bateman here at Ticehurst, ma'am. He will have a nurse by his side at all times, I can assure you. Unangenehm. What sort of god would allow this fate to befall such a kind and honest man? I'm sorry to hear this. God moves in mysterious ways. Very mysterious indeed. Come along now. Wenn Gott uns alle liebt, warum tut er Kindern schlimme Dinge an? Hello. Ich wusste, dass sie wegrennt. Off in a hurry? Who was that? Some primitive folk make their home out on the moors. I suggest you keep your wits about you when you are exploring, and don't stray too far from Bewley. I see. How much farther to Mr. Shoulder's house? Still quite a walk, I'm afraid. But we'll get to him soon enough. Now then, take a look at this. Legend has it that this cairn has stood here for over 1,000 years. How remarkable. The Devil's Toe. I beg your pardon? That's what it's called. The Devil's Toe. Oh, I see. Come now, onward. Creative, I guess? It's a few stones. Yeah, it must be easy. We walked and walked across that vast, featureless landscape. All the while, Father Roach was whistling away merrily. Just as I had begun to wonder if we were hopelessly lost, a building emerged from the mist. Mr. Shoulder's cottage. Here we are, Miss Bateman. Unless my memory fails me completely, this is Mr. Leonard Shoulder's house. Thank you for your help, Father Roach. Now, no need to thank me after your providential assistance today. However, I have something to ask you. Yes? Please don't tell Mrs. de Plancy about my little scene in the woods. She will only fret. The poor dear woman has enough on her mind as it is. I shan't mention it. Thank you. You'd better see if Mr. Shoulder is in. Huhn? Here, chuk chuk chuk. Don't encourage them. Why not? A sweet little hen, plump and well groomed. Kitty! Oh! Care to hold one, Father Roach? Put that thing down, would you? You're no fun. Feathered friend, Errungenschaft. Gut so. Brav. He looks much too unruly to be picked up. A fearsome-looking beast. Ja, alle streicheln! Bock, 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 bock. Bock, 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 bock. This is my glove. That glove looks familiar. I wonder if it matches the glove I found behind the plough and furrow. That glove... Yeah. I want a pair... Yeah. A pair of thick woolen trousers. A woolen undergarment. Das Ende, okay. No sign of life? None. The window is nice and clean. The dwelling is by no means abandoned. Mr. Shoulder? Is Thomasina Bateman here?
I'm here in Bewley as discussed. Maybe try again. His hearing probably isn't the best at his age. Einfach treten. I'm rather fond of this colour. Perhaps Mr. Shoulder and I share similar taste. Mr. Shoulder, are you home? Awkward. It appears Mr. Shoulder is not at home. Curses. Perhaps you could try the handle. It's locked. I've come a long way to meet you, Mr. Shoulder. Please open the door. What else do you know about Mr. Shoulder? A reclusive man. I must say I know very little about him. Does he attend services at St. Edmund's? Not regularly, if at all these days. Perhaps he feels closer to God out here on the moors. What do you make of Mr. Shoulder's residence? A sturdy construction, I'm in no doubt. The winds blow a gale out here, not to mention the pelting rain. At least he must have plenty of eggs to eat. Awful creatures, those hens. Warum? Was hast du gegen die scheiß Hen, Mann? Why don't you like hens, Father? I know I must love all of God's creatures, but they make such an unholy ruckus, and their talons claw at my boots. But they mean no harm, and they provide eggs. I cannot abide hens' eggs. They smell of sulfur when rotten. Okay, wenn sonst nichts ist. Do you know that young girl we saw? No, but I've seen her sneaking around the churchyard. The poor thing is feral. She takes off at the slightest stirring. We will bring the Lord to her. Good time. Perhaps she has her own beliefs. You said there were others like her. Primitive folk, yes. Avoid the moors in hours of darkness and don't wander too far. I wouldn't entrust a young woman in their company. Do you know anything else about the Devil's Toe? Not really. I do recall it toppling over when I was a child. A few lads from Bewley rebuilt it to the best of their memories. The devil mustn't have been happy. Come now, my child. Do not joke about such matters. Der Pater verliert minütlich Sympathie. Oh ja. What more can you tell me of these primitive folk? Godless people, Miss Bateman. Don't concern yourself with them. They live out there on the very edges of this land. If you don't wander too far, you shouldn't cross their path. You mentioned that Mrs. Duplancy is worried about something at the moment. It is not my place to say. Mrs. Duplancy will tell you in good time, if she deems it fit to do so. What is your favourite of Shakespeare's works? A very difficult question, Miss Bateman. But one I can answer, nonetheless. I am awfully fond of Cymbeline. An unusual choice. All gold and silver rather turn to dirt. Wouldn't you agree? A fine quote. I've never heard of that play. Okay. Is there a Mrs. Shoulder? No. I believe Mr. Shoulder has led a life of celibacy. Thank you for your time. Lord be with you. I'm good without him. Okay, I guess I'll just take a chicken and then we'll leave. Wenn der doch nicht da ist, können wir dann den Handschuh mitnehmen. That? Ja. Ja. Take the glove. Was ist denn mit der silver necklace? I found this necklace inside the church. Do you know who it belongs to? Many in our congregation wear such things. I'll announce it at the next service. Do you mind if I keep hold of it until then? Not at all. I guess we'll leave. Nothing to dig up. Geht mein room key hier? This key doesn't fit here. Aww. I've only just got here. Okay. This must provide a charming view across the moor. The window is much too high. Kann ich das irgendwie auch machen? No sign of any movement. Yeah, I don't really care. Let's get in there.
No sign. Yes, I know. What am I missing? Door, carved stone. A carved stone has been affixed to the door. I think it depicts a crescent moon. Father, what do you make of this? A peculiar adornment. I've not seen any like this in Bewley, though it does remind me of a passage by the bard himself. It is the very era of the moon. She comes nearer earth than she was wont, and makes men mad. I really don't know. Othello. Othello? Precisely, Miss Bateman. One out of two, Miss Bateman. I bet you get an achievement if you get all his Shakespeare references right. And I fucked up right in the beginning. Okay, can we leave now, please? I've only just... What the hell am I supposed to do? Mr. Shoulder has stacked blocks of wood neatly beneath this small lean-to. Very neat and tidy. I've no desire to lug a block of wood about the countryside. What am I missing? Hen, rooster, carved stone, door, window. Got everything. Can I leave now? Please? I've only just... I have nothing else to... He looks much too unruly. Can I put the glove? No. I've no... Lauf. Can I put the glove back? The gloves are a pair. Does this mean Mr. Shoulder was in the alley last night? Why didn't he come inside to see me? Perhaps he's gone for a stroll. Possibly. I'd suggest you call back later, my child. I myself must make my way back home. I have some matters to attend to at the church. Shall I accompany you back to Bewley? Nah, I'm good. But then again, I think we covered everything, so yeah, let's go, I guess. I'm sure I can't really be, you know, let's go. Break in or something. My child, Mr. Shoulder will make himself known. Do not lose faith. Rather frustrated by this situation. Now. Things move at a slower pace out here. Something you may not be so accustomed to. Come now, Miss Bateman. Well, Mr. Shoulder, you've brought me to Bewley, and now you're nowhere to be found. Question is he alive, though? Lebt denn überhaupt noch? Lebt denn der alte Mr. Shoulder noch? Mr. Shoulder noch? Mr. Shoulder noch? Moors, I made a new resolution. I would find Hobb's Barrow myself, with or without Mr. Shoulder. The train! That must be Kenneth. Kenneth? My assistant. I see. Well, Miss Bateman, I really must attend to some other matters. I hope Mr. Shoulder finds his way to you. Thank you for your help, Father Roach. My pleasure. Parting is such sweet sorrow. Tschüss. Enough Shakespeare. Enough Shakespeare. I see you tire of my quotations. Lord be with you. I should go meet Kenneth at the station. Kann ich zurück? What a peculiar name, the Devil's Toe. I can't quite see the resemblance myself. The Devil's Toe, a local landmark. I don't wish to dig it up. I just a thought. Okay, there's nothing else. Oh, okay. Let's pick up our assistant. Where does that go? Oh god. Mushrooms! Ah, it's a fairy circle. I'd better not touch them. They could be poisonous. I'm not sure if these are poisonous or edible.
And you're okay with them being in a circle? Okay. Okay. Yeah, okay, next time, I guess. We'll get here again. Wo gehe ich? Da gehe ich. A humble dwelling. A humble dwelling. Ja, okay, never mind. Where is Kenneth? When did we no-clip into this shithole? He was supposed to wait for me at the station. Mr. Tillett, where did you go last night? Have we met? Last night at the Plough and Furrow. Oh, Miss Bateman. Mm-hmm. I was blind drunk last night and woke up with a stinking headache. You still smell like a brewery. Sorry. You went to use the lavatory and never came back, Mr. Tillett. I searched everywhere for you. I think I remember you bought me a drink. Then Yeah, you it's forced me. all a blur. I woke up in my bed this morning with my wife sour at me for waking her at some ungodly hour. About last night. What were you going to tell me about Leonard Shoulder? What were you going to tell me about Leonard Shoulder? Who? Leonard Shoulder. You told me you knew him. And promised to tell me more if I bought you a drink. Which I did. So what were you going to tell me? I I don't really know the old bugger. But you said you did. Oh, aye. No, I know naught about him. No, naught about Leonard Shoulder. Ist klar. You're hiding something, Mr. Tillett. I don't believe you. I say a lot of things when I've got the drink in me. I probably just wanted you to buy me an ale. Yeah, okay. Likely story. Look, what would I gain from lying to you? I just wanted another drink. Even if that's the case, it doesn't explain your disappearance. Aye, I don't remember out. I found Mr. Shoulder's house, but he wasn't home. Don't worry, you'll find him. How's your headache faring? It feels like a steam engine is driving full pelt in a circle around me skull. Be sure to drink plenty of water, Mr. Tillett. Aye, I'll survive. So, you work here? Aye, Bewley Station Master at your service. Na, Would you wundervoll. like to buy a ticket? Not Nein. just yet, thank you. I understand that some of the locals are not too happy about this new station. Aye, I'd go as far as saying the whole village. How long has the station been open for? About 3 months. We're on the Midland Railway line. This employment's been a saviour for me. If I weren't stood here, I'd be drinking my life away at the pub right now. It's worth the occasional withering look from Cyril and the rest of them. What does a station master do? A bit of this and a bit of that. I don't wish to bore you with such things. As you wish. My responsibilities here keep me on the straight and narrow, I'll tell you that much. A sense of duty can do wonders for a lost soul. Indeed. This must be a rather lonesome post to occupy. Trains pass through here more regularly than you might think, lass. I'm looking for my assistant, Kenneth. Oh, aye? His train has arrived. Not a single soul disembarked the last train, Miss Bateman. Impossible. Was that not the midday train from London by way of Derby? Aye, it were. Mr. Price were here, unloaded a few crates. But no Kenneth. Not a soul. Hold on. One of them crates had your name on it, Miss Bateman. A great big one it were, with... A red ribbon. Aye. What is Kenneth playing at, sending my equipment but not himself? Curses. Many curses. Where is my crate now? Mr. Price took away all the crates on his cart. Who? Mr. Price, he's the postmaster. Where can I find Mr. Price? He lives above the storeroom, just north of the Plough and Furrow. You'll see it.
There's a Royal Mail plaque on the wall. Thank you. About last night. You really don't remember where you went last night? As I say, it's all a blur. I remember needing a piss. Then nothing. Well, you must have missed me when I came out. I did not. I even went to the gents' toilets to find you. Oh, aye. A sight for sore eyes. It was. I checked everywhere, and you were nowhere to be found. The back door leading to the alleyway was blocked from the outside. Oh, aye? Yes. Oh, aye. You must have exited through that door, Mr. Tillett. But you just said it were blocked. Well, then you blocked it, There I guess. must be an explanation. My mind has drawn a blank. Yeah, genau. Why was the door blocked? Did you block it? I told you I don't remember. I've naught to say 'cause I remember naught. Where can I find Mr. Price? He lives above the storeroom. Just know you'll see. Yeah. Thank you. Yeah. Okay. What can you tell me about Lord Panswick? Oh, you've heard of his lordship then? Yes. Do you know him? Aye. I guess we he met comes him. into the village from time to time, gives sweets to the children, hires young men to work his land. He's well liked around here. I sense some hesitation, Mr. Tillett. Well, we kind of have an unspoken agreement with his lordship. He looks after us, provided we leave him alone. I don't follow. He likes his privacy. Some people do. No I one is do. allowed to visit him. Do you mean to say that he's a bit eccentric? No. I've heard people got fired at when approaching his manor uninvited. Good grief. But is this true? Well, I won't be the one to find out. I mean, if you don't work for him, you can't be fired, I guess. So, we're not working for him. I'm looking for HOB'S Barrow. HOB'S Barrow. It's why Leonard Shoulder invited me to Bewley. He thought I might like to excavate it. Oh, aye. I heard about a HOB'S Barrow somewhere out there. There's some old stories around it. What stories? I can't remember. Ja, Mr. deine Mutter. Tillett, please. This is important. I'm awfully sorry, Miss Bateman. I'll try to remember. If he invited you here, then I'm sure Mr. Shoulder will tell you all about it. That's if I ever get to meet him. I'm sure you will. I'm not so sure yet. Farewell for now. Ta-ra! Schön, dass die wichtigste Info, die man bekommen kann, jetzt wo wir zum Postmaster kommen, dass die stehen bleibt. Das ist gut. Oh, cat, crow, hey. Nevermore. Okay, it's third crow. I don't know if that is important. Ich erinnere mich an dich, du warst ein dummes Arschloch. Good day to you, Cyril. How do, lass? What are you up to, Cyril? Keeping an eye on that bleeding railway station. That's what. Was soll die Thankfully, machen? no one got off the last train. Really hate that station, don't you? Oh, I curse Midland Railway for bringing their damn line through Bewley. This is our town, our land. 'Tis no place for outsiders. Runter So you keep saying. Anyway, no more trains today. Almost time to celebrate with an ale, I think. I could do with one myself. You paying? No. Oh, wir haben kein Geld. Das ist schlecht. Kenneth wollte Geld bringen. Ungünstig. I found Mr. Shoulder's house today, but he wasn't home. Why the bleeding hell should I care, lass? Yes, I like you too. I'm looking for HOB'S Barrow. Do you know where it is? Mind your own business, lass. You really are quite helpful, aren't you? Bah. Goodbye. Ta-ra, lass. Blah. Goodbye. So, alles wie immer. Erstmal nördlich, vielleicht hier in die Richtung, ne? That must be the postmaster's storeroom. Und wer bist du? Hello. Good day. I haven't seen you in Bewley before. I'm just visiting. Lovely. It's nice to see a new face. We don't get many visitors. My name's friendly Henry. face. Henry Long. Nice to meet you, Henry. Thomasina Bateman. Wonderful. What a treat.
too friendly. Will kill us. I don't know. You seem in a good mood, Mr. Long. It's just lovely to see a new face. Where are you from, Miss Bateman? I think it's fine. Not sure if I get out of this village alive anyway, so... Originally a small town on the outskirts of Derby, Mr. Long. Though I currently reside in London. London? I've never met anyone from London. How very exciting. Have you lived there a long time? It's been quite a few years now, yes. I've heard that the air there is so heavy with smoke, it makes it hard to breathe. Is that true? Some days. Oh, you must miss the fresh northern air. Well, you've got that in Bewley. No factories out here. Such things are a blight on his creation. I were born in this very home I stand in front of. Bewley is in my blood. Why would I ever want to leave? Especially now I can meet new folk thanks to the railway line. Nobody leaves Bewley. Ever. I'm looking for Mr. Price, the postmaster. I'm looking for Mr. Price, the postmaster. Oh, Mr. Price, my lovely neighbour. I'm afraid you've just missed him. Curses. I saw him wheeling a large crate into his storeroom just there. It must be mine. I really need it. Have a look through the window to see if it's yours. Where did Mr. Price go? I don't know. The man were in a hurry. I know he has family in Bakewell. That's miles away. Did he leave by foot? No, by horse. He must be a few miles down the road by now. Curses. When will Mr. Price be back? He didn't say. Could be tonight, could be a few days. How infuriating. I told him I'd keep watch of his storeroom, and I'm a man of my word, Miss Bateman. I shall not budge from this spot. Ja, wenn du dich da nicht wegbewegst, kann ich ja einfach die Sachen rausholen, ne? Do you know a man named Leonard Shoulder? Aye, funny old fellow. I hear he lives way out on the moors somewhere. Have you seen him recently? No, not for a long while now that you mention it. Why do you ask? It's a long story, but I was to meet him in Bewley. He invited me here. Well, I must thank him when I see him for inviting such an enchanting young woman. You flatter me, Mr. Long. I'm looking for Hobb's Barrow. One of those old burial hills? Yes. Do you know where it is? Believe it or not, I haven't set foot on the moors since I were a child. Why is that? Ach, doch besser so, Got ne? all I need right here in Bewley. And we are all truly blessed with the railway station, which brings us lovely new faces. I really don't like the sound of that. He always talks about bringing new faces. I hope he doesn't mean that literally. Like, you know. Where do all the people go? Your opinion of the railway station differs widely from your fellow townsfolk, Mr. Long. I've not met anyone particularly keen on it. That railway line is the start of a new era for Bewley. Mark my words. There's much to protect here, but we need new blood. Yeah, exactly. I hope that some of you visitors will actually stay here permanently. Why is that? So I have new friends to talk to. Some people here don't want any new friends. Cyril Farnaby, the miserable old sod, is the worst offender. Yeah, we need new blood. It's someday you won't even want to leave. Usually a nice conversation, if it weren't a horror game, I guess. Ach ja, der gute alte Cyril. I've had the pleasure of meeting Cyril. He really dislikes the railway station. Absolutely miserable he is. I've tried to convince him many times that the station will help Bewley. He just doesn't understand. I met him last night in the Plough and Furrow. Aye, the scene of our many debates. Blimey. I could go for an ale right now, actually. Und trinkt ihr alle Ale, das ist eklig. Das ist Plörre. Can I buy you a drink? Really? You don't have money! Wait, do you think Mr. Kemp will let me open a tab? Mm-hmm. Perhaps. You could always ask him. I shouldn't leave anyway. Mr. Price is relying on me to keep watch of his storeroom. Goodbye.
Don't be a stranger. Ich soll ja durchgucken, ne? There's my crate. Kenneth always ties a red ribbon to it. I can see an envelope tucked behind the ribbon. Perhaps it can help explain Kenneth's absence. I'm going to have to get in da there. jetzt rein, ne? Ja nun, wie kriegen wir Mr. Long da weg? A warehouse. The postmaster isn't home. But my crate is in there. Weiß. You'll have to wait for Mr. Price to get back. Was für ein beschissener Postmaster ist das bitte? Ich bin mal für ein paar Tage weg. Lol. Tschüss. Royal Mail, Postmaster's Residence. This must be the local post office. Ich beschwere mich nie wieder darüber, wenn Sachen so lange brauchen. Royal Mail. This must Ja, be the... ja. Am I missing something? Oh, what about your door? This house looks pleasant. It looks just the fucking same. The man is standing right there. Yes, I know. Is that yours? Is this yours? No, not mine. But you know whose it is? Okay, oder auch nicht. Ja, nun, what about the map? Oh. Herne, Aufdachherne. Okay, wir können das abkürzen. Das ist gut. Das ist gut. Ja, nun. Belastend. Tschüss. Flag. A small plaque beside the door reads Vicarage. I can't remove the plaque. It's the Hör vicarage. auf zu gähnen, alte Fuchtel. Kann die mal weggehen? Ich muss ja gerne gehen. I don't think anyone is home. Ah, Betty. Betty, can you please stop yawning? Yo, boy. Oh, Hello boy. there. My name's Thomasina. Yeah? What's yours? Wally? Do you know a man called Leonard Shoulder? No. What do you know about Lord Panswick? I heard he owns the whole county. Have you met him? No, he lives out on the moors somewhere. But everyone does what he tells them to. Why's that? Because he has a lot of money. True. Have you heard of a place called Hobb's Barrow? No. Goodbye. No. Good talk, kid. No. No, sir. I don't. Very northern, isn't it? Nobody home. Okay. Ich glaube, da können wir wieder nicht weitergehen. The road disappears over the horizon. Ja, ja. We don't have much to go on. I mean, we could go to the inn, I guess. Oh, you're Gravedigger, aren't you? Oh, you know, we share some... Hello. Something. Hör auf zu What gähnen, can you ey. tell me about Lord Panswick? Naught to say, except don't be sniffing around his lordship's manor. You'll end up with a round of shot in you. I beg your pardon? You heard me. Just mind your own business around here. I really must find Hobb's Barrow. What did I tell you last time? Naught to Yeah. be found digging around in those things. Goodbye. Ta-ra. Is this yours? Is this yours? What do you think? Ja, jetzt gehört's ja deiner Ollen. Ist vielleicht ihrs? Is this yours? Oh, that's beautiful. I'd never Okay, be so- allowed such a pretty thing. Oh, why not? Okay, Douglas. Good day, sir. Ja.
I'm sorry to ask this, Mr. Kemp, but could I please open a tab? Still not in your purse? I'm afraid not. My assistant hasn't arrived as planned, so I find myself in a bind. He must have put the money in my crate, which is currently being held in Mr. Price's storeroom. Well, as you know, I run an honest establishment here, and I do trust you. Good. So yes, I'll open an account for you, to be settled at the end of your stay. Of course. Thank you, Mr. Kemp. Now then, I'll But be you'll never needing leave. something of value as a deposit. I thought you said you trusted me. Aye, it's not personal, lass. One can never be too cautious. How can I open a tab again? Leave me an item of value as a deposit, when it will be time. Kette höchstens, ne? Goodbye. See you. I think that's the only thing that's valuable. That's... Will you accept this silver cross pendant as a deposit? Can I take a closer look at it? Sure. Aye, silver. That'll do. Thank you, Mr. Kemp. Can I get you something to drink? Oh no. No, Not right now, Mr. Kemp. As you were. Okay. Game saved, okay. I found Leonard. Mr. Shoulders home, thanks to the help of Father Roach. Wonderful. So you've met our vicar then? Yes, Yeah, I but did. only the vicar. An interesting character. Indeed. So, did old Leonard apologise for his absence? Not quite. In his absence? He wasn't home. What is that man playing at? You tell me. I've decided to find Hobb's Barrow without Mr. Shoulders' aid. Are you sure that's a wise idea, lass? What other choice do I have? I have a feeling he is avoiding me. Do you know where I can find the barrow? No, sorry. I say that on my mother's grave, Miss Bateman. Na My dann. assistant has not arrived as planned. Oh, is everything all right? I'm not entirely sure. Am I to keep a room for him just in case? If you could hold it for one more night, Mr. Kemp. As you wish. Ist jetzt auch nicht so, als kämen jetzt so viele Leute gerade ins Inn und oh mein Gott, plötzlich sind alle Räume ausgebucht. Ne? Wenn keiner kommt, kann auch keiner das Zimmer nehmen. What can you tell me about Lord Panswick? A most charming man, Miss Bateman. He looks after us here, a good fellow. Where does he live? Panswick Manor, on the moors. No visitors allowed. His lordship likes his privacy. Goodbye. Yay. See You you heard soon. about that? Okay. So, I no must one. say, last night has rather put me off using these toilets. I can't imagine why. What about a room? The time to sleep already? I don't know. Should be midday, I guess. But we have to get our crate. Yeah, my crate is inside. How can I get in there without attracting too much attention? I don't know, just kill Mr. Long and just break in or something. You know, if there are no witnesses, it won't create attention. A sturdy-looking thing, useful to many a weary traveller. Anything I've in stored my... my case in there. A box within a box. Okay. Probably we haven't been to all places. Hallo Isabel! Well, we opened a tab. So... Hello. Good day. Can I buy you a drink, Henry? Really? Really? Yeah. We can talk more at the Really? inn. But I told Mr. Price I'd That's keep watch of the fine. storeroom. Doors have locks for this very reason. You're right. One drink won't take long. I was just I shall wondering. take you up on your offer, Miss Bateman. Let Good. us make our way. Good. Good. The rocket weren't Stevenson's only design, you know.
Before that, there were the Blucher and the Locomotion. Mm-hmm. But my favourite would have to be the Lancashire Witch. Mm-hmm. I believe he built that in 1828. Oh, really? In Newcastle, of course. Oh, I see. Well, that's me. I better be off. Wait. Oh no, why? Ta-ra, Miss Bateman. No. I couldn't even get a word in. He likes a good chinwag, our Henry. He certainly does. Do we have to drag him? Can we drag him? I mean, there were mushrooms. So, how about another drink? Hello? Good day. Can I buy you another drink? I suppose one more ale won't hurt. I shall take you up on your offer, Miss... Let us make... Tell me more about your... The rear wheels are powered by coupling rods. Would you believe? okay. The boiler had 2 flue tubes. Oh. There were nothing like it. 2? Wow. Well, that's me. I better be off. Wait! Ta-ra, Miss Bateman. Question is, do we Curses. drink? I'm starting to feel Shit. somewhat tipsy. I'm here to excavate Hobbs' Barrow, not Hobbs' Barrels. Hobb's Barrels Errungenschaft. Okay. Can we order ale for him, but something non-alcoholic for us? Henry Long can talk, can't he? He's a colourful character. The man drinks like a fish. Yeah. He certainly does. I've seen him drink this place dry and still be up to tend his garden at sunrise. The man can truly hold his ale. Bad. Goodbye. See you soon. It's problematic. Because we can't. Ich geb die Hoffnung nicht auf, dass wir den noch besoffen kriegen. Hello? Good day. Can I buy you another drink? How about a I drink? suppose one more ale won't hurt. I shall guess. take you up on... Let us make Yeah, cool. Let's go there again. Bewley is the latest of many additions to the Oh, Midland really? Railway line. Oh, okay. Speaking of change, I hear the whole frontage of Derby Station is being rebuilt. Oh, Designed by I didn't an know. architect by the name of Tubshaw, if I remember Ah. correctly. Well, Cool, that's cool, me. cool, I better be off. cool. Wait! Ta-ra, Miss Babe. Mr. Long can really put away a drink. Thank goodness I've switched to water. Ah, good. Good. Okay. I'm not sure if this is going anywhere. But maybe. Just maybe. I mean, you can't put something in the drink, I guess. Don't have anything. I don't really want to poison him. Hello? Good day. How about another buy you- drink? Let It really is great to have someone new to talk to. Uh-huh. I've so many more stories to share. Cool. Well, Well, good. that's me. I better be off. Wait! Ta-ra, Miss Bateman. Mr. Long can... Thank goodness I... Okay, our text is the same, though. There's nothing else I would... How do I... Can I change? Can I don't know, become arousing to look at or I've something? hung my dress aside from that. Okay, schade. The wardrobe... Okay. Okay, never mind. I'm not sure this is the way. Probably not. How about Hello. another Good drink? day. Can I buy you... I suppose I shall take... Let us... Alter, das ist ein Schluckspecht, ey. Der Typ ist ein Fass ohne Boden. It really is great Okay, to have... es ist... I've so... Okay, also es ist jetzt Well, immer wieder derselbe wait, Text. Karat. Okay. Schade. Mr. Long, thank goodness... Ah. Okay, this is not the way. Schade. Ah.
Okay. Boah, Alter, hör auf zu gehen, du olle Zippe. Hello. Good day. Good talk. Father Roach asked me not to discuss that with Mrs. de Plancy. Father Roach seems rather under the weather, don't you think? Father Roach? The man is as fit as a lad half his age. Nah. What makes you say that? I found him in the woods in a state of considerable distress. Oh my! This is very worrying. I must check on him later. I had no idea. Mach alles kaputt. Oh, Scandalmonger. Errungenschaft. ich stelle ja alles auf den Kopf. What do you know about Lord Panswick? Wretched man. They say he is restoring a chapel near his manor. But for whom and to what god, I ask? Is he a man of faith? I've barely seen him set foot in St. Edmunds. It doesn't stop him from acting as our God-given ruler. Stay away from him, pet. Don't get yourself tangled up in local affairs. I certainly don't intend to. Are you sure you don't know where Hobb's Barrow is? Hobbs, what? Never mind. Thank you for... Lord be... I think nothing's changed. Habt ihr eine Idee? Any idea? I'm just running through all the screens now. Where? Hi. Creepy girl. Good day, little one. What's your name? Wally took Myrtle. Pardon? He took her and ran off. I hate him. Is Myrtle one of your dolls? Yes, my favourite. Mummy made her for me. She's so beautiful. Wally is the worst brother in the whole world. I'm sorry to hear that. What is your name, little one? Jane. It's a pleasure to meet you, Jane. My name is Thomasina. Oh. This is a lovely little beck. It's where we get our water, miss. It's good for drinking and cleaning. Okay, sie ist nicht so creepy, wie sie aussah im ersten Your Moment. dolls look lovely, Jane. Thank you, miss. But Myrtle is missing. I love them very much. Today was their bath day. Why did your brother take Myrtle away? He's just jealous because Daddy is letting me come with him to the market tomorrow. Wally thinks I'm Daddy's favourite, so he took Myrtle from me. What if he rips her to tatters? What if he feeds her to Mr. Bryden's goat? Don't worry, Jane. I'm sure he wouldn't do such a thing. Where did your brother go? I don't know. Home, maybe. But I have Where's to wait home? here for Myrtle's friends to dry out. Where do you live? Our home is on the other side of the village, miss. Maybe Wally went back there. Or maybe he's left her out on the moors. Poor Myrtle. I'm going to kick him so hard. Ja, das mach du mal. Have you heard of a place called Hobb's Barrow? I have, yes. You have? We aren't supposed to talk about it. Why not? Aha. Would you like to go there? Yes, I would very much like to. I'll tell you where it is if you find Myrtle for me. Good deal. Yes! But don't tell anyone about it or I'll be told off. I promise. Please find Myrtle first. I miss her. I will. Do you know an old man called Leonard Shoulder? No, miss. Okay. Goodbye. Bye, miss. Damp rag dolls have been laid out to dry in the dreary sun. Sweet little flowers. A shrubbery. The delicate flowers smell rather sweet. The delicate... Wir nehmen aber wohl keine Sweet mit. little... Okay.
I do enjoy the charm of a babbling beck. Fossil. Remarkable. A gargantuan fossilized ammonite. Ui. This would look fantastic on my mantelpiece. Hey! Stay Sorry. away from that! It's bad luck to touch the Ammon's horn. I'm serious. Fine. Wir könnten dem Kind einfach mit der Schaufel einen überbraten und dann die Ammonite mitnehmen. Aber das wird wieder dann nicht unterstützt. Okay, gut. Wo geht's hier eigentlich hin? Ah, I see. Cyril. Okay, wir wollen zur anderen Seite des Dorfes. Ich denke mal. Wir können auch eigentlich die Map benutzen, theoretisch. Oder auch nicht. Okay, das bringt uns nicht viel. Nevermind. Hör auf zu gähnen, ey, bei Gott, leg dich schlafen. So, hier hinten, da können wir nämlich nicht hin abkürzen. So. Das könnte das Haus dann sein, oder? Wally, du bist Wally. Hör mal, Kackbratze. This young fellow looks miserable. Yeah, make him more miserable. Good day. Jane tells me you've taken Myrtle away. And what if I did? That's a bit mean, don't you think? She kicked me! Look at this bruise on my leg! Oh. That does look quite bad. Why did she kick you? Because she's a little goblin. You don't know what she can be like. Besides, Myrtle is gone now. I've given her to the fair folk. That'll teach her. Was für ein kleines Who Arschgesicht. are the fair folk? The little people of the moors. I gave Myrtle to them. Little Oh, no. people? You don't mean fairies, do you? We call them fair folk round here. Wally, there is no such thing as fairies. It's true, and I gave him a doll. Where can I find these fair folk? Follow the tinkle of their tiny bells. I hear them when the wind dies. They dance around their little house. But where is this little house? Just listen for the bells, you'll find it. Weil Don't das, think about bringing that doll back. That'll just bring bad luck for all of us. Goodbye. also wenn ich dem Glöckchenklingeln so folgen soll wie dem Pfeifen vorhin, dann läuft das bestimmt super. The road Hier ist es aber nicht. disappeared. Okay, hätte sein können, dass es trotzdem hier ist, aber nein, es ist dann wahrscheinlich, das können wir abkürzen, ne? Map. Bap. Bin sehr schlecht darin. Hier so, ne? Bestimmt. Aber weiter kann ich hier nicht. Ist vielleicht doch nicht die richtige Richtung. Erstmal wieder einen Huhn streicheln. Erstmal wieder einen Huhn streicheln. Nein, nicht weglaufen! Feine You're a Julia. sweet little thing, aren't you? Nein. Okay, hier hat sich leider nichts getan. Hier höre ich auch nur so ein komisches Knacken. Wie so ein knisternder Vinyl-Player. Okay, nevermind. Ich höre keine Glocken. Höre ich jetzt auch nichts? Ich weiß auch nicht mehr, wo das war. Hier. Gut, ich höre das, aber... I'm not sure if these are poison. It looks like something has been buried in the middle. I said it's a fairy circle! Yay! I knew it! Oh, that's not good, is it? Thomasina, please stop leaving your toys lying about the place. What happened the last time you left your dolly under the tree? A fox ate it, madame. Yes, it did. Fetch it now, won't you? Then I'll fix your supper. Yes, madame.
fairy circle. It's the gateway to the fairy kingdom. Mhm. Hello, fairies. Keine inventory. There you are, Josephine. I won't let the foxes eat you. Who's that you have there, little bird? Josephine. She introduced me to the fairies. Oh, fairies, you say? Yes, Daddy. Do you believe in fairies? Of course. Do you see those mushrooms over there? Yes. That's the gateway to their kingdom. That's where Josephine and I go to talk to the fairies. Now, listen to me, Thomasina. Yes? You're old enough now to hear this. There's no such thing as fairies or talking dolls, my little bird. What do you mean? I'm sorry, my dear child. I do not wish to upset you. I just want to make sure that you understand the difference between fantasy and reality. Josephine is just a doll, and fairies do not exist. But, Daddy... Science is the great antidote to the poison of enthusiasm and superstition. Not wrong, though. Please always remember that. If you hear anything about fairies or the like again, know that it's hogwash. What is it? Hogwash? Hogwash. Did Wally bury the doll, I wonder? I mean, they truly believe in that. Especially in Britain. They do believe in fairies, and I love that. I wish I could. This must be Jane's ragdoll. It doesn't look cursed at all, I guess. There is something somewhat unsettling about its appearance. Could be the worms. Perhaps these wriggling worms are the fair folk young Wally was so fearful of. So. How strange. There is a hairpin pierced through the arm. This may come in handy. I'll keep it. Oh dear. At least I shall not return from Bewley empty-handed. Mm-hmm. Okay, where was the girl again? Was it this way? Yes. I found it all. Lee. I present to you Myrtle. Myrtle! I missed you so much. You might want to wash it. Bathe it, I mean. I believe we had a deal. Hide and seek. No, not hide and seek. God, I hate children. Back. It's in moments like these I thank myself for not having children. This. Ja, dann können wir jetzt die Ammonite mitnehmen, ne? The trowel is too blunt to chip away at the rock. Just take it. I can't pry the fossil from the rock with my bare hands. Take the needle. The hairpin isn't strong enough to remove the fossil. But I want the fossils. Hey! Oh, black violet hair. Jane? Einfach zumachen das Loch. Einfach zumachen. This is gonna be one of these horror moments, right? Jane, get out of there. Oh, she's not in that hole. Don't make me come in. She's not in there. Fine. Everything else is giggling at you. Curses. The hole is too small for me to fit through. Close it. Komm, mach einfach dicht. I was always happiest with a trowel in my hand.
uncovering hidden worlds within the earth itself. Okay, sie Clod by macht, clod. okay, sie macht auf, nicht zu. That should do it. Also, the girl is it. Jane! Nein, Mokka, jetzt nicht, danke. Jane, come out this instant. I can't see a damned thing in here. I need a light source. We don't have a light source. Jane? So, da hing doch irgendwo... Tschüss. Scheiß Kind. Nicht das Schöne als Kinderlachen, ne? Pennywise, der ist echt so. Scheiß Blach. Ich wette, wenn wir da in dem Loch sind, dann ist sie draußen. Und irgendwas anderes hat uns da reingelockt. Wo hing das Licht? Where was the light? Where was the light? Light. Where is the lantern? There is the lantern. I have one just like this. Yeah, you don't, though. Das ist das Problem. I have one just like... Aber hast du nicht? Hast du? Hast du nicht? Okay. Das wäre es doch gewesen, ey. Die ganze Zeit auch 5 Items mehr im Inventar haben und nur nicht merken. Haben wir sowas in unserer scheiß Kiste? Denn, ich glaube, wir haben sowas nur in unserem scheiß Crate. Und den Crate haben wir nicht. Das heißt, wir müssen erst unseren Crate bekommen, befürchte ich. Aber wie kriege ich den besoffen oder abgelenkt oder was auch immer? I've stored my Ja, toll. Hairpin. Damit machen wir ein Schloss auf. Aber trotzdem muss der Dödel erstmal weg sein. Der Dödel muss wegbleiben. Can I please have a new candle for my room? I'll go upstairs and replace it this evening. Can I have one now? It's not dark yet, Miss Bateman. Never mind. Goodbye. See you soon. Ich schrei gleich. Das wäre auch eine gute Idee gewesen. Auf die bin ich gar nicht gekommen. So. Hey, Hello? Douglas. Was geht? Yes? What do you know about Lord Panswick? He gave me some sweets once. My friend says that Lord Panswick has special trees at his manor that grow sweets on their branches. You think that's true, miss? No. I think that's very unlikely. Me too. Immerhin. Are you sure you know nothing of Hobb's Barrow? That like a wheelbarrow? Never mind. Goodbye. Goodbye, miss. Good day. Hello, miss. What do you know about Lord Panswick? Not a lot. I know he's in charge around here. Does he come to the village often? Not really. He has a manor out on the moors. Have you ever been there? Heavens, no. Villagers aren't allowed there. Why not? Dunno. It's just the way it is. Are you sure you know nothing of Hobb's Barrow? I really must find it. I'm sure. Goodbye. Bye, miss. Seufzt. Ich bin mir sicher, dass wir den Hairpin nehmen können, um das Schloss zu knacken. Aber wie kriegen wir den? Einfach erschlagen. Komm, einfach drauf. Ist mir egal, aber sein Hinterkopf vielleicht. Kann ich vielleicht den Schmied fragen, ob ich die Laterne leihen kann? Excuse me, sir. Mr. Crozier. Good day. Yes? Hör auf zu gähnen. Mr. Crozier, might I borrow your lantern? Sorry, lass. I need it. It's My eyesight is not what daylight. it used to be. The Oh, extra okay. light helps me see what I'm hammering. Just for half an hour. Just for half an hour. I noticed your spectacular fossil specimen. Oh, I collect them. This one is called an... Ammonite. Ammonite. I'm impressed, lass. From the Jurassic period, I'd venture. Do you collect them too, then? My true interests lie in comparatively modern history. Oh, I. Well, I do love a fossil.
It's important to remember that we all end up in the soil eventually. Quite. Mm-hmm. The soil. What can you tell me of Lord Panswick? His lordship commands much respect around here, lass. Keeps me busy with work. Why do you ask? Just curious. Are you sure you don't know where Hobb's Barrow is? Sorry, lass. Thanks for your time. Aye. Speak to you later. Ich weiß wirklich nicht. I don't think anyone is home. A local... Übersehe ich was? Sign, cross. The sign is in a shabby state, but the shop appears to be a cobbler's. Bei ihm noch irgendwas, wo man was... Broom. Hi, Isabel. A simple broom. I didn't come to Bewley to sweep their streets. I can't think of... Alas, it is not a fantastic... I have one. Nimm die! Wenn du doch so eine hast, dann benutzt sie doch auch. Aber ja, wir haben sie halt nicht hier. Okay. Gut. Cyril, hast du eine Kerze? Good day to you, Cyril. I'll do, lass. What do you make of Henry Long? An idiot who thinks that station's a good idea. Can you imagine? Strangers pouring into Bewley. Yeah, pouring. Hundreds. Maybe he has a point. You could travel. Bah, you're an outsider. I'd expect you to have such a bad opinion. But Henry, he's a Bewley lad. We've had the odd barney or two in the pub over it all. I can imagine. Can I buy you a drink, Cyril? Now? Yes. Why would I? Go on then, lass. Follow me. Ah, dafür bin ich gut genug, ja? Alter, wie viel soll ich denn später zahlen? Ich versocke das ganze Dorf. He turns around and says, "Why is a dog like a tree?" And I says, "I don't know." And he says, "Because they both lose their bark once they're dead." Very droll, Cyril. Well, it's been a pleasure, but I must be off. Aye, lass. Ta for the drink. You're not too bad for an outsider. Siehste. Man muss sie nur einschleimen. Thanks again for the... Now leave me. Ja. Der sitzt jetzt hier noch. Wenn ich jetzt noch den dazu hole und dann kriegen die sich wieder an die Köppe. Das ist halt Sound. Dude, how about an ale? Hello? Good. Don't be a... Nein, sorry. Verklickt. Hello? Verklickt. Good day. Can I buy... So, bitte sei noch da. Bitte sei noch da. Bitte sei noch da. To think, if that station hadn't been built, we would never have met. Blessed be the Midland Railway. What? Idiot! That station Ja, is the Mann! worst decision this village has ever made! Cyril Farnaby. Ich lass a euch mal, ne? miserable man with miserable ideas. I will change your mind even if it kills me. Finally. I'll be off then. Don't. Just ignore me. Ja. Kenneth taught me this useful trick. A hairpin is much more than a hair accessory. A few wiggles and this lock should spring right open. Okay. I've snapped Come the on. hairpin in the process, but I managed to unlock the door. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Lockpicker. Let's open this envelope. There's a note inside. Miss Bateman, I beg for your forgiveness. A matter of grave urgency has arisen in London, and I cannot join you in Bewley.
I've packed your usual equipment and pray you will find local assistance in my absence. I look forward to seeing you upon your return. Yours faithfully, Kenneth Murdoch. How very frustrating. I wonder what happened. I'd better get this to the alley before Mr. Long comes back. Wie will sie das tragen? Moving a fully laden crate through the village square was no easy task. Without being seen, though. Somehow, no one was there to witness it. Lucky us. But I didn't give up, because I never give up, do I, Mother? I am as stubborn as my father, as you liked to remind me. Und seit wie vielen Stunden sitzt das Kind jetzt in dem Loch? Wait. Where is my money? It's not in here. Kenneth, you absolute liability of a man. It looks like everything else is in here. Picks, specimen trays, shovels. Oh, my chisel, I'll take that. And a lantern, yes, Feels thank light. you. There mustn't be any oil inside. No. I'll leave the rest in the crate. Stanley assured me things would be safe here. Wenn nicht, dass wir jetzt Öl holen, dann kriegen wir auch Tomatensuppe no money and entgegengeschleudert. No assistant. This is most inconvenient. Still, I've been in worse situations. I've got a tab at the inn for now. I'll worry about money later. I must find that barrow and get on with the excavation. It's my crate of excavation tools. Shouldn't you, I don't know, close it again? Because, you know, if it's raining and there's equipment in there. I don't wish to carry around my heavy excavation tools. Alright, what do we have then? A lantern without oil? I need paraffin to fuel my lantern. And a chisel. I've had this for years. It's looking like it could break at any moment, really. Ich vergesse mal, was Chisel auf Deutsch heißt. Ne, das hältst du und dann haust du so drauf und dann... Wie heißt das? Ich komme nicht drauf. Where do I get oil? Oh, paraffin. Überlegen. Kann die mal aufhören zu gähnen? I have nothing else to... Ne. Paraffinöl. Die kloppen sich immer noch. I'll leave Cyril and Henry to their grand debate. Ich liebe alles. Ist schön. Dass ich drauf gekommen bin, freut mich. Freut mich. Nicht einfach. Muss aber erst mal drauf kommen. Meißel, ja, danke. Ich glaube Meißel, ja. Stimmt. Hast du dich eigentlich für eine Sache entschieden, Timo? Essenstechnisch? Da weiß ich, was mich erwartet. Boah, dass die alle die ganze Zeit gähnt, ey. Das schreibe ich in die Reviews. May I borrow some oil? Yes. I was wondering if you might be able to spare some lantern oil. I don't have much to spare, lass. I know, just a Paraffin is bit. as rare as hen's teeth in these parts. Yes, I know. How much coin do you have? None, I'm afraid. If you're in a bind, I can trade you a small amount. A trade, you say? Aye. Okay. What Trade would of trade what? you for some lantern oil? Surprise me. Oh, der. What? Surprise. Also, okay. Thanks. Aye. Chisel? Probably. Nah, we need the chisel for the ammonite. Trowel? I don't think Mr. We don't have anything. A nice glove, it doesn't make any sense. We don't have anything, no! Oh, the ammonite! Duh! We get him an ammonite. Yeah! He collects them. Schön, so ohne Hammer, macht richtig Sinn. Splendid. I've managed to extract it in one piece. Perfekt. Oh, der, wrong way. As rare as hen's teeth. Seriös? Das habe ich vor ein paar Tagen das erste Mal bewusst bei Rings of Power gehört. Und hier ist es schon wieder... Ja, same! Ich habe das auch vorher noch nie gehört.
Und jetzt haben wir es gestern gehört und heute. Would you trade some of your paraffin for this fossilized ammonite, Mr. Crozier? Wenn nicht, erschlage ich dich damit. Then, 'tis a beauty that. It looks familiar. I'll take it off your hands. Wonderful. Let me fetch some paraffin from inside. There you are. Thank you. Thank you, Mr. Crozier. Finally. Oh, es tut so gut. Fossil Collector, Errungenschaft freigeschaltet. Es tut so gut, so richtig eins nach dem anderen abarbeiten zu können. Und nicht großartig zu hängen. My lantern is fueled and ready for action. And why is it lit already? This is wasteful. Wo ist das? Naja, ich will nicht sagen, wo ist das Blach, denn ob das da drin ist, bin ich mir nicht so sicher. Ja. Kinder lachen so schön. Let's put this lantern to good use. Oh dear God. Oh, that's nice. What could possibly go wrong, I guess? Jane, come out at once. This is not Jane. Never, never ever is that Jane. Badger, 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 mushroom, mushroom, badger, 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 badger. Es war so klar. Jane! Silly, what are you doing in that smelly old badger's hole? You were in in there. No, I weren't. Yes, you were. Not true. I was hiding behind that tree over there. I got bored of waiting for you. So where can I find Hobb's Barrow? Go north from the church graveyard, up the hill. You'll see some muddy fields on the horizon. That's Mr. Bryden's farm. Hobb's Barrow is there. Don't tell any grown-ups I told you. And thanks for getting Myrtle back. My pleasure. Thank you, Jane. You've been a great help. Nett, obwohl... Nein, zurück. Wir können ja auch hier mal gucken. Ihr seid immer noch am Rumdödeln, ne? Hallo. I can't think of anything else to talk about right now. So, dann können wir da jetzt theoretisch hin, aber müssen wir erst unser Equipment mitnehmen, ne? Denke ich mal. Hier können wir auch gar nicht weiter, ne? Können wir jetzt irgendwie... Was ist mit den Blumen? Die Blumen sind irgendwie wichtig. The delicate flowers smell rather sweet. So. Ich habe dem Kind zugehört, wo das ist. Ja, ja, was sagte? Mr. Bryden's farm. Jane has provided the location of Hobb's Barrow. It is found on the land of a farmer named Mr. Bryden, north of the graveyard. What graveyard? Ah, there was a graveyard, yes. There was a graveyard. Not here, but there. Yep. I still want to know what's in that grave. Hello! Again. Do we need worms? You're coming with me, little fellow. What? I shall name you Kenneth. Now you've got... I've already taken one. Okay, we need one worm. Do we need to fish or something? And where did you put the worm? As I trudged through the barren moors, with only the odd sheep for company, I reflected upon my visit to Bewley thus far. The enigmatic Mr. Shoulder and his puzzling disappearance. The townsfolk of Bewley,
who had made it as difficult as they could for me to find Hobb's Barrow. The suspicion, the wariness in their eyes. Only now I know it was actually fear. Oh dear. In the end, it was the innocence of a child, young Jane, that condemned me to my fate. Oh no. Ich meine, wir haben auch darauf hingearbeitet, ne? Wir wollten das ja auch. Okay. I've no desire to wander the furrows. The gate opens out into a vast tilled field. Falls ihr übrigens wundert, wenn ich mal da runter gucke, ich versuche nur rauszukriegen, wie viel Chapters. Wie viel Chapter das Game hat. I've no desire to wander the furrows. Ja, ich gucke keinen Walkthrough nach, ich will nur wissen, wie viele Kapitel das hat. Oh mein Gott, sie haben Kenneth getötet, ihr Schweine! Noch nicht. Noch lebt Kenny. In unserer Hosentasche oder so. Ja, das ist die Tür, die ist offensichtlich. Let's take the bucket. This is not mine to take. Okay, then kick the bucket. The empty bucket smells of rancid milk. That's good. Easy girl. Haben wir irgendwas für die? I'm not fond of goats at the best of times, but this one seems particularly disagreeable. Disagreeable, is it? Well, we've got a worm. Here, have Kenneth. I should leave the goat alone. Okay, I don't think goats actually eat worms. But goats pretty much eat everything. Do we have paper? It could... okay. What a wild-looking thing. Ach, was? Vernünftig in Sachen eingeteilt hier. Schade. Manchmal will ich nur lesen, wie viele Kapitel ein Game hat. 1, 2, 3 Arcs, 5 Arcs, 20 Kapitel. Wir sind halt im zweiten Teil oder so. I don't know. Wir sind in Adventus. Hallo. What do you want? Good day to you too, sir. My name is Thomasina Bateman. Mr. Bryden, I presume. Aye. What do you want, lass? I understand Hobb's Barrow is located on your land. Oh, well, yes. Why do you ask? I am an antiquarian, Mr. Bryden. I'm writing a volume on the barrows of England. Oh, I suppose you'll be wanting to dig about it. If at all possible, Mr. Bryden. I was invited to Bewley by Mr. Leonard Shoulder, who told me such an excavation would be possible. Leonard Shoulder? Ha! I haven't seen him in years. The last I heard he were on death's door. There's to be no more digging there, lass. Not since it went so badly last time. Oh dear. Last time? Was there a previous excavation of Hobb's Barrow? Aye. My brother dug it up. Must have been, what, 25 years ago? You see, whatever he found inside, well, it drove him mad. Oh? Aye. I moved back here to look after him. Poor bastard hanged himself not long after. Oh dear. I'm sorry, Mr. Bryden. That's terrible. Aye. Time passes, but it were an awful thing. Tell me about yourself, Mr. Bryden. I live here with my wife, and I might be long in tooth, but I can still run this farm without too much help. What did your brother find? Samuel. Samuel were his name. Sorry, what did Samuel find in the barrow? I don't know, but something went wrong. Afterward, he could barely speak. You couldn't make out a word, like. That must have been hard. He lost a hand in that excavation too, you know. Goodness me, how? I try hard not to speculate on what might have happened, lass. I'd see him disappear into that barrow, dragging timber in with him. You'd hear Was ist unserem Vater widerfahren? for hours. I offered him help, but he'd have none of it. Soon enough, he'd block the entrance off. To look at it now, you'd never know the thing we dug up. The land has reclaimed it. Who else was involved in the excavation? 2 others, I believe. Outsiders, perhaps. I can't say for sure. I think they left town pretty swiftly afterwards. I lived in Bakewell at the time. I only moved back here to look after Samuel. I took over the farm when he passed away. I see.
What can you tell me about your farm? Samuel's fair to side. We're a fortunate family. The soil is fertile here. Crops grow without too much trouble. All the other farmers round here raise livestock, even Lord Panswick. We grow feed for him. Most fortunate, Mr. Bryden. Is your wife home? She's out in fields, lass, pulling weeds. The curse of such fertile soil. 40 years we've been married. I couldn't do it without her, you see. How splendid. Aye, my wife is a fine woman. Are you married, lass? No. I've had my fair share of proposals, Mr. Bryden, but that's not the life for me. Marriage is an important institution. You'll find a man one day. I manage rather well without one, Mr. Bryden. You haven't seen Mr. Shoulder for some time? I hear about him now and then, but it must be a good few years since I set eyes on him. He hasn't been here to visit Hobbs Barrow? Not to my knowledge. I heard he's beset by ailments. Don't leave his home often. How odd. I assumed he'd spoken to you about my visit. Not at all. What can you tell me of Lord Panswick? He keeps us going. Most of our crops go to feed his animals. What is he like? Oh, I've hardly laid eyes on him. He sends his workers here to pick up the crops. I see. That's quite an intimidating goat you own. The old girl does a better job of protecting this farm than any hound would. Ja, She still glaub ich. produces a lot of milk for us, so we forgive her temper. Süß. Hat er einen Namen? You say Mr. Shoulder is at death's door. What exactly ails him? I'm unsure. It's just what I've heard. I wouldn't want to speculate on matters that are not my business. Mr. Bryden, may I please have your permission to excavate Hobb's Barrow? No. Have you not been listening, lass? Samuel found something in there that's best left to rot. No digging here, lass. No digging. Please. Wouldn't you like to find out more about what Samuel found in there? Perhaps. But Samuel boarded up that barrow for a reason. You don't want to tempt the same fate, lass. Perhaps I can at least see Hobb's Barrow. I suppose you've come a long way to be here, lass. All the way from London, Mr. Bryden. Have you any proof of all you've told me? You wish to see proof of what, Mr. Bryden? I can't let any Tom, Dick or Harry wander around me fields. What proof have you of your claims? Thanks for your time. Ta-ra. Ich glaube, wir haben nichts bei, oder? Doch, das hier? Doch, den Brief. Here is proof that Mr. Shoulder invited me to Bewley in order to excavate Hobb's Barrow. Leonard making bold promises, I see. Don't make me regret this, but yes, you can have a look at it. Thank you. Any road. Once you've set your eyes on it, you won't be wanting outdo with it. The place gives one a queer feeling. So where can I find it? Through that gate to your left. Just head straight across the top to the field there. After 10 minutes or so, you'll see Barrow, set on a hill ahead. Thank you again, Mr. Bryden. I really do appreciate it. So, ich habe endlich einigermaßen rausgefunden, wie viele Kapitel es gibt. Und zwar nur in den Achievements. Da habe ich einen groben Überblick. Dass wir lahmarschig sind mal wieder. Na toll. Haben wir einen Schirm? Nein. I probably should have brought my umbrella. Probably. AR. I haven't a clue what that could be referring to. Pirates. Someone has carved the letters AR into the stone. Finally, here it is. Hobb's Barrow. Und eine schöne Musik für wahrscheinlich das Tor zur Hölle oder so. Barrow of a most unusual rectangular form. I've not seen something like this since West Kennet Longbarrow. Yes, this shall make a fine entry for my book. What secrets do you conceal, I wonder?
smell. Earthy and sweet. Errungenschaft freigeschaltet, Hobbs Barrow. 3, 2, 1. You can open your eyes now, Thomasina. Come. Are you ready for your first excavation? Yes, Daddy. Capital. Make sure you remember everything I've taught you. I have a feeling you might find something special. How exciting. I'll be watching from the steps, my little bird. Good luck. Thank you, Daddy. In dem guten Sonntagskleid. Okay. Now I'm ready. Okay, wo buddeln wir denn? Haben wir irgendwo was zu buddeln? Dirt, dirt. Dirty, dirty, dirt. Dirt. No treasures here. Gedink. Nothing here. Okay, was haben wir denn hier noch so? Treasure! Daddy, I found the treasure! Insert Zelda item Look. sound. Well done, Dee, 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 little dee. bird. Your first successful excavation. That urn you're holding is very old and precious. And it's got Take your good grandma care in of it. All right? I will, Daddy. I promise. Cute. Ja nun, that's a walk down memory lane. I do have a feeling there is something exceptional to be discovered here. I must Oh, gain I Mr. bet. Bryden's permission to excavate. I mean, what is he gonna do? There's no fucking police. He's old. I do have a He won't feeling see. there is something. I must Yeah, get- yeah. Is there anything here? Not really. Nope. Nah, can we just leave? Okay. Oh dear. Nicht mehr so happy die Musik, ne? Darkness falls quickly here. I should make my way back to the inn. You must be soaked. I shouldn't disturb him at this late hour. Okay. Bin sehr froh über... Oh, das mit dem Nebel ist so toll, ne? Stehe ich ja voll drauf. Good evening, Mr. Crozier. Evening. Thanks again for the fossil, lass. 'Tis truly a beauty. You're most welcome. How long have you been collecting fossils? Ever since I were a boy. The moors look a barren place, but there are plenty of fossils to be found in the rock formations. All manner of creatures to uncover. Such a playground for a young lad. What's your favorite piece in your collection? The ammonite you gave me today. Aww. The most recent is always the best. Indeed. What about you, lass? Do you collect out? I do. You see, I'm writing a book on the barrows of England. It shall be called Vestiges of the Antiquities in Rural England. I document all my findings. But what do you collect? Pottery, tools and such. Bones too, no doubt. No, I leave those in place. You've got a morbid heart, lass. Fussing about in old graves like that. We're not dissimilar in that we both take an interest in the remains of the long gone. I suppose you have a point there. See? How's your book coming along, then? Very well, thank you. Though I'm rather keen to begin my chapter on Hobb's Barrow. Thanks for your time.
Aye. Speak to you later. Ich mag den. Good evening, gentlemen. What are you gonna do about him? If he thinks he can take her away from here, he's got another thing coming. I am gonna knock his bloody block off. In fact, I can think of a better punishment. Oi, what do you want, lady? Piss off. You heard the man. Charming. Neu ist immer besser. Ist meine älteste Regel. Das ist die beste. Ja? I don't wish to wake him up. But Herbert! It's Herbert, the local stray. Ich habe einen Wurm für dich, Herbert. Und du hier machst diese Messerstecherei auf deiner Hand, ja? Du bist auch noch richtig männlich. Good evening, sir. Verstich dich nicht. I'll leave you to it. Ja, It's läuft such bei a dir. brutal hobby. Upsi, Entschuldigung, ich habe aus Versehen, irgendwie bin ich rausgetappt, obwohl ich das eigentlich gar nicht kann. Egal. Upsi. Hello again, Cyril. You're still here? Did Mr. Long convince you of the virtues of Bewley Station? What the hell do you think? Now bugger off and leave me to me drink. He seems even more wound up than usual. I must say, last night... Ja, ist okay. Gut. Steve, wie heißt du nochmal? Steven? Good evening, Miss Bateman. Good evening, Stanley. Stanley. So. I found Hobb's Barrow. Oh, remember what I said, Miss Bateman? There are stories connected to that place. Yes, stories you won't elaborate on, I might add. Don't worry about me, Stanley. I'm quite capable of warding off imagined fiends. I have no doubt, but please leave that place be. I've come this far, there's no turning back now. That's precisely what worries me. A mug of your finest ale, please. Wir essen aber auch nie, ne? Aber naja, Bier füllt ja auch den Magen, wa? There we are. That's 2 pence on your account. Thank you. Hau weg. Goodbye. See you soon. Dass wir den Drizzle noch haben, ne? Time Ja, for ich geh bed. mal. Tomorrow I shall convince Mr. Bryden to allow me to begin my excavation. Miss Bateman. Oh, der. Yes, Mr. How are you? Tired. Gonna buy you a drink? One won't hurt. Perhaps I can gain more information from Mr. Tillett. No thanks, Mr. Tillett. I should keep a clear head. I shouldn't you stop drinking so much. Ah, komm, One scheiß won't drauf. hurt. Excellent. I feel bad about what happened last night. I'm sorry I can't remember it. That's all right, Mr. Tillett. Alcohol can do all sorts of damage to one's memory. I was thinking that maybe if we had another drink tonight, I might remember what happened. I'm not sure that's logical. But worth trying? I don't need any further convincing. Take your seat, Miss Bateman. I shall return with the goods. Bin gespannt. To Leonard's shoulder. Wherever Will he never may be. show up. Does it exist at all? I've been meaning to ask you something. Yes? Why did Leonard's shoulder ask you to dig up Hobb's Barrow? I don't know. Despite his disappearing act the previous evening, not to mention his questionable sobriety, I decided Mr. Tillett was to be my ally. Well, hopefully. I spoke again of Mr. Shoulder's letter, his proposed excavation, and my status as an antiquarian and barrow digger. He was fascinated and quite excited at the prospect of meeting the soon-to-be author of a real-life book. You must find all manner of riches on your digs. Barrow digging is not all success, Mr. Tillett. Often I'll come across the likeliest of sites steeped in promise. We set to work with shovel and pick and all the other barrow opening paraphernalia you can imagine. Every stone carefully taken down, every shovel full of earth put dutifully through the sieve, and we find nothing.
Or you may find a miserable remnant of animal bone or a shard of pottery hardly to be recognized from the peat in which it decayed. Sometimes it's as if some Neolithic humorist prepared an elaborate practical joke for your special benefit. It still sounds much more exciting than spending your days sitting in England's most remote railway station. Are you all right, Mr. Tillett? I've had another argument with Agnes. Your wife? Aye. She didn't want me coming to the plough tonight. Truth is, I've been drinking my life away since my mother passed. Oh, that's terrible. I'm sorry for your loss. You're kind, Miss Bateman. Thank you. It's been a year since the old girl left us. She had a horrible end, wasting away, day by day. Consumption got her. She was naught but bones by the end. I can't get the image out of my mind. She were everything to me. I'm so sorry. I apologise for going on, Miss Bateman. It's not appropriate. Don't worry, Mr. Tillett. I appreciate your openness. Used to love going for walks out in the moor, my mother and I, ever since I were a little one. She'd get a tear in her eye as she looked out upon it. She loved this land. I asked Mr. Crozier to build a bench, which we've erected at her favourite lookout spot on the moors. Margaret's Lookout, we called it. Aye. It's a beautiful tribute. Aye. If you take a seat there, do keep her in your thoughts, won't you? Of course, Mr. Tillett. I can relate in some manner. My father had an accident when I was very young. What kind of accident again? He can neither move nor speak. He spends his entire life bedbound and incapable of communicating or looking after himself in any way. How dreadful. He did the same thing, right? He was a barrow digger himself, an antiquarian of some renown. He taught me so much, even though I was so young. I think writing this book is my way of carrying on his work. It helps me reclaim those earlier memories of him. And I visit him often to tell him all about my excavations. Can he hear you? I've no idea. The doctors aren't sure. I'd do anything to make him better, Mr. Tillett. I'd do anything to bring him back to the man he was. I am in a state of suspended mourning for a man caught between life and death. Dreadful. Just dreadful. We all have our weaknesses. Mine just happens to be my father. And what of your mother? A cold woman. We haven't talked in quite some time. I think she blamed me for my father's accident somehow. You were but a child. Indeed. She thus saw it fit that a governess should raise me as she spent her life grieving for my father. Well then, I propose a toast. A toast to what? A shared sense of loss. I'll toast to that, Arthur. Wobei ist Ihr Vater verunglückt? Let us be merry. Another round. I really shouldn't. But I did. And another after that. Oh dear. And another. Another cling. The frustrations of my visit to Bewley slipped away with each swill of Stanley's finest ale. We had great fun that night, Mr. Tillett and I. I treasure the memory. Go on then. Let's hear those pipes. Mustn't. Sing the song. You're incorrigible. Please. You'll make a sad man happy. Oh, all right then. Wer wohnt an einer Ananas? Ganz viel mehr. Nein? Okay. Oh dear. Clasps, celts and arrowheads I'll try to claw within my clutch. And if a shield I should espy, I'll vow there ne'er was such. With popish tricks and relics rare, the priests their flocks do gull. In casting out the earth take care. Huzzah! I've found a skull! Ja nun, das Lied kommt nicht überall gut an, glaube ich. Dein Lied war besser. Anders. Sagen wir mal anders. Okay, ja, das ist normal. Perfectly normal. I guess. Die Supernova auch völlig normal.
Der Gnom auch völlig normal. Hi. Du musst zum Zahnarzt. What is this? Who are you? I'm the one that saved your father. What do you mean? You were here 25 years ago. Oh, really? Father? You were deep down with the others. You were there when something went wrong. I dragged him out. Impossible. I helped him then, and I can help him again. I don't understand. Believe my words. You'll find proof in morning. Now go. One more thing. This is not a dream. Expisquor. Timo, was heißt das? Was heißt Expisquor? Goodness, that was a terrible sleep. Ich bin nicht wirklich müde. Es ist nur von Betty, die dauernd gähnt. Oh, wer hätte gedacht, dass der Vater... Ja, also der Farmer hat ja gesagt, sein Bruder Samuel wurde da gefunden, der hat gegraben und der konnte nicht mehr reden und der konnte gar nichts mehr. Oh, komisch, ihr Vater auch. Das war abzusehen, denn wir haben ja nie erfahren, was für einen Unfall der Vater gehabt hatte. What's this? Oh, fuck this. Fuck that. Here's a book. There's a strange stone strapped to the cover. Ich forsche oder frage aus. Ah, okay. Na, also das Verb zumindest dazu, oder? Weil das... War das nicht gerade... Warte, ich lese sofort. Nee, Expisquor stimmt, das ist First. Das ist erste Person, ne? Vorhin hat eine Adventus. Das ist ja so ein bisschen die Ankunft, glaube ich, ne? Wie Advent, so, bla. Day 1. I arrived after a decent day's ride from Bakewell. This is a curious place. Locals seem distant. I'm to meet my local contact tomorrow, so it will be an early night for me. I shall try to keep a diary of my stay here and not give up by day 3 of the excavation as usual. Despite the thrill of possible new discoveries, I cannot stop thinking about my dear wife and wonder if I should have left her in her current state. I must have faith that she will conquer this bout of illness. Day 4. Expiscari ist ein Deponens, deswegen die komische Form. Ja, wird schon stimmen. Da hört mein Latein wortwörtlich auch einfach auf. True to form, my journal has been abandoned. Let that not speak for the excitement I feel for this excavation. After much preparation, we dig tomorrow. Such an exceptional site with a unique history. As for the dangers, we shall meet them head first. We are prepared. I also sought out a local wise woman yesterday, and she provided me with a tincture for my beloved's nausea. Gravidarum, also starke Übelkeit, denke ich mal. Gravis. I'm sure she shall be pleased with it upon my return. Lo, Arrow, a place of miracles. A planted seed sprouted before our eyes and illuminated our path. Nature's laws hold no meaning here, but I clutch my tablet with the knowledge that I shall end this. Wir haben... Okay. We found the code was simply in the singularity of the characters. All eyes must face towards the 7th Archontic. Macht bestimmt Sinn, wenn es soweit ist. Okay. Wir haben 2 griechische Buchstaben, aber 2
weitere stehen hier eigentlich. Okay. When the sun and the two moons meet, the guardian shall be defeated. Okay. A dead language reveals the path. Timo, it's your turn. For thou art the moon, the chief of the stars. Listen to the things that I have said. Follow the words of my mouth. Reveal thyself to me. Also wir haben auch extra in Caps Lock Moon, Stars, Listen and Mouth. I heard a whisper, not once, again and again. I will pour out my spirit. I will pour out my spirit. I will pour out my spirit. Minimal kryptisch. It appears to be a journal, full of hogwash. I don't recognize the handwriting. Okay, it's not your father's? Maybe Stanley knows more about it. Maybe it's Samuel's. It's probably Samuel's. Wir werden jetzt das neue Kapitel heute nicht mehr schaffen, unbedingt. That was quite the tune you treated us to last night. To be honest, Stanley, I felt better. I take it you slid this journal under my door? I beg your pardon? The journal, Stanley. I certainly did no such thing. Nor could have anyone else. You're the only guest staying here. What's the meaning of all this? Do you propose that it manifested itself out of thin air? Well, I'm sorry. I just don't understand how else it could have got there. Also wir werden das nächste Kapitel nicht komplett schaffen heute im Stream. Aber wir werden es trotzdem beginnen, ne? Are you sure there was no one else here overnight? Without doubt. How very, very peculiar. So, what does it say inside? Schwierig. Ach komm. Stanley, ich versuche ihm zu vertrauen. Ist wahrscheinlich eine schlechte Idee. Aber Well, I can't make head nor tail of it. Neither can I. Maybe someone else in the village can help you with it. What do you make of this stone? That's a funny looking thing. It's got a cockerel on it. A what? Yes, but have you seen anything like it? Never. A cock what? Do you ever have strange dreams, Stanley? Me? I sleep as sound as a baby. I had one such dream last night. It was so vivid. What were it about? Hallo Rio und Dankeschön für dein Raid. Vielen lieben Dank. Wie geht's dir? Alles fit? I was at Hobb's Barrow. Oh? Hallihallo. But everything was different. Great peaks soared in the distance. Hallo And there Tina, was hi. A creature. Etwas am Arsch. Warum? Was ist los? Yes, a short, robed fellow, eyes as black as pitch. It told me that my father had been there in Hobb's Barrow many years ago, but something went wrong, and the creature helped him escape. It said that I would find proof in the morning. Oh, the journal. You've had a premonition, lass. Please, Stanley, I've no time for that nonsense. But I'll admit it's a strange coincidence. Man hält uns nicht für What doof. did I tell you about Hobb's Barrow? That I should leave it alone? Aye. Hogwash. Your dream reminds me of a story from my childhood. An old folk tale about Hobb's Barrow. Heute beim, was? Fischitational? Was? Eingebuttert und jetzt gerade Hand-Showdown. Sie hat den Hintern versohlt bekommen. Das ist okay. Das muss auch mal sein. Das holt ihn auf den Boden der Tatsachen zurück. Das erinnert mich voll an Zack McCracken. Oh ja, sehr, ne? Es ist tatsächlich ein ganz, ganz neues Horror-Pixel-Point-and-Click-Adventure, was erst Ende September rausgekommen ist. Das ist The Excavation of Hobb'S Barrow und wir sind jetzt gerade in Kapitel 3 oder so, keine Ahnung, irgendwie so. Und das hat ungefähr eine Spielzeit von so, weiß ich nicht, 8 Stunden. Bei mir vielleicht 9 Stunden, ich weiß nicht. War ein PUBG-Turnier von Fischkopf. Okay, und wie lief das?
Aber ja, es gibt hier auf jeden Fall die Zack McCracken-Vibes ein bisschen. Es ist auch ein bisschen creepy, ein bisschen eerie, aber nicht zu sehr. Aber es ist wesentlich einfacher als Zack McCracken. Zack McCracken war ja doch... Da brauchtest du ja 30.000 Speicherstände, weil wenn du einen verkackt hast, war gut, wenn du nochmal neu laden konntest. Und das ist ja eigentlich bisher nie der Fall gewesen. Und doch sind wir eher am Arsch, weil wir nur einen Speicherstand haben. Von 4 Runden 2 in die Top 10 gekommen. Voll gut. Nice. Ich habe leider keine Ahnung von PUBG, aber die Top 10 klingt gut. Also stabil dafür, dass ich das eigentlich nie spiele, würde ich mal sagen, ne? Ja, das war stellenweise sehr tricky. Ich hab Zack McCracken nie durchgespielt. Weißt du, ich komme in die Hölle. Warte. Weißt du, normalerweise, also jetzt gerade bei Halloween nicht, aber normalerweise habe ich das hier im Hintergrund stehen. Was einfach ein unterschriebenes Zack McCracken ist. Aber ich habe es nie durchgespielt. Wir haben es uns sogar letztens noch mal gekauft, aber naja, halt immer noch nicht gespielt. Wie so viele Sachen, ne? Deswegen komme ich frisch in die Hölle. Aber das ist okay, denn in dem Spiel hier, basically, ich glaube, da ist man auch schon gut am Vorhof der Hölle irgendwo. So, guck mal, es ist leider nur auf Englisch. Ich hoffe, das geht. Ich fand es bis auf einzelne 2, 3 Wörter, die man im Kontext gut versteht, tatsächlich aber durchaus verständlich. Und wenn ihr Fragen habt, einfach raushauen. What is this folk tale you mention? Well, when I were a wee boy, there were talk of a goblin. They say he lived inside Hob's Barrow, hence the name, Hob's Barrow. Hob, coming from hobgoblin, of course. Oh, yeah. Fortunately, I don't remember anything else about it. I was told not to believe in such fairy tales, Stanley. Don't close your mind to such things, lass. I'm sure Mr. Shoulder will tell you more. Perhaps, if I ever meet him. Goodbye. See you Ja, Mr. Shoulder, als ob wir den jemals treffen. Good morning, Mr. Kemp. Good day, morning. Miss Tompkins. I'm here for his lordship's paper. Sorry, lass. Mr. Price hasn't dropped them off this morning. I heard he actually left the village yesterday. Indeed, I can vouch for that. Ma'am? Good day. Oh dear. His lordship won't be pleased. My sincerest apologies, Miss Tompkins. I'll come back in a few days. Ta-ra. Goodbye. Ja, nun. Aber übrigens auch die alten Point-and-Click-Adventures, die ich halt nie gespielt habe oder nie durchgespielt habe, weil ich als Kind einfach zu schlecht war, holen wir irgendwann nach. Ne? Das Cosplay für Day of the Tentacle hängt im Schrank. Ich brauche immer noch eine passende Perücke dafür, aber sonst ist Laverne ready. Und Stanley vielleicht auch. Ne, Stanley heißt er gar nicht. Stanley heißt er hier. Jetzt komme ich schon durcheinander. Bernard. Ne? Also das kommt schon noch. Und vieles andere auch. Und die ganzen Monkey Islands und so. Das spielen wir alles noch. Aber wir spielen viel Point-and-Click, aber nicht nur. Schauen wir mal. Right. I need to convince Mr. Bryden to let me excavate Hobbs' Barrow. Ja, das klappt bestimmt find gut. out where this journal came from. Curses! I forgot I had this worm in my pocket. Poor thing is dead now. Rest in peace, Kenneth. I've just noticed this matchbox is completely damp from the rain. The match is no use to me anymore. Hä? Hätten wir damit was machen müssen? Gibt es unterschiedliche Wege in dem Game? Wofür hatten wir das denn? Oder haben wir... Nee, wenn wir... Eigentlich müssten wir unsere Laterne ja damit angezündet haben, aber wenn das nass geworden ist, wir können es nicht mehr benutzen, haben wir es ja offensichtlich auch nicht benutzt gehabt. So, hä? Oh mein Gott, die haben Kenneth getötet. Ihr Schweine. Hallo, gute Frau. Good day. Ja, ich stelle mich auch mal hinter die Leute. Come back later. Oh, I'm sorry. Ja, okay, chill. Nette Dame. Na, guten Morgen. Good morning, Father Roach. Ah, Miss Bateman. What a pleasure to see you again. Have you tracked down Mr. Shoulder yet? Don't get me started. I'll take that as a no. Indeed. Do you recognize this journal? What a tatty old thing.
You ought to take better care of your possessions, Miss Bateman. Ja, genau. It's not mine. Then whose is it? That's precisely what I'm trying to find out. I'm afraid I can't help you. I haven't seen it before. What do you make of this stone? I don't recognize the symbol from any Christian iconography. Did you make it yourself? No, never mind. What brings you to the square today? I'm meeting a couple of young congregation members to go over some scripture. You're welcome to join us. Thank you, Father Roach, but I have quite a busy day ahead of me. We will be at St. Edmund's, should you wish to join us later. Thanks for your time. Lord be with you. Ja, ja. The blacksmith looks closed. Okay. Wo fangen wir denn mal an? Ja. Ja. Kaka. It's a fucking chicken. Okay, sie sagt da nichts zu. Okay. I mean, we know someone who has chickens. Look at all those chickens. Mr. Long mustn't be in. Oder er hat keinen Bock I aufzumachen. don't need to go in there again. Ja, ist ja okay. This house looks pleasant. Gut. Komm, wir gehen erstmal hier rechts lang, denn da ist nicht viel. Steht unser Kollege da wieder? Nein, auch gut. Oh, das Rotkehlchen ist da. Das ist so süß. Na, Wally? Kleine Kackratte? Hello, Wally. Go away! You gave the door back to my sister. It wasn't very nice of you to bury her favourite toy, Wally. I gave it to the fair folk, and you stole it back from them. You don't really believe in fairies, do you? You're old enough to know better. They're real, and thanks to you, I'm cursed. There's no such thing as curses either, Wally. Go away! Vielleicht solltest du dann nicht die Puppe deiner Schwester dem Fairy-Folk schenken. Dann müsstest du auch nicht verflucht werden, kleine Ranzratte. The road disappears over the horizon. I see nothing Es but ist so schön. Ich weiß, hier können wir nicht lang, aber es ist so schön. Frag mich, ob wir 3 Streams hierfür brauchen. Das wäre dann so, upsi. Wir werden jetzt auf jeden Fall Donnerstag weiterspielen. home. Donnerstag werden wir das weiterspielen. Wir spielen es aber auch noch ein bisschen. Es ist 11:30, ja, aber halbe Stunde auf jeden Fall noch. Timo meldet sich dann hier einfach, wenn ich die Fresse halten soll. War weniger geplant. Jetzt 2 Streams. Ich hatte gehofft, es würden 2 Streams. Weil ich so viele Spiele habe, die ich noch in diesem Oktober spielen möchte. Das ist so ein bisschen ärgerlich dann manchmal, wenn man länger braucht. Aber es ist abzusehen, dass man einfach manchmal länger braucht als... Ne? Obwohl hier rede ich ja gar nicht viel währenddessen, weil alle Sachen, alle Gespräche sind ja vertont tatsächlich. William Paxton, modest and gentle of heart. And it was on this day that Wally learned more about the concept of a thing called karma. True. Kaninchen, Kaninchen, Kaninchen. Es dauert immer länger als geplant. Ja. Und es ist auch kein kurzes Spiel. Das geht ja schon regulär so 8 Stunden. Das heißt kurz, lang, ne? Ihr wisst, was ich meine. Das kennen wir schon. Wir gucken mal. Mal klopfen. Da ist sowieso keiner zu Hause. Schade. Wir streicheln wieder einen Huhn. Continues to prove himself elusive. Huhn. You're a sweet little thing, aren't you? So, hat sich hier irgendwas getan? Nein, warum auch wirklich? Das ist schon verständlich. Dann können wir ein bisschen hüpfen. Was ist denn an der Railway Station so los? Hallo Sarin! Back, 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 back. Back, back. Nix ist hier. Ein Sign. Closed. Bewley Station is closed for the time being due to track damage between Bewley and Bakewell. We apologize for any inconvenience caused. Midland Railway.
Thanks for traveling with Bewley Bahn. Ja. Kein Rabe. Kein Cyril. Oh, hi. Thomasina! Good morning, Arthur. You look a bit addled. Are you feeling all right? I am not used to drinking as much as we did. Aye. My head is pounding. But you used to it, aren't you? To tell you the truth, Arthur, I've had a somewhat puzzling morning. Oh? Someone slipped this journal under the door of my room. Whose journal is it? I have no idea. The text refers to some sort of excavation. Well, Stanley must be playing tricks on you. He swore his innocence. I thought perhaps you might have done it? No, it wasn't me. That's for certain. Somehow I have a clear memory of last night. Hab nun Instagram, das heißt, ich kann nun deine Bilder glupschen. Und in dem Moment kriege ich den Follow. Danke. An alle, die es natürlich generell immer interessiert, ihr seid willkommen, auch auf Twitter, Instagram und Co. reinzuschauen. Discord natürlich auch immer sehr gerne, falls ihr nichts verpassen wollt. Hihihi. Übrigens, man kann auch, glaube ich, kann man nicht auch ohne Account stalken? Theoretisch? Auf Insta? Oder nicht? Weiß gar nicht. Kann man denn nirgendwo mehr stalken ohne Account? Ist ja lachhaft. Nur zur Hälfte. Aha, zur Hälfte? I wonder who left me this journal then. Mind if I take a closer look? Please, go ahead. Oh, ich mag das Spiel trotzdem so gern. Das ist so cool. Relativ entschleunigt. Es passiert nicht so viel. Ich wünschte, es würde ein bisschen mehr Horror. Aber ich glaube, das kommt noch. Writings of a madman. I don't disagree. Did the sketches mean anything to you? No, not at all. But they turn me stomach. You might want to show this to Mother Mildred. Mother Mildred? Who is Mother Mildred? Some think her a witch. A witch? Aye. She might be able to help you with the symbols. Where can I find her? She lives alone in a little cottage within Herne Wood here. In Shouldn't have Herne. too much trouble finding it. Thanks, Arthur. You're welcome. Es werden 3 bis 6 Beiträge angezeigt. Wenn man die anklickt, wird verlangt, dass man einen Account machen soll. Ah, okay. Ja gut, ich meine, Instagram gehört Facebook und bei Facebook war das ja auch immer so, ne? Macht Sinn. Isabel sorgt hier für meinen erhöhten Herzschlag, ich merke schon. Ja, ja. What do you make of this stone? It's a good shape for skimming across water. What is it? Aber dann I'm ist er not weg, sure. ne? It was strapped to the cover of the journal. How mysterious. Das ist das Spiel auch hauptsächlich mysteriös, ne? Also so horrorlastig finde ich es nicht. Aber es wurde auch gesagt, dass es so ein bisschen Low-Key-Horror hat. Und das ist ja auch gut. Ich glaube, wenn wir morgen Get Even spielen, wird das schon lustig genug werden. Und vielleicht gehen wir Richtung Ende Oktober auch noch in den Horror, der mir die Windeln vorher bestellt, damit ich hier nicht kein Unglück habe. I had a splendid time last night. Aye. I even remember most of it this time. Ooh. Thanks for listening to me going on. I really appreciate it. The feeling is mutual. Thank you too, Arthur. I see the railway station is closed. What happened? The line is down. Track damage between Bewley and Bakewell. No trains for a day or more. Does that mean I'm stranded here? For the time being, Thomasina. Oh, wer hätte gedacht? Ich muss gerade mal an meine Haare schnuffeln. Jo. Ich habe heute so ein anderes Zeug benutzt für die Haare und ich habe mich gerade gewundert, warum es hier so parfümiert riecht. Aber es sind meine Haare. Okay. Why do people think Mother Mildred is a witch? Just because a woman lives alone in the woods doesn't mean she flies about on a broomstick. There's more to it than that. They say she lays with demons. Who are they? Oh, you know, local folk. Hogwash. Some also go to her for potions and spells. Spells? Come now, Arthur. Truth be told, she's a nice old lady. I sometimes see her foraging in the brambles around here. Will she burn at the stake sometime soon? You might think us backward in Bewley, Thomasina, but we're not that backward. Sorry, Arthur. I only meant to tease. Goodbye. Ta-ra! Danke, Sarin, by the way. Meine Boa damals war schon ganz cool. Leider habe ich das Cosplay nicht mehr. Ich bin momentan voll im One Piece Hype wieder. So, sonst war nix, ne? Ja.
Jetzt können wir da durch. Jetzt können wir da durch. Moment, was? Memory Lane. Thomasina, dear, come say goodbye to your father. Come on now, don't make him wait. Die meisten haben irgendwie blaue Augen in dem Game. I don't want to. Ich habe Boa damals verkauft. Irgendwann. Weil ich es nicht mehr getragen habe. I hate you, Daddy. Ich würde auch nicht mehr reinpassen. I want to come with you. We've been through this, little bird. You can't come with me this time, but we'll go to Zebra next month. I promise. Zebra, okay. Oh, what a dig that shall be. Thomasina ist tatsächlich ein legit Name. Well, I love you. See you soon, little bird. Also heutzutage ist er, glaube ich, nicht mehr so häufig. Aber Thomasina kenne ich auch aus einer anderen Serie, der Namen. Also das ist nicht das erste Mal, dass ich den höre. Das ist wahrscheinlich einfach die weibliche Form von Thomas, ne? Er hat jetzt das Rad auch nicht neu erfunden, ne? Ich gucke gerade mal, ob da irgendwas zu steht zu Thomasina. Thomasina. Ich kann schreiben. So, wir gucken mal. Wie beliebt ist dieser Vorname? Er hat nur 57 Stimmen, der ist auf Rang 1583. Was steht denn noch dazu? Bedeutung Zwilling. Hä? Okay, ich habe offensichtlich keine Ahnung von sowohl englischer Herkunft als auch altaramäischer Herkunft. Und sonst, ja. Thomasina ist in Deutschland ein seltener Vorname. Im Jahr 2014 belegte er in der Rangliste der häufigsten weiblichen Babynamen den 191. Platz. Es geht ja schon fast noch. Immer noch besser als manche andere Namen, die es so gibt, ne? Fühle ich in Mone passt mein Hintern nicht mehr rein und in Sanji passe ich nicht mehr rein wegen meinen Bubis. Das ist manchmal schwierig, ne? Man verändert sich halt auch. Man muss ja manchmal einfach ein neues Cosplay machen. Oder abändern oder was auch immer. I shan't be visiting the badgers again. Nicht? I was lucky to escape intact. Badger. War so klar, dass das Kackhinter nicht drin ist. So, haben wir hier irgendwas, was wir... Nö, Exit. Oh, Resin. Ja, meine Figuren sind auch aus Resin. Resin has been oozing from the stump. It looks set now. Eben. Oder abspecken. Oh, das muss ich auch. Das muss ich auch. Für Uta muss ich abspecken. The resin has set somewhat. It's firmly gripped to the stump. Das ist Baumharz, oder? Harz? Resin ist Harz, ne? Können wir das mitnehmen irgendwie? Irgendwie? The Irgendwo resin irgendwann? has set somewhat. Chisel the Dizzle. Ja, I've Mann. collected some waxy resin. Perfekt. I've collected this lump of waxy resin. Okay, wir haben jetzt Baumharz. Was wir vergessen werden, denn es ist auf der nächsten Seite des Inventars. Und somit ist es aus den Augen, aus dem Sinn. Gute Frau. Ich wusste immer, dass Nahaufnahmen und HD machen alles creepy. Please, Good day. forgive my intrusion. Are you Mother Mildred? Some call me that. I prefer Mildred Walker, given as that's my name. Apologies. Thomasina Bateman. I think we met at Bewley Station. I take it Panswick's men have cleared off. Good riddance. Those ruffians would cut their own noses off if he asked them to. I recognised you the moment I laid eyes on you at the station. I beg your pardon? Oh, yeah, it's quite a striking Oh. family resemblance. You have your father's eyes, Miss Bateman. You knew my father? Such piercing blue eyes he had. What a handsome young man. Alles gut, Saren. Dafür sind die Bilder da. In Bewley? Oh, yes. A long time ago, mind. 25 years by my reckoning. But I'll never forget those eyes. Übrigens ist auch echt nur ein Bruchteil meiner Bilder natürlich auf Insta, ne? Das ist, bin ein bisschen upload-faul. Und der Algorithmus hasst mich. Why was my father in Bewley? You were helping Samuel Bryden excavate Hobb's Barrow. You must be jesting. Do I look like I'm jesting?
You look like I'm fucking joking. How did you come to meet my father? Hatte ich das schon? One might say I have a reputation in these parts. Folks from all around come to me for help with their ailments. Hernwood is abundant with flora that, if mixed correctly, will cure almost any ill. Your father must have caught wind of this, as one day he came to me, asking for a cure. A cure for what? Your mother was with child, and she was suffering the most terrible nausea. Adam. I made something to help her. The journal. Adam? This was entered in the Haben wir einen journal. Bruder? It belongs to my father. What journal? Take a look at this. A passage recalls meeting a local wise woman to seek a tincture for his beloved's nausea gravidarum. Aye, that's me. I made the tincture for him. This is incredible. You don't recognise your own father's handwriting? It's been so many years since I've seen it. Wer hätt's gedacht? What do you make of this stone? I-A-W. Ah ja! I haven't a clue. Perhaps it's an old folk trinket, or a talisman of some kind. The moors are steeped in folklore. What can you tell me about the excavation? Well, not much. I only met your father twice. The last time he asked me if I knew anything about binding magic. Binding magic? He said he needed it for the excavation. Hogwash. My father is a man of logic and reason. Why would he be asking about such nonsense? Perhaps you don't know him as well as you think you do. Anyway, I know nothing Wir of waren halt noch ein magic and Kind, told ne? him so. He seemed disappointed. I never saw him again, but I understand the excavation went ahead. Samuel Bryden hanged himself not long after. Reason enough for you to stay well clear of that place. You never saw my father again after the excavation? No, I always assumed he just went home. Yeah, well. Who excavated Hobbs Barrow alongside Samuel Bryden and my father? From memory, it were just the two of them. Ja. Worum geht es denn so bisher, um mal so einen groben Kontext zu bekommen? Wir wurden von Mr. Shoulder, hier, Leonard Shoulder, eingeladen nach, ist es Bewley? Wir kommen aus London und wir sind, wie nennt sich das? Antiquarian? Ich kann es auf Deutsch nicht. Und wir wollen Hobb's Barrow eigentlich einmal umbuddeln, denn wir wollen nach irgendwelchen Relikten suchen. Wenn wir schreiben ein Buch und Hobb's Barrow, da wollen wir auch ein Kapitel drüber schreiben. Und das ganze Dorf ist nur so, nee, Hobb's Barrow kennen wir nicht, nee, noch nie von gehört. Und natürlich labern die alle Müll. Und der Typ, Leonard Shoulder, den wir treffen sollten, ist unauffindbar. Und keiner will ihm wirklich helfen, so Kleinigkeiten nur. Und es ist alles ein bisschen creepy. Wir hatten dann so einen Albtraum, der kein Albtraum war, sondern haben erfahren, dass unser Vater, der, als wir klein waren, einen Unfall hatte, offensichtlich genau hier diesen Unfall hatte. Und wir sind aufgewacht plötzlich und hatten sein Journal. Und viel mehr ist eigentlich noch gar nicht passiert. Das sind so die Hauptsachen. What do you think my father meant by binding magic? I've no idea. He didn't explain more and I didn't wish to pry. This just doesn't sound like my father at all. You'll have to ask him yourself. I'm afraid my father has been incapacitated since I was a child. He cannot speak nor move. Terrible. Oh, I'm sorry. You said that the flora here could cure almost any ill. Almost, my dear. But your father's affliction sounds beyond my abilities. Und sie war mit dem halben Dorf in der Kneipe am Saufen. Ja, ne, Alkohol lockert die Zunge, ne? Und wenn die Männer alle nicht mit mir reden wollen, dann müssen die halt erstmal alle unter den Tisch gesoffen werden, ne? Und dann geht das plötzlich. The landlord of the Plough and Furrow told me about a folk tale associated with Hobb's Barrow. Something about a goblin. Are you familiar with it? No doubt there is such a tale. Name any beastie you can think of and someone round here will have a story about it. My thoughts precisely. Charles Bryden mentioned there was a third man involved in the excavation. Is that so? Well, you best ask him about it. He knows more than I do. Das Gute ist halt auch zusätzlich, es ist einfach schlichtweg auch ein gutes Point-and-Click-Adventure. Also wir haben noch nirgendwo länger als 5 Minuten irgendwie gehangen. Es war alles einigermaßen schlüssig.
Wir haben noch nie was nachgucken müssen. Also das macht halt auch Spaß. Ne? Can you tell me anything about Leonard's shoulder? I know of him, as is the nature of such a small town. I also know he invited you here. Little escapes you, Miss Walker. So they say. My path rarely crosses with his. Let's put it that way. But he's a nice enough fellow. I see. Do you know Lord Panswick? I know his labourers make a mess of these woods, the brutes. The man himself hasn't graced me with his presence. You've never met him? Not since he were a wee lad. A maid brought him to me with a sore stomach. It were all the rich food they were feeding him, nowt more. Thank you for your help, Miss Walker. Hallo Laser, hallihallo. Was halt noch ist, es gibt hier den, was ist das, Governor? Diesen Typen, den Namen schon wieder vergessen, worum es jetzt gerade ging. Und der holzt halt gerade so einen Teil vom Wald ab, um eine Kapelle auf seinem Grundstück wieder zu errichten. Keiner darf auf sein Grundstück. Leute werden erschossen oder gefeuert oder beides. Ich meine, fired kann auch doppeldeutig sein. Ne? Also da ist auch irgendwas mit. Keine Ahnung. Bin gespannt. There's nothing else I wish to discuss at the moment. What are those berries you're picking? An ancient breed, no good for eating. But However, for they what? do have some medicinal qualities. I see. They look somewhat like juniper berries. Mhm. Keine Ahnung, was Juniper Berries sind. Na, alles fit? The cottage is nestled cozily in the woods. Das ist der netteste Sound, den ich heute bekommen habe hier. Da kannst du davon ausgehen. I shouldn't enter uninvited. Einfach hier, lass einfach mal eine Schippe über den Kopf ziehen, dann können wir auch rein. Habe ich was übersehen? Nö. Okay, tschüss. Miss Bateman? Ja. Yes. Remember what I told you when we first met? You're better off waiting for the next train back to the city. Why? Something terrible happened to Samuel Bryden in that barrow. Whatever they found down there, I'd wager it got to your father too. Tell me you won't disturb Hobb's Barrow. I can't make that promise, Mildred. Can't say I didn't warn you. There is something unnatural about that place. We must seek to understand the world by rational means, Miss Walker. One cannot abandon reason. Hast du noch ein bisschen von den Eindrücken in meinem Verein erzählt? Ja klar, super scheiße da, super ätzend, geh nie wieder hin. Thomasina? Ich erzähle gleich noch was zu. I'm playing with Josephine. Ist das schon wieder ein bisschen her, ne? She can wait. This is very important. Der liebe Laser, der liebe Shine ist Teil von der Insert Coin e.V. Das ist die Arcade-Halle in Herne, von der ich euch erzählt habe. Wo ich ganz lieb zur Beta-Öffnung eingeladen worden war. Wo ich definitiv auch wieder hingehen werde bei einer Öffnung. Jetzt nicht diesen Monat, da habe ich keine Zeit wirklich, aber demnächst mal. Und wo wir auch ein Community-Treffen auf jeden Fall veranstalten wollen. Ja. Das heißt, ja. Das, wovon ich schon ganz oft Werbung gemacht habe. Wo ich auch noch einen großen Post machen wollte auf Insta, aber nicht auf meinem Cosplay-Account, sondern nur auf Instagram.com/shikeako, den ich hier gar nicht verlinkt habe, weil ich dumm bin. I'll be back soon, Josephine. Lass Josephine noch da nicht liegen, Mensch. Mensch. What is it, Mummy? It's your father. Daddy's home? Dachte ich mir. No, ja, my dear. not home. I must go to Bakewell with haste. Miss Bowes will look after you whilst I'm gone. Is that clear? Where's Daddy? He's had an accident. What happened? Ein Accident. He's come off his horse. Ja, genau. Daddy, will he be all right? We'll see. Of course he will be fine. Your father is as strong as an ox, but I need to go collect him. Aber auch ein right? toter Ochse ist ein toter Ochse, ne? No, dear. Miss Bowes will look after you. But I want to come. Go pick up your dolls, then come inside, all right? Yes, Mummy. Muss schnell, denn das letzte Mal waren alle 150 Karten nach 30 Minuten weg. Ja, vielleicht kann ich ja dann im Vorfeld schon erfahren, für wann das ist. Aber ich würde das auch mit ein bisschen Vorlauf planen. Also das Community-Treffen sowieso. Das würde ich sowieso mit euch dann direkt planen. Es sind ja auch nicht viele Leute, die dann kommen wahrscheinlich, ne? Weil meine Community ist auch in ganz Deutschland und darüber hinaus verteilt.
Deswegen, also, letztes Mal waren wir auch irgendwie 10 Leute oder so, ne? Das heißt, da... Aber ich würde mich trotzdem melden. Und wenn ich privat komme, komme ich halt privat. So. Ich hab jetzt der Mutter nicht zugehört. Was damit tun? Alles wie immer. Bestimmt die Popo holen, ne? Josephine, it's time to go inside now. Josephine, du bist voller Grasflecken. Where did Mommy go? Bist du stumm? Red mit mir. Worum geht's in dem Spiel? Ja. Bist gerade reingekommen, kurz nachdem ich das erklärt habe. Wir wollen einen bestimmten Grabhügel untersuchen. Damit ist aber irgendwas fishy. Definitiv. Keiner sagt uns, was da los war. Unser Vater, der einen Unfall hatte, hatte den Unfall offensichtlich genau dort damals. Okay. Helped him then, and I can help him again. Cool. Und naja, das Dorf sagt uns nichts. Die sagen alle nur, lass die Hände davon, lass die Finger davon. Das tun wir natürlich nicht. Ne? Alles ein bisschen weird. Arthur, you won't believe it. The journal belongs to my father. He was here in Bewley. Warum guckt er auch nicht zu uns? Arthur? Hello? Oh no. Oh, sorry. I'm trying to remember something. Ich glaube, seine Erinnerung ist auch nicht so, ne? I'm not sure. Something in the woods. It will come back to me. Jetzt ein bisschen weniger Your gesoffen. father were in Bewley. Yes. Mildred said that he helped Samuel Bryden excavate Hobb's Barrow 25 years ago. Well, I'll be. Let's talk about it tonight at the plough. Leave him be, we'll talk later. I tell Arthur about my dream. Ja, ich möchte nicht, dass die Szene schon endet. I must tell you about the dream I had. I was at Hobb's Barrow and there was a creature. It told me it saved my father from something inside and that I would find proof of this in the morning. Sure enough, when I awoke, the journal was in my room. Mildred confirmed the journal belonged to my father. The creature told me it could help my father again. I mean, it was merely a dream. I don't know what to think anymore. Arthur? Arthur, are you listening? Fine then, we'll talk later. I hope you piece together your memories. Ich hatte Angst, dass sich Arthur umdreht, aber vielleicht ist es besser, wenn er sich nicht umdreht. Oh, eerie. Jetzt steht er noch? Weg ist er! Ah, Magic. Wenn sich die Zeit findet, sofort. Ja, gerne. Also, ne, ihr könnt, das wird halt größtenteils natürlich besprochen werden, irgendwann im Discord, ne? Das schauen wir mal, wann, wie, wo, was, ne? Aber, natürlich rede ich auch dann im Stream darüber, aber man erfährt es als erstes auf jeden Fall auf dem Discord. Hallo, Mr. Darcy ist wieder da. Hi. Mr. Darcy malt komische Dinge. Good day. Hello. I believe we've met. Miss Thomasina Bateman, the famous antiquarian. My reputation precedes me. I can assure you it does. And you are? James. Hi. Are you a painter? You see this beck before you? Look at the water. See how it tumbles and falls. I seek one spot on which my eyes can rest. Be it a stone or small corner of the current. Das Pipi, wenn der Bach so kullert. And out of the tumbling and falling, a new land rises. I see a new world. You certainly have the eloquence of an artist. Vielleicht bin ich noch gar nicht drauf. Ist ja auch keiner gezwungen, ne? Ich meine, bei Twitch kennen wir es ja, man ist auf 12.000 verschiedenen Servern. Ne? Kann ja auch manchmal ein bisschen viel werden. Aber unserer ist eigentlich sehr übersichtlich. Und man wird nicht so zugeschrottet.
wie auf anderen Servern. What are you painting? A new world. Quite the ambition. Indeed, my ambition knows no bounds. Can I see it? Not yet. It's not finished. And such a world is not complete without you in it. You flatter me, James. Nonsense. Say you'll let me paint you. I haven't seen your work. I haven't even seen your work. What if you can't paint? Don't fret, my dear. You shall be the shining star of my new world. Ich mag das mit der When the New time World comes, nicht. I shall call on thee. Es ist 100% der Typ, der die Kapelle baut. Auf seinem Grundstück. So eine weirde, komische Kapelle. Und er redet von der New World. Oder New Era. No, geh weg. Geh weg mit deinem komischen Cthulhu oder was auch immer du da beschwörst. Nein. What do you make of this stone? It looks antique. You might want to keep a hold of it. Do you know of Hobb's Barrow? I'd like to know more about you, Thomasina. What time do you like to rise in the morning? How do you like your tea? Gar nicht. What Gar makes nicht. you happy? Gar nicht. Tell the truth, a little flirting doesn't hurt. Lie, he's asking too many questions. Also dem traue ich halt gar nicht. Sorry. Late, with 3 spoons of sugar and spending time with my husband. You disappoint me. Oh, that's a I bit too sense much. no truth in your words. Are you Fuck. a woman of dubious principles, Thomasina? You ask too many questions. Mhm. Do you know Leonard Shoulder? A man of Bewley? Yes. I care not for the men of Bewley. Only Merk for mich. the visitors. Shining Star? Stimmt. True that. Lord What do you Panswick. know of Lord Panswick? A fine gentleman. Now that is someone who commands respect. Do you know him personally? No, I don't think anyone can really claim that. But what a tiring subject. Shall we discuss something a little more exciting? Goodbye. See you soon, my dear. Oh, stop saying my dear. Geh weg. Schleimer. Ugh. Ich bin so tired of those men einfach. I'm not your waifu. I'm not your darling. I'm not your sweetheart. Geh einfach weg. Bevor ich mich übergebe am besten. So, jetzt sich nicht viel getan. Tschüss. Hier sehe ich nichts. Super, jetzt habe ich einfach 3 Sachen Hello. gemurmelt. Tschüss. Ich habe direkt Pummeluftmelodie im Kopf. Excuse me, sir. Manchmal, ne? Yes? Did you see a young girl with blonde hair pass by here? No, Nö. lass. There you are. Are you Thomasina Bateman? Ja. Too close. Warum habe ich Fusseln in meinem... Warum habe ich Meerschweinchenhaare in meinen Weingummis, ey? Warum Mokka? Warum? That's my name. How marvelous. It's me, Leonard Shoulder. Heavens. What? I'd given up on finding you. Please take a seat, Miss Bateman. We have much to discuss. He's fucking alive? He's real? You've proven to be quite the enigma, Mr. Shoulder. I'm mortified. I offer you 1,000 apologies. Ja, nee, You danke. see, I've been bound to my bed these past few days with a terrible fever. How dreadful. I take it you're feeling better now? Aye. I were on me way to find you when I stopped here to catch me breath. I've not much go in me these days. I'm sorry to hear that. I were worried you'd have given up on me and left town. I had no idea what had become of you, Mr. Shoulder. I spent a good amount of time pounding on your front door. I'm embarrassed. I really am. I've been doing my best to sleep through the fever. I am so very sorry. Ja, theoretisch kann man es ja glauben. Please accept Tu my ich aber nicht. apology, Miss Bateman. Fine, Mr. Shoulder. I've come all this way. Let us speak of the business at hand. Marvelous.
I've just learned that my father was part of a previous excavation of Hobb's Barrow some 25 years ago. Why didn't you mention this in your letter? What? Where did you hear that? I have my means. I swear, Miss Bateman, I had no idea. I take it you will also deny delivering me my father's journal? I'm confused. What journal? My father's journal was slipped under my door at the Plough and Furrow. It wasn't you who did this? I've been bound to me bed, lass. What an extraordinary coincidence. You are following in your father's footsteps. It would seem so, Mr. Shoulder. Why did you invite me to excavate Hobb's Barrow? I've always been curious about the colourful folklore surrounding the place. My father told me all sorts of stories about it when I were a wee fellow. Stories that some folk around here take a little too seriously. Especially after those lads entered the barrow a while back. How did you know about me? I saw your interview in the Bakewell Times. A young lady travelling about the land, digging up barrows. Perfect for the job. But why do you wish to excavate the barrow? I want to see what those lads found in there. My curiosity has grown over the years, and now it is time for the mystery to be solved. I must say, I am rather eager to find out what's in there myself. Ich muss mal zwischendurch sagen, wie unfassbar gut die Vertonung ist. Das Voice-Over ist wahnsinnig gut. I've managed to find Hobb's Barrow, but Mr. Bryden is yet to give me permission to excavate. Is that so? Yep. Keep trying. You'll relent eventually. Perhaps you could have a word with him. Oh, no. A lovely young lass such as yourself has a better chance of changing his mind than a shaky old goat like me. You told me in your letter there would be no issue gaining access to the barrow. I didn't foresee any when I wrote to you. I'm sorry this has been more complicated than anticipated. Don't give up yet, Miss Bateman. Keep trying with Mr. Bryden. Wie geht das Geld aus? Did you know my father? I don't believe so. What's his name? William Bateman. He was in Bewley for at least a few days, from my understanding. I'm sorry, lass. The name doesn't ring a bell. Are you sure you had no idea of my father's involvement in the previous excavation? I'm quite sure. A most fascinating coincidence, but nothing more than that. I'm starting to wonder if it's more than mere coincidence, Mr. Shoulder. Miss Bateman, I did not take you for a credulous individual. I'm none of the sort. What can you tell me about the previous excavation of Hobb's Barrow? Oh, it were 25 years ago, or thereabout. Back then, Bewley were undergoing a period of great strife. Samuel Bryden hadn't harvested a single crop for 2 seasons. Even Hernwood was sick. Berries went to rot almost as quickly as they grew. Folks started to believe the ground were blighted. Disease spread through the livestock too. People were going hungry, a panic set in. That sounds terrible. Aye, but I managed to keep myself fed. These things happen in nature, but the blame for it all fell on Hobb's Barrow. It was long said that a goblin made his home there. A rumour took root that the goblin were not best pleased with the villagers. In revenge for some unperceived slight, the goblin placed a curse on the soil itself. The villagers believed that ridding the barrow of its lodger would put an end to it all. Hogwash. My father would have paid no heed to such tales. Whether it were his intent to join the excavation when coming here, I do not know. But whatever it were that Samuel Bryden and those lads did inside that barrow, people say it did the trick. The crop started to grow back, and health returned to the livestock. Bewley were no longer in the grip of dark forces. You must understand, folk here are a superstitious lot. They don't want you disturbing whatever it were those lads did. As far as the villagers are concerned, the problem were fixed. The thought of another excavation must be conjuring panic that you'll undo whatever it were they did. Verständlich, This does ne? explain a lot. And it's also why I'd venture nobody around here wants you to touch the place. Except for you. I want to know what's there.
Surely you don't believe these tales of goblins and curses to be true? Not at all. Ja, genau. I suspect those lads did find something in the barrow. But did it have any connection to failing crops and dying livestock? No. I can assure you there's nothing to fear. Coincidence reigns supreme. So what do you think they found? That is for us to discover, Miss Bateman. Who was the third man who joined my father and Mr. Bryden on the excavation? I'm afraid I don't know. Although I'd heard about the excavation and I were intrigued by it, I mostly stayed at home during that time. The atmosphere in the village was rather too tense for my liking. And besides, the excavation were undertaken with an air of mystery about it. Ich musste danken, durch dich habe ich einen alten Bekannten wiedergefunden. Ich rutsche für ihn auf dem Boden rum, um geile Fotos zu machen. Oh, darf ich neugierig fragen, um wen es sich handelt? Kannst du natürlich auch auf Insta schreiben, musst natürlich nicht hier schreiben oder im Discord oder wie auch immer, ne? Tell me more of this folklore you mention. It is said that Hobbs Barrow is home to a goblin. Everyone in Bewley has some version or another of this story. But the version my father told me as a child described the barrow as a thin place. Thin place? The goblin were deemed to be the guardian of this so-called thin place. Wahrscheinlich so ein Übergang, ne? Schon so ein Übergang zwischen den Dimensionen oder den Welten oder so. What is a thin place? A place where one can walk between worlds. Where the flesh meets the spirit world. Just superstition, of course, as you will know. So langsam sollten wir vielleicht anfangen, an übersinnliche Sachen zu glauben, teilweise, ne? Tell me more about this goblin. Some said he were a mischievous little mite, snatching newborn lambs and smashing windows with pebbles. Others said he were friendly, there to lend a helping hand in times of strife. The latter of which makes it all the more surprising as to why the previous excavation took place. My father's stories put the goblin in the mischievous category. Saxnot, he called the creature. I recall one such anecdote, that Saxnot entered Bewley and ordered a pair of boots to be made by the cobbler. Okay. However, when collecting them, he insisted on paying for them with a bag of sow's teeth. The cobbler was so scared of angering the goblin that he accepted. A colourful tale indeed, Mr. Shoulder. Has any explanation been offered for why this Saxnot cursed the soil? Your guess is as good as mine, lass. I had a peculiar dream last night. I met a creature at Hobb's Barrow. I suppose you might say it was a goblin. It told me it had saved my father from trouble inside Hobb's Barrow. I'll admit the coincidence of this is somewhat astounding. A remarkable coincidence, but nothing more than that. But there is still one thing that puzzles me. The goblin told me proof of its claims would await me in the morning. Surely enough, I awoke to find that my father's journal had appeared in my room. Very queer indeed. Mr. Shoulder, you invited me here, to a town I'd never heard of, only for me to discover that my own father was here 25 years before. And not only that, but that he was also embroiled in some sort of superstitious hysteria which goes against everything he ever taught me. Something is wrong here. This must be more than mere coincidence. Das auf jeden Fall. I'll give you that. But please remember who you are, Miss Bateman. This is my father's journal. Incredible. Can I look inside? You may. Look at these drawings. Wonder what it all means. You and I both. It all feels very out of character for my father. I'm sure you'll find the answers beneath the soil, Miss Bateman. What do you make of this strange stone? A carving of a cockerel? Yes, it was strapped to my father's journal. Do you think it could have something to do with the previous excavation? Possibly, though I'm not aware of the motif having any meaning around these parts. Is this your glove? I've been looking all over for that. Where did you find it? In the alley behind the plough I've been looking for my glove. Were you there?
I'm glad you I've found been it. bedbound for several days, Miss Bateman. How odd. Can I please have it back? Here. Thank you. Good talk. We're peas of the same pod, Miss Bateman. I knew you wouldn't be frightened by a few old stories. It will be interesting to see what those lads found in there. Certainly. Thank you so very much for responding to my letter and for coming here. We have some great discoveries to make, you and I. I sincerely hope so. And a chance to follow in your father's footsteps. Right, time for me to shift these old bones. I'm to take me a spot of the plough and furrow. I'll be there all night should you need me assistance. Thank you, Mr. Shoulder. I'm sorry again for giving you the runaround. I promise I am not beyond redemption. I won't let you down again. See you soon. Sehen wir dann ja, ne? I was starting Curious. to wonder if Mr. Shoulder even existed. Ja, danke. Danke, nicht nur ich. Okay. The Mystery Man revealed. Okay. Was haben wir denn nur? Baumharz, Steinbuch. An sich sollen wir ja wieder... Oh, ich kann nicht die Map benutzen. Warum das denn nicht? The day was starting okay, to test deswegen. me. Okay. The word coincidence felt insufficient to explain what was happening. It was after that first conversation with Leonard Shoulder that I started entertaining thoughts of a truly irrational nature. Ja, es wird deinem Vater auch so gegangen sein, denke ich mal. What if my dream wasn't just a dream? What if it was all more than simple coincidence? What if that thing really could help my father? Ja, so, jetzt können wir wieder springen. Ich würde nämlich... Wo wollte ich hin? Eigentlich nach HOB'S Barrow. Nein, Brydens Farm. Okay. Mummy? Oh je. Get away from the fire, Thomasina. What are you burning? Nothing. Just waste. Now go inside. Ja. Sounds legit. Mummy? Get away from the fire, Thomasina. Ja. Abrax. Oh je. Mummy, what is this? Mach's doch nicht wie Harry Potter. Du sollst es... Burn it. Abrax. Good day, Mr. Bryden. Miss, I... I'll stop you there. I know what you're going to ask. No, I haven't changed my mind. There'll be no digging here, lass. Mr. Bryden, allow me to explain. There has been an astonishing development this morning. Yes? My father was with your brother during the excavation. Oh. Yes. Can you believe it? I had no idea he had been here. The answer's still no, lass. I saw what happened to poor Samuel. I won't risk the same happening to anyone else. But... That's enough now. You can feast your eyes on that hovel to your heart's content, but there'll be no digging. Digging. War Abraxas nicht ein Dämon? Ja, das kann gut sein. Bitte. No questions. I'm not interested. But... Off with you. Wenn ich dich K.O. schlage, dann kannst du nichts dagegen tun. Mr. Bryden is right there. Ja, vielleicht lasse ich die Ziege frei. Ja, dann hasse. Wo ist die Ziege? Da ist die Ziege. Gute Ziege. Hallo Delphirium. Hallihallo. Es geht. Das geht, ich merke schon. Gut, okay. This is not mine to take. Mir völlig egal. Was haben wir denn noch? Da hinten ist nichts mehr. Oh, das ist gut. Wir haben wieder ein übersichtliches Inventar. Ich finde es gut, dass es nicht allzu viele Items werden.
Gerade vom Konzert zurück. Oh, auf was für einem warst du denn, meine Liebe? Der Stein mit A.R. Haut auch noch nicht so wirklich hin, glaube ich, ne? Vielleicht komme ich jetzt zu dir und danach hau ich mit meinem Schuh. Deine fiese Katze, ja. Wir sitzen gerade auf dem Sofa und kommen kurz runter. Oh ja. Fersengold. Ah, und? Wie war? I must gain Mr. Bryden's permission to excavate. Ist mir egal, jetzt fang an zu buddeln. I must gain Mr. Bryden's permission. Nimm du deine Schaufel und dann machst du... In good time, ja. Wie kriege ich den denn überzeugt? Mit dem Journal vielleicht? Der Hammer. Ja, schön. Ich habe leider keinen Hammer. Ich habe nur eine Schaufel. Das Buch. Auf den Opa. Look, Mr. Bryden, my father's journal. It confirms he was with your brother during the excavation of Hobb's Barrow. Ha, take that away from me. I'll be having none of that. Schön. Das freut mich. War kürzlich wieder auf einem Retrostyle-Konzert. Das war auch sehr schön und sehr, sehr gut. War ich auch direkt wieder traurig, dass es jetzt wieder so lange dauert. Und das nächste Konzert, auf das ich gehe, ist das von Poki. Ihr kennt Poki bestimmt von The Delic, ne? Der Macher von Deponia und Co. Und Edna bricht aus. Der hat ja auch mit Baumann, Bergmann und Pokinson seine Band. Und da fahren wir nach Hamburg auf sein Konzert. Und 3 Tage später gehe ich auf ein Backstreet Boys Konzert an Halloween. Okay, don't judge me. Das wird einfach nur cool. Ist mir egal. Ich darf das. Darf 20 Jahre später einfach mal auf ein Backstreet Boys Konzert gehen. So, ja nun, das hat jetzt nicht geholfen irgendwie. I'm not interested. But... Off with you. Ja, die echten Backstreet Boys. Dann schon das nächste Fersengold-Konzert. So muss das sein. Warum will das denn nicht? So. Das will er nicht lesen, ne? Ja. Take that away from me. I'll be having none of that. Wie wär's mit dem Stein? Kennst du den Stein? What do you make of this stone, Mr. Bryden? It was strapped to my father's journal. Wait a minute. Let me see that. By God. Wait here a moment. I need to get something from inside. Ah, guck mal. I waited for what felt like an age. Ich antworte gleich. Oh, kann ich auch jetzt machen eigentlich. Wann und wo? Backstreet Boys sind allgemein jetzt auf Tour diesen Monat. Das fing schon vor ein paar Tagen an. Einfach mal bei Eventim Backstreet Boys eingeben. Ich weiß ja nicht, wo du wohnst, gerade auswendig. Dann sollte ich auch, wenn dann nicht sagen. Ich habe schon vorhin wieder andere Leute gedoxied. Eigentlich müssen sie sich ja inzwischen Backstreet Männer nennen, ja. Aber ich gehe nach Köln. Die sind aber in mehreren Städten. Muss mal schauen. Und ja, richtig geil. Nächstes Jahr im April nach der Balladen in Bremen. Ja, nice. Das wäre auch fast an mir vorbeigegangen. I now realize that Mr. Bryden must have been in a great debate with himself, wondering whether or not to share his own piece of the mystery with me. Ich dachte mir halt nur so, wow, ich konnte halt nicht auf dem Backstreet Boys Konzert, als ich Fan war, mit 12 oder so. Keine Ahnung, wie alt war man da? Oder 10. Logischerweise war ich noch viel zu klein. Und warum soll ich jetzt nicht mit 33 auf ein Backstreet Boys Konzert gehen? Ich glaube, das wird einfach nur geil. Warum halt nicht, ne? So. Ich mochte die Musik ja damals. Ich mag die halt heute auch noch. Ich habe zwar das 20 Jahre lang nicht gehört, aber stell dir mal vor, an Halloween auf der Bühne und dann Everybody, yeah. Wie geil war das, ne? Hammer. Vielleicht wird's auch super scheiße. Ich weiß nicht. Aber ich möchte später einfach sagen können, ja cool, hast du wenigstens mal gemacht, ne? Dafür ist man doch erwachsen, damit man einfach machen kann, worauf man da Bock hat in solchen, ne? Wiederum klingt Backstreet Man auch nicht so vertrauenserweckend. True. Da kommt so das Schnappmesser direkt und im Hintergrund siehst du die Leichenteile. The goat stared at me, seemingly in pity, as I stood there in that rolling fog. Finally, Mr. Bryden emerged. Bin gespannt. Front Lawn Man. Now then, as far as I know, what I have here is the only thing that Samuel brought back from Barrow. Back to the story. Oh. Cuts. Incredible. Okay. A pair. That's been in my drawer ever since Samuel passed. I suppose it might be important, so I kept it safe.
Na gut, aber begrenzt heißt ja nicht, dass es keine mehr gibt, oder? Fate is clearly playing a part in your arrival, lass. Please, Mr. Bryden, allow me to excavate Hobb's Barrow, a place that is no more than dirt and stone. You're not gonna give up, are you, lass? I'm not. Samuel managed to say one thing about those men that helped him. I think it's time I tell you. Yes? He stuttered out that one of those fellows could barely walk after they got out of there. Tongue-tied too, the man were. My father. You what? My father. He had an accident around 25 years ago that left him bedbound and unable to talk. Aye, could be him. My mother told me it happened in a horse riding accident. Samuel boarded up that barrow for a reason. Something unnatural occurred, I know it. Mr. Bryden, we must rely on our rational faculties to explain any... Promise me you'll be careful. Any sign of trouble, leave without hesitation and we board that accursed place up again. Understood? Wait, you're giving me permission to excavate? Aye. Against me better judgment. I don't have the energy to stop you, lass. Thank you so much. I am grateful. Don't make me regret my decision. Take Samuel's stone. Are you sure? Aye. Give it back to me when you're finished, though. I promise. Thank you. I'll be sure to show you my discoveries, Mr. Bryden. I'd rather you don't. Now then, I've got things to get on with. I don't suppose you can spare any labour to help me with the dig? Don't push your luck, lass. Market's on today. Plenty of able-bodied men about. Ta-ra now. And Mission like granted. that, I finally had permission to excavate Hobb's Barrow. As exciting as that was, I was distracted by what Mr. Bryden said of his brother's associate. There was no doubt in my mind that father was the stricken man he spoke of. You told me he was crippled after coming off his horse. Why did you lie to me? Ja, gut. Willst du jetzt wirklich so einem kleinen Kind erklären, hey, dein Vater war bei einer Ausgrabung und kam als nicht beweglicher, stummer Krüppel zurück? Das bringt halt auch Fragen, die du vielleicht mit einem Kind gar nicht haben willst. Das verstehe ich halt schon so ein bisschen, ne? Vor allem wusste die Mutter ja, dass wir selber auch gerne buddeln. Und das hätte uns ja vielleicht für immer davon abgehalten. Oder es hätte halt uns genau dahin geführt, wo wir jetzt sind. Aber das ein bisschen schwul ist immer. To protect me, to stop me from following in his footsteps. Ja. Those two things. You failed. Ja, sie hat versucht, Mann. So did Charles Bryden. He should have said no. Oh dear. You should have never given me that stone. Oh dear. Oh no. Nur noch Warteliste. Ja, dann trag dich einfach auf die Warteliste ein. Vielleicht hast du ja Glück. Eine Freundin von mir, die fährt halt auch zu dem Konzert in Köln, auf das ich auch gehe. Und ihr Verlobter hat halt gerade Corona. Sie ist zwar noch negativ, aber falls sie positiv werden sollte und für den hoffentlich natürlich nicht eintretenden Fall, dass sie noch positiv ist beim Backstreet Boys Konzert. Aber es wäre nur eine Karte, glaube ich. Aber das ist so, ne, so ganz weit im Hintergrund. Und ich wünsche es ihr natürlich nicht. Aber sollte es eintreten, wäre da eine Karte. Nevermind, das ist am 31.10. Da sind wir in Bottrop. Ah, seid ihr im Moviepark? Oh, schön. Das Halloween-Ding im Moviepark ist so geil. Finally, we shall excavate tomorrow. Though first, I need to find some workmen to assist me. Ah, okay. Ich war nicht am 31.10. im Moviepark, aber halt zur Halloween-Zeit. Irgendwann Ende Oktober trotz allem. Und vor ein paar Jahren. Das war richtig geil. Allein für die Fotos, aber es war auch arschkalt. Also ich habe mir gefühlt den Tod da geholt. Es waren gefühlte minus 20 Grad einfach. Es war abends, sobald die Sonne weg war, so kalt, dass du wirklich deine Füße und so nicht mehr gespürt hast. Das war schon echt übel. So. Ja, wir gehen dann erstmal ins Village, ne? Wir machen auch gleich Feierabend. Wir werden heute nicht mehr Hobb's Barrow umgraben. Ich überlege halt, ob wir das nächsten Donnerstag weiterspielen.
Ich muss doch mit Timo mal abklären wegen nächster Woche, wegen der Streams. Muss ja auch mal alles passen. Und dann kann man ja mal gucken. Ich werde aber im Discord Bescheid geben, ob das nächsten Donnerstag hier weitergespielt oder nächsten Samstag. Nächsten Samstag könnte man theoretisch nochmal wie heute ein bisschen überziehen, damit man es dann doch durchschafft. Ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt. Ich muss noch mal gucken. Okay? Donnerstag oder Samstag? Aber ich meine, wir sehen uns morgen ja schon wieder auch, ne? Nicht vergessen, morgen spielen wir, wie hieß das? Namen vergessen. Get Even. Und dann sehen wir uns Montag bei Chiara. Und Mittwoch sehen wir uns bei The Delic. Und das ist, ne? Die Woche ist dann noch sehr voll und danach wird es wieder normaler. So. Viele Leute hier, okay. Wir gucken uns das noch an. Oh ja. Mutton. Fresh Mutton. Voller Kalender. Ja, die Herbstferien sind voll. Weil ich einfach auf der Konichi war und wir sind dann auch auf der Polaris Ende des Monats. Das heißt, da fallen noch 2 Wochenenden halt komplett weg. Und ich möchte auch nicht zu viele Streams verlieren, weil gerade der Oktober hat natürlich eine besondere Signifikanz bei mir. Good day. Freshly picked apples, miss. Fresh Would you like apples. to try one on the house, like? The produce looks questionable. No thanks. As you wish. Mutton pies! Mutton. Fresh mutton. Good day. Fresh produce. What have you got for sale? I'm selling meat, vegetables, and all sorts of herbs and things. You're welcome to have a gander. I'll be sure to browse. Goodbye. Ta-ra, miss. Aber was ist, wenn wir den Apfel mitnehmen für die Ziege? Good day. Komm, wir essen den doch bestimmt nicht jetzt, oder? Yes, please. Here you are, miss. Bitte isst den jetzt nicht. The apple looks somewhat rotten. It's riddled with holes. Good enough for a goat. Ja. The apple looks somewhat... Ja, Guten. So. Haben wir hier irgendwas Neues? Müssen wir da schon Sachen It's my mitnehmen? crate of excavation tools. Ja. I don't wish to... Okay. It's Katze? Herbert, the local stray. I don't wish to wake him up. Herbert! Cutie! I love Herbert. Wir gucken uns auch hier ein bisschen um. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ja. Okay. Den hätte Kenneth bestimmt gemocht. Vielleicht können wir auch Kenny 2 holen. Wir waren da ja noch nicht wieder. Was können wir eben gucken, theoretisch. So, was haben wir denn hier Schönes? Was ist denn mit den Matten? Perhaps you'd be more interested in a Scotch egg. Freshly made, just 1 penny each. Wir sind pleite. No, thank you. Pleite. Very, very pleite. Hello, Miss Tompkins. Hello. We weren't introduced Rip earlier. Kenny. My name is Thomasina. Ma'am, How do you fare, Miss Tompkins? I'm waiting for Mr. Ambrose. Have you seen him? Who's that? The milkman. Ms. Fenchurch will be ever so cross if I've no milk for his lordship. I'm afraid I haven't seen him. You are in the employ of Lord Panswick. Aye, he employs Arthur Bewley in one way or another. I'm in need of some help for my excavation. Do you think his lordship could lend me some of his labourers? Maybe. Might you introduce me to him? Sorry, ma'am, but his lordship doesn't take visitors. Ja, wird dann schwierig, ne? I must wait here for Mr. Ambrose. Ms. Fenchurch will be ever so cross if I've no milk for his lordship. Hey, chill halt. If Mr. Ambrose doesn't turn up, and I find you some milk, would you be able to introduce me to Lord Panswick? His lordship really doesn't like visitors, ma'am. I'll take the risk. Miss Fenchurch will be cross with me. But she'll be even crosser if I come back without fresh milk. So, do we have a deal? Aye. Bring me some milk, and I'll take you to his lordship. Also da ist so ein Eimer und da ist eine Hopefully Ziege, Mr. ne? Ambrose will arrive soon. Ja. Erstmal möchte ich 2 Sachen kurz gucken. Dann mache ich auch Feierabend. Einmal. Nein. Scheiße. Hab mich nicht verlaufen. Scheiße.
I'm good. Nein. Ist das hier hinten? Ich hätte auch einfach die scheiß Map benutzen können, aber nein. Ich musste ja den ganzen Weg lang laufen. Ich will doch nur gucken. Na, Krähe? Alles gut? Genau. Ich will doch nur die Krähe verscheuchen. Ja. Ja. Ja, okay. Nevermind. Du fliegst echt nicht weg? Dein Ernst? Round, round, baby, round, round. Okay, nevermind. Ich kann da auch nicht mehr dran, ne? Doch. Okay. Kenny 2. I name you Kenneth II. So viele Tage sind es, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, dass, ja. Kenny bekommt nun den Apfel. The worm has found a new home within the holes of the rotten apple. Yay. Wir versuchen unser Bestes. Kenny 2 muss glücklich werden. Können wir Kenny 3 noch mitnehmen? Okay. Scheiße. Ich möchte noch kurz zur Farm zu der Ziege. Kriege ich irgendwie Milch von der Ziege? Ich weiß, das sind alles Sachen, die können wir auch nächstes Mal machen, aber ich will nur kurz gucken. Du gibst doch Milch. What a wild looking thing. Mit Euter. Bitte hasst mich nicht, Candy 2. Hey girl, would you like an apple? The grumpy thing isn't interested. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir haben nicht Candy 2 verwütert. Okay. Liegt aber nicht an dem... The worm is happy in his new home. Was mache ich denn jetzt mit einem Apfel, wo ein Wurm drin ist? Können wir das einschließen? I'm not sure. Okay, I'm confusion. Ich gehe mal zurück ins Dorf. Und dann speichern wir hier. Menü. Save. Save. Oh ja, geil. Wo kann ich das denn eintragen? Ach, da. Wir haben Questlog. Save. Nein, der kann ja gar keinen ja, ich bin auch kurz raus, alles gut. Bist du bescheuert? Ist doch nicht Kenneth 2. Ja. Gute Nacht, Sarin. Bye, bye. Nennen wir das denn mal? Kenneth 2. So heißt der Save. Das ist jetzt auch gespeichert worden. Ich bin nicht paranoid. Ja. Okay. Cancel. Okay. Schön. Gut, dann muss ich mal raustappen. Dann ist hier Musik weg. So. So. Musik an. Oder was man so Musik nennt. Kommt da noch was? Ja. So. Uff. Ich gehe mal rüber. Ja, gut. Nice. Es ist ja auch schon spät, nicht? Kinder, es ist schon kurz nach 12:30. What? Aber mich freut es, ihr wart alle da und es hat, es ist so ein richtiges Spiel zum Lurken. Ich verstehe das. Und ich rede ja auch wesentlich weniger bei dem Spiel als bei vielen anderen. Aber es macht mir richtig Spaß und wir spielen das auf jeden Fall nächste Woche weiter. Morgen spielen wir erstmal Get Even. Das ist auch ein Psycho-Horror-Spiel, ich glaube First Person. Ich glaube, es ist nicht gory, aber schon eine gruselige Geschichte, glaube ich. Ja, habe ich auch Bock drauf. Und dann spielen wir wieder was Lustiges am Montag mit Chiara und am Mittwoch spielen wir Broken Mirror. Black Mirror weiter. Drüben bei The Delic. Und wen raiden wir denn jetzt? Wir könnten den Peon raiden. Der spielt die Outer Worlds. Timo wird das gut finden. Ja, das machen wir mal. Hallo Asura, nee, du, hier ist gerade Feierabend. Es tut mir voll leid. Es ist schon so spät, aber ich bin morgen wieder online. Okay? Ist das ein Deal? Dann grüßt mir ganz, ganz lieb den Peon. Der freut sich sicherlich. Ist es ein bisschen zu spät geworden, als dass ich jetzt noch einen Raid suchen möchte von jemandem, den ich nicht kenne, mit einem passenden Spiel oder so. Das ist bei sowas, was wir heute gemacht haben, ja doch nicht ganz so einfach. Schade. Ja, gute Nacht.
von mir natürlich auch nochmal, kommt gerne auf den Discord, dann verpasst ihr nichts, vor allen Dingen, wenn es so ein chaotischer Monat ist wie dieser Oktober. Ich muss jetzt erstmal was essen. Ich habe mich nämlich jetzt nur von Mandarinen und Weingummis ernährt und Zuckerwasser. Ich spiele denn jetzt noch Outer Worlds, das ist doch voll alt, ja. So. Gut. Socials hau ich auch nochmal raus, auch wenn die gleich automatisch kommen. Ne? Könnt ihr jederzeit, wenn euch Discord zu viel ist, auf Twitter kriegt ihr Benachrichtigungen, auf Insta kriegt ihr Benachrichtigungen. Ne? Also da verpasst ihr nichts. Wie gesagt, morgen Get Even. Und ich weiß nicht, Donnerstag oder nächsten Samstag spielen wir das Game hier weiter. The Excavation of Hobb's Barrow. Das brandneue Horror-Pixel-Point-and-Click-Adventure, was mich sehr in seinen Bann gezogen hat. Tolle Voices, guter Humor und ein angenehm nebliges Gefühl, was es einem so gibt. So tief im, ich glaube, im relativ nördlichen England. Ne? So. Dann bedanke ich mich und sage Bye-Bye.